So, Leute, Ah, also, herzlich willkommen zum großen Gothic-Quiz der 6. Ausgabe. Heute mit den lieben Teilnehmern. Einmal der liebe Crazy Do Gaming, er war schon mal bei uns dabei. Stell dich auch noch gern kurz vor. Hallo, ich bin der Crazy Dog Gaming. Ich bin auch ein Twitch-Streamer. Ich habe größteilig Spiele gespeedrunnt. Ich tue sie auch ganz normal casual spielen. Aktuell mache ich Gothic 3 full modded. Ich tue gerade auch eine Gothic Mod erstellen im Stream. Und auch noch ein paar Gothic Mod Speedrun. Genau. Boah, das hört sich sehr interessant an, cool. Kannst du gerne noch mal später ein bisschen mehr darüber erzählen. So, Ja. Lieber Max Deus, du hast gesagt, Deus soll ich dich nennen. genau. Du bist auch heute dabei, dann stell du dich mal ein bisschen vor. Ja, ich bin der Max Deus, bin auf YouTube und Twitch schon seit ungefähr 3 Jahren. Mache nebenbei, also auf YouTube und Twitch hauptsächlich Gaming, Let's Plays. Aber ich habe auch mittlerweile 2 eigene weitere Projekte, wie ein eigenes Videospiel, das ich am entwickeln bin, und eine Serie zu Elder Scrolls. Und bin noch dazu Mitglied vom Gothic Lore Talk, wie man hier sehen kann. Und noch dazu mit dem Herrn Brom auch noch bei einem weiteren Podcast mit dabei. Hört sich sehr nice an. Sehr geil. Würde ich auch bestimmt noch mal einmal einladen. Okay, jetzt der Würde mich liebe... freuen. Auf jeden Fall, mich auch. Jetzt der liebe Jules Entertainment, stell dich vor. Jo, ich bin der Jules. Ich betreibe jetzt mittlerweile seit 3 Jahren meinen YouTube-Account, wo es zu 99,9% um Gothic geht. Hab da angefangen mit Let's Plays und Gaming-Themen, hab dann mal irgendwann auch Sketches gemacht und mache mittlerweile auch Lore-Videos, also alles Mögliche zum Thema Gothic mache ich da, genau. Und auf Twitch bin ich zwar nicht unterwegs, aber keine Ahnung, vielleicht kommt es auch noch irgendwann. Mal schauen. Da würden sich bestimmt auch einige Leute freuen. Jetzt ein lieber, sehr, sehr oft vertretener Gast bei mir, der liebe Hochkönig. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich bin der Hochkönig und treibe jetzt seit gut 2 Jahren mein Unwesen auf YouTube. So lange gibt es nämlich meinen YouTube-Kanal da, in dem es ähnlich wie bei Jules, ja, zu 99,9%, ich klaue einfach mal die Formulierung, die hat mir gefallen, um Gothic geht. Und ja, ich sag immer, mein Kanal ist so ein bunter Blumenstrauß an allem Möglichen. Also eigentlich das, worauf ich gerade so Bock bekommen habe, das versuche ich dann umzusetzen. Und deswegen findet man, sage ich mal, von allem ein bisschen. Sei es Sketche oder Challenge Runs oder auch Lore-Videos oder Meinungsvideos und seit kurzem auch Let's Plays. Im Moment spielen wir die Nacht des Raben. Wissen vielleicht einige Leute, die hier sitzen auch, denn sie waren irgendwie auch ein bisschen dabei. Und ja, Gothic macht mir auf jeden Fall eine Menge Freude und es freut mich, dass ich heute mal wieder in einem Quiz bei dir bin. Beziehungsweise das erste Mal als Teilnehmer. Ja, stimmt. Ja. Okay. Dann der liebe PK. Ja, mein Name ist PK Charmant, mache hauptsächlich Gothic 3, mache die Übersetzungen, tu das Modden und mache YouTube und Twitch Livestream, vor allem was Erneuerungen an sind, was das Unipack angeht. Ja, das ist meine Hauptaufgabe quasi. Was Gothic 2 und so, das bin ich nicht so. Bin mehr der Gothic 3 Spieler. Ja, dann kannst du dich ja bei Gothic 3 heute beweisen, habe ich gehört, oder? Ja, ich bin gespannt. Ich bin Das auch zweite Mal. Ja, richtig, das zweite Mal bist du dabei. So, lieber Nick, jetzt meine liebe Mitmoderation heute ist der liebe Nick. Also stell du dich Ja, mal hallo, vor. ich. Danke auf jeden Fall dafür, dass ich heute dein Co-Mod sein darf. Alex, ich stelle mich auch noch mal kurz vor. Ich bin seit Anfang 2023 auf Twitch unterwegs, habe seit August 2024 mit 10 anderen Creatoren den Gothic Lore Talk, das wird noch Folgen haben, eben auf YouTube. Da geht es aktuell hauptsächlich noch um Lore, es sind aber noch weitere Projekte geplant. Und zusammen mit Fredogmatic und Herrn Brom, die auch hier schon im Quiz waren, haben wir dann das Ganze noch erweitert und auf andere Spiele umgemünzt, auf andere Spiele
konzentriert der Nerdic Games Talk, wo Max jetzt auch schon zu seinem Elder Scrolls Projekt erzählt hatte, zu seiner Serie ein bisschen. Und bin ansonsten, ja, klassisch in RPGs unterwegs und ansonsten sehr viel in World of Warcraft. Aber natürlich ist Gothic Liebe und deswegen bin ich auch hier und freue mich dabei sein zu können. Weil kaum ein Spiel mich so fesselt seit 20 Jahren wie Gothic eben. Und ja, ich bin gespannt, was die heutige Runde bringt. Die letzten Quizzes waren sehr interessant und ich freue mich auf euch heute. Super gesagt, auf jeden Fall. So, jetzt werden wir aber noch, bevor es anfängt, nochmal die Items erklären, beziehungsweise Joker, wie auch immer man das nennt. Also, der Trank der Geschwindigkeit. Wenn ihr eine Frage von 1 bis 400 nicht beantworten könnt, könnt ihr danach sagen, ich trinke den Trank der Geschwindigkeit und dann kriegt ihr eine Ausweichfrage in dem Moment. Und den bitte nicht vergessen. Beim letzten Mal hatten wir nur 2 von 5 genutzt. So. Dann gibt es das liebe Bestechungserz. Das hat der Hochkönig mit mir eingeführt. Das war ja so, wenn jemand eine Frage nicht beantworten kann eine Zeit lang, dann darf man das Bestechungserz nutzen und man darf die Frage selber für diese Person beantworten. Es gab aber einen neuen Clou, den wir eingefügt hatten seit den letzten 2 Quizzes. Wenn jemand Lemas Geldbeutel benutzt und jemand anders das klauen will, weil er es dann trotzdem nicht beantworten kann, dann kriegt der andere auch trotzdem doppelt so viele Punkte, aber der andere kann genauso natürlich auch die Punkte verlieren, wenn er das macht. Die normalen Punkte von der Frage dann verlieren. Dann verliert die jeweilige Person aber keine mehr. Also im Prinzip, wenn du wirklich weißt, oh, das weiß ich, klaust du ihm die 1000 Punkte oder verlierst für 500 Punkte zum Beispiel. Also na gut, bei 500 wird es nicht gehen, bei 400 jetzt 800 oder 400, je nachdem. Genau. Und Lemas Geldverleih. Ganz einfach, ihr müsst es vor der Frage setzen, das könnt ihr bei jeder Frage setzen. Wenn ihr die Frage richtig beantwortet, bekommt ihr die doppelte Punktzahl. Wenn ihr sie falsch beantwortet, verliert ihr die Punktzahl der jeweiligen Frage. Und nach der Hälfte des Quizzes verdoppeln sich überall die Punkte. Gibt es noch irgendwelche Fragen zu dem Quiz? Ich glaube, ich werde im Laufe des Quizzes wahrscheinlich den einen oder anderen vergessen und dann nochmal nachfragen, aber Das ist ja kein Problem. jetzt erstmal verstanden. Noch jemand fragen oder passt das? Das passt. Perfekt. Okay. Dann fangen wir mal an. Lieber Crazy Du, was für eine Frage möchtest du? Also, ich wähle GeoGuessr 200. GeoGuessr 200, fängst du direkt spannend an. Ah ja, natürlich. Okay. Okay, dann fangen wir an. Wo the fuck ist Gilbert? Wo befindet sich dieser Ort auf der Karte? Ich werde die Karte jetzt gleich einfügen und dann kannst du es da schön einzeichnen. Okay. So. Wie immer lädt meine Karte nicht, das ist natürlich immer schön. Durch Blut. Und was gab es bei euch so zu essen? Was ist bei mir? Ich habe mir Unserem Orden haben sich Danke Verbündete für den Raid, wer auch immer, weil ich gerade nicht gucken mit kann, wer das war. vereinten Kräften werden Mistogan wir den Sieg 840. der Drachen Ah, Simon, besiegeln. danke dir. Danke, dass du mir den Namen gerade gesagt hast. Simon, danke dir für den Raid. Also crazy du warst. So. Warum kann ich die Karte nicht sehen? Warum? Dann mache ich das halt. Hä? Ja, okay, ich weiß, warum ich die Karte nicht sehen kann. Die wurde irgendwie in falschen Ordner abgespeichert. Das ist natürlich ein toller Anfang. Immer wenn man denkt, dass doch alles mal richtig ist, ist da trotzdem irgendwas Kleines wieder dabei. So, okay. Nix. So Oh, bleibt crazy. spannend. Jetzt kannst du die Frage beantworten. Oh. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Alles gut, alles gut. Oh, Ah. wow. Ah, okay. Ich hoffe mal groß genug. Ja, das sollte passen. So, fertig. Okay, warte, ich habe nicht mal hingeguckt bisher. Okay, sehr schön. Das ging ja schneller als die Polizei erlaubt. So, dann öffne ich jetzt erstmal die Antwort. Oh, was für ein Wunder, wenn man so schnell auswählt, dass es richtig ist. Okay. Ich weiß nicht, ob es nur im Discord ist, aber du bist manchmal ein bisschen abgehakt, Alex. Kann jemand das im Stream kurz überprüfen, weil das kann ich gerade nicht sagen. Ob das Warte, so ich auch mach den dort ist. Stream Weil an. ansonsten muss Aber ich das kurz geht meinen Treiber erkennen? neu starten. So, jetzt zeige ich euch, was er eingezeichnet hat.
Kann man das gut erkennen? Ich denke schon. Werden wir gleich sehen, warte. Ich drücke jetzt drauf. Okay. Okay, Das kann man Geld. Das ist perfekt. das Nahezu ist perfekt, das perfekt. passt, ja. Du kriegst auf jeden Fall deine Punkte. Danke, Mann. So. Sehr schön. Die Aber erste Frage. ich kling voll blechern im Stream. Naja, egal. Wie höre ich mich normal an? Erstmal trotzdem. Wie höre ich mich in Stream an, lieber Nick, bevor wir zweite Mal nicht, dass es jetzt... Normal. Normal. Ah, okay, dann ist ja alles gut. Das liegt nur am Discord. Okay. Mistogan hat das gerade auch nochmal bestätigt. Ah, warte. Kann das sein, dass im Discord wieder das falsche Mikro an ist? Ich möchte Das euch ja nicht kann quälen. sein. Nein, ist es Das nicht. hattest du das Ich letzte weiß Mal nicht schon, dass warum. du das Headset-Mikro anhattest. Ich mach mal einfach auf 80%, vielleicht ist es dann weniger problematisch. So, ich habe Okay. 80% eingestellt jetzt. Okay, sehr gut. Dann Nick, du machst weiter jetzt. So, lieber Max, du darfst Oh deine Gott. erste Frage auswählen. Ja, so, ich habe erstmal an sich so eine Frage. Gothic 2 Gilden ist die Mod-Gilden mit gemeint, oder? Nein. Nein, Bei das Gothic 2 Original Gilden geht Gothic. es um Okay. die Gilden, die man in Gothic. Es geht generell um Gilden in Gothic 2. Also als Mhm. kleiner Tipp schon mal vorab, nicht nur die du dich selbst anschließen kannst, sondern es kann auch andere Gilden, die innerhalb des Spiels vorkommen, betreffen, der du aber als Spieler nicht beitreten kannst. Ja, mir ging es jetzt nur darum zu wissen, so geht's um die Mod oder das Grundspiel? Das Grundspiel. Okay, weil die Mod-Gilden habe ich noch nicht gespielt. Ich glaube, darüber eine Kategorie zu machen, wäre ein bisschen unfair. Ich hab's ja selber nicht gespielt, wäre komisch. Ja, okay. Dann würde ich erstmal Gothic 2 Gilden nehmen und zwar die Frage auch 200. Mhm. Machen wir es erstmal spannend. So, die Frage lautet, wer sind die Anführer der Jäger im Banditenlager von Jakendar? Banditenlager in Jakenda. Oh mein Gott. Also im Sumpf. Ja. mh, Ich würde sagen, warte, von den Jägern sogar. Warte mal, ausgerechnet da habe ich mir die Namen nicht gemerkt. Ich weiß auf jeden Fall, Torus war da, aber der gehörte nicht zu den Jägern. Fortuno war auch da, der gehörte auch nicht zu den Jägern. Das waren die quasi davor waren. Den einen, den man auch noch verkloppen musste. Wie hieß der nochmal? Ernesto oder so ähnlich, einer. Ihr müsst mir jetzt nicht bestätigen, dass der wirklich, ob der zu den Jägern gehört oder nicht, aber mir ist richtig, hieß der Ernesto oder so ähnlich. So einer, der da vor der Tür stand, vor dem Tor. Ob der zu den Jägern gehört oder nicht, müsst ihr mir nicht Also bestätigen. wir können dir nur einen kleinen Tipp dazu geben, dass es drei Personen sind. Erstmal Drei vielleicht Damen. Personen. Einer war irgendwie mit einem E. Auf jeden Fall. Verdammt. Okay, da weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, wie die hießen da in Jaken. Ich habe auch Gothic 2 nur einmal gespielt, gebe ich auch ehrlich zu. Alles Ähm, gut. Du kannst immer noch eine Ausweichfrage wählen, wenn du willst. Ja, Mhm. also wenn du möchtest, kannst du den Trank der Geschwindigkeit wählen. Oh, jetzt schon am Anfang, ich glaube, das wäre ein bisschen doof. So, ich würde erstmal bei dem einen bleiben, dass der eine irgendwie. Ne, hieß da nicht noch einer Horatio oder so ähnlich? Das wissen wir nicht. Keine Ahnung, noch nie Gothic gespielt. Okay, passt perfekt zum Quiz, ne? Ja, Ja. okay. Na, okay, dann würde ich dann doch erstmal eine Ausweichfrage nehmen. Weil Jacken da weiß ich jetzt wirklich nicht. Du musst sie ja nicht jetzt nutzen. Du kannst sie auch später bei einer 400er-Frage nehmen. Es war jetzt nur ein Beispiel, dass du es nehmen kannst. Okay, dann habe ich jetzt erstmal verkackt. Gut, dann. Möchte Okay, die Frage wenn jemand klauen? Genau. 200 Punkte. Sieht nicht so aus, als würde jemand Bestechungserz nutzen wollen. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, es wäre auch zu Auf wenig. keinen Fall. Ich glaube, das Gerne wäre auf. zu billig. Zu wenig Punkte. Hm? Franco, Carlos und Esteban, nicht Ernesto. Verdammt, aber an den hatte ich gedacht. Wie zur Hölle kam ich jetzt auf Ernesto? Esteban war das.
Ja, Franco Carlos. Aber ist Esteban bei den Jägern? Der ist doch im Banditenlager drin. Ja, Ist ein Anführer des unteren Lagers auf jeden Fall. Aber dann ist die Frage, Ich habe stelle gleich, explizit die ist so gut Jäger standen. also wenn ihr jetzt nach Jägern gefragt, also wenn ihr mich nach Jägern gefragt hättet und drei Leute genannt hättet, dann hätte ich gesagt Fletcher, Franco und Carlos. Genau. Weil Fletcher Ja. vor Franco war. Und ich dachte, das war so der Twist, dass man das eben weiß, weil man den ja nicht trifft, weil das nur gesagt wird. Aber ich hätte jetzt auch gesagt, Esteban ist, der hat die Aufsicht im unteren Lager. Ja. Und nicht über die Jäger, weil die Jäger dürfen ja noch nicht mal ins Lager rein. Ja, aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, das ist wirklich ein Nick, da haben wir vorhin nicht richtig drüber geguckt, über die Frage. Esteban ist diskutabel, theoretisch sind es aber sogar 4, weil nachdem du Franco und Carlos umhaust, wirst du auf jeden Fall der Held, quasi Anführer auch der Jäger. Aber Esteban ist definitiv diskutabel, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss, aber ich meine, es wäre trotzdem falsch gewesen, am Ende jetzt passiert. Ja, aber ich glaub, deshalb macht es ja keinen ich Unterschied. hatte auch gehofft gehabt, so dass es eher Gilden sind aus Korinis und nicht Jagdender. Da wüsste ich Das besser ist halt Bescheid. alles gemischt. Das kann ja auch das kann auch die Piratengilde sein, das kann, also alles, was an Gilden im Prinzip existiert, ja. Genau. Okay. Nee, Dann ist der liebe Jules dran. Jo, dann probiere ich mal Gothic 2 Mix 200. Immer die 200er. Sehr schön. Ja, Okay. einfach mal. Nenne 5 Quests aus dem Minental aus Kapitel 2. Die gute alte Minenkolonie. Du musst nicht den Namen wissen, du musst nur erzählen, was man machen muss okay. in den Quests. Keine Sorge. Einmal wäre das mit dem Fleisch auftreiben. Für den Verwalter, für den Engor. Dann hätten wir das Thema mit dem Bruder, der am Pass, also der, wo man Auric dann dem Paladin im Endeffekt mitteilen muss, dass sein Bruder gestorben ist. Dann zählt die Hauptquest auch mit dazu, wenn man die jetzt da nennt? Ja, du kannst auch das nennen, was du jetzt da machen musst im Minental für die Quest, genau. Genau, im Endeffekt dann halt im Auftrag von Garon die Schiffsstellen aufsuchen. Dann. Gut, das ist Gorn befreien, ist das eine Nebenquest? Ja, das ist auch fein, ja, das zählt auch. Ja, Gorn befreien, okay. Und dann bin ich am Überlegen. Ja gut, die Snapper-Krallen beschaffen. Also beziehungsweise den Rudelanführer töten von den Snappern bei dem einen Schifferlager. Weil die Krallen beschaffen wäre eine Quest in Korinis gewesen, nicht im Minental. Ja, aber genau, aber den Rudelanführer töten, genau. Aber hast du geschafft, easy. Hast du sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Hier sind 5 Beispiele für die Quest in Kapitel 2 im Minental. Befreie Gorn, hast du ja auch gesagt. Finde heraus, wie viele Erzkisten im Minental erarbeitet wurden, hast du auch gesagt im Prinzip. Das ist ja die Hauptquest. Jägers Nachricht an Orik überbringen, hast du auch gesagt. Pala Fleischbringer, ja, du hast den Ding, Engor, das ist auch, passt auch. Und Diego zum Pass begleiten ist auch eine Quest zum Beispiel. Aber du hast die Frage auf jeden Fall richtig beantwortet. Und damit sehr gut. Hast du deine Punkte. Dein Name ist so groß, dass hier sogar die Punkte So kennt man ineinander gehen. Das ist ja lustig. Easy peasy, sehr schön. Okay. So, lieber Hochkönig, welche Frage in welcher Kategorie willst du? Ich hätte mal Bock auf Gothic 1 Lager. Und das sieht gerade so passend aus mit den 200ern. Deshalb würde ich sagen, ich nehme 500. Die müssen alle beantworten. Apropos, das habe ich vergessen, das war eine Regel seit dem letzten Quiz, weil es immer wieder angesprochen wurde, dass es unfair ist, dass jeder die wählen kann, weil es für jeden ist. Jeder muss einmalig im Quiz eine 500er-Frage wählen und die letzte ist dann die letzte Frage vom Quiz. Das heißt, jeder muss mal eine wählen. Und also man ist gezwungen, einmal eine zu nehmen. Das habe ich dann ja jetzt schon hinter mir. Richtig. Nein, das war jetzt nur, weil es früher blöd war, weil die Leute dann Punkte verlieren, wenn sie wählen. Deswegen eigentlich. Und das haben wir geändert jetzt. Genau, okay, also Gothic, welches nochmal, Entschuldigung, es tut mir leid. Ich musste gerade nur das erwähnen. Gothic Ja, 1 Gothic Lager 1. 200. Hab ich gehört. 500. 500, sorry. Gothic 1 Lager 500. Okay, dann der Bücherwurm.
Nenne mir alle Bücher, die du kennst, die in der Bibliothek der Wassermagier in Gothic 1 zu finden sind. Wer die meisten Bücher kennt, bildet die Gewinnerzahl mit einer Toleranz von 1 und wer davon die Hälfte kennt, bekommt auch die halben Punkte. Insgesamt habt ihr 5 Minuten Zeit, diese Frage zu beantworten. Wie machen wir das mit dem Alles Tipp? ins Whiteboard. Achso, Tipp Alles meinst ins du? Whiteboard, ja. Genau. Oder soll's dir per Discord oder soll's mir per Discord geschickt werden? Nee, alles per Whiteboard, das ist einfacher dann. Das ist viel besser. Genau. So. Und ich mache jetzt gleich den Achso, Wecker, sobald jeder alle. von uns? Genau, jeder von euch muss das jetzt beantworten. Alle 500 Fragen müssen alle beantworten. Okay, ich guck mal. Vielleicht kann ich. Scheiße. Er wird die Karte Die rausgelöscht, Frage oder? ist, wie machen wir das? Ja, die kann ich rauslöschen, das ist kein wenn Problem. jetzt nach dem Tipp gefragt wird, kann ich den Tipp zur maximalen Bücheranzahl geben oder? Also ganz ehrlich, du kannst die maximale Zahl geben, das ist okay, fein. Also ich würde es jetzt erstmal noch nicht vorgeben, weil auf dem Bild ist ja schon relativ viel zu sehen, aber wenn die Frage kommt, beantworte ich euch das gerne. Wie viele Okay. Bücher es insgesamt sind. Okay, sind denn alle auf dem Whiteboard, damit ich dann gleich den Timer starten kann? Ja. Ja. Weiter? Hochkönig, bist du auch schon? Ja, ich schreibe hier schon. Achso, ja, okay, dann starte ich den Timer. Ach so. Okay. Also auf dem jetzt. Whiteboard die Bücher hinschreiben. Ja, bitte. Auf Rechtschreibung achtet ihr, oder? Nein, also wenn es wirklich so heißt, in etwa, passt das. Es muss aber Okay. halt natürlich. Ich Ich kann muss jetzt kein ganz kurz Beispiel nach meiner dafür Katze schauen, ich bin sofort wieder da. nennen. Mach das. Ich wette, Nick googelt gerade die Antworten. Weil seine eigene Frage, die er hier eingebaut hat, muss er googeln. Okay. Oh, Jetzt wird's. echt. Gothic 1, so eine Frage ist schon crazy. Also, boah. Was ist denn eigentlich, wenn wir Bücher schreiben, die da nicht sind? Zählen die dann einfach raus oder ist das ein Fehler? Du möchtest Bei mir- alles denn. Wir haben beim letzten Quiz haben wir aber da eine gute Lösung gefunden. Wenn du mehr als Also 3 mir- falsche Bücher reinbaust, zählt jeder weitere als Minuspunkt. Also wenn du 3 okay. Bücher eingebaut hast und der 4. ist auch falsch, dann zählt es schon als Minuspunkt. Auch wenn du, sagen wir, alle richtig hättest. Also kann Jeder ich, weitere ein Minuspunkt. Kann ich 3 einfach raten, wo ich nicht sicher bin, ob die da Richtig, sind? richtig. So haben wir es beim letzten Quiz gemacht. Du kannst gerne 3 Stücke erraten. Kann ja nur besser oder schlechter sein, im schlimmsten Fall. Und wenn du so einen Fehler machst, hast du trotzdem einen Minuspunkt, wenn du, sagen wir, trotzdem 4 falsch hast, obwohl du 3 raten wolltest. Also Leute, noch 3 Minuten, damit ihr so ein bisschen Zeitgefühl habt. Zeitdruck meinst du? Ja, Zeitgefühl, Zeitdruck. Man kann es auch positiv auslegen und Zeitgefühl nennen, ja. Oder negativ. So, da bin ich wieder. Und nein, Max, ich google bestimmt nicht nach meiner eigenen Frage. Aber ich muss sagen, das ist meines Empfinden nach die einzig besonders schwere Frage, weil es halt eine 500er ist. Aber ich möchte jemand einen Tipp zur Maximalanzahl haben, falls sich jemand unsicher ist? Ja, würde mich interessieren, ja. Es sind insgesamt 10 Bücher. Also, wir haben doch gesagt, wenn jemand. Okay. Warte mal, Nick. Sind sehr Aber- weit entfernt. Man sieht es, aber man sieht auf dem Bild auf jeden Fall die meisten schon sehen. Das Bild ist nämlich genau von dem Spot. Ja, aber Nick, wir In haben der ja gesagt, Bibliothek. es gibt ja eine Sache, damit kannst du trotzdem Zeitpunkte machen. Aber ich sage jetzt nicht warum. Ja. Genau. Natürlich Und dann kam die passt Frage von Xerinus, was soll das denn heißen? Der Beinbizeps-Begeisterte. Das ist ein geiler Name. Noch 2 Minuten, by the way, Leute. Weiter weiß Alles- ich nicht. Alle sprechen sich jetzt im Privatchat ab, dass einer nur eine richtige hinschreibt, alle anderen auch. Und dann haben alle volle Punktzahl. Sind echt 10? Boah, ich hab Ah, keine Nick, schreib mal Ahnung. bitte im Privatchat hin, dass der Hochkönig schon die 500 gewählt hat. Beim letzten Mal waren wir ein bisschen verwirrt, ja? Also ich habe gedacht, es sind 5, aber Ja, gut. 5 weiß Fünf? ich ganz sicher, aber... Ein weiterer Aber Tipp. 10, Ein keine weiterer Ahnung. Tipp. 2 Stück davon. Nee. Es gibt mehrbändige Bücher. Das weiß ich. Und
eins So. davon ist doppelt. Aber jetzt genug Tipps. Das ist jetzt schon lange. Ja. Ja. Also Leute, noch eine Minute. Und bei 10 Sekunden werde ich dem lieben Nick sagen, dass er runterzählen soll. Das ist Ja? uns auch. Ich rate gerade nur noch, also. Nick, bei 10 Sekunden werde ich dir sagen, jetzt, und dann darfst du runterzählen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe 11 Bücher, eins ist mindestens falsch. Muss nicht sein. Wir haben ja gerade gesagt, dass 1 doppelt existiert. Alle. Alle sind falsch, sagt er. Crazy. Imagine. Das Ich hab wäre 2 schon doppelt. crazy. Ich glaube, dass mich jetzt alle hassen werden. Oh. By the way, ich sehe bei nur 3 Stück Text gerade. Warum? Weil die nicht bestätigt haben, der Rest wahrscheinlich. Und ihr müsst Enter drücken, ne? Wenn ihr aufs Siehst du bei Whiteboard mir was? PK, deine Antworten feiere ich jetzt schon. Psst. Ich habe keine Ahnung. Alex, bei kannst du wem- meins sehen? Jetzt! Bei wem siehst du? Nick. 10, 9, 8, 7, Bei wem kannst 6, du sehen? 5, 4, 3, 2, 1. Vorbei! Also Leute, dann bitte alle bestätigen, dass ich reinschauen kann nach den Büchern jetzt. Und sie dann gleich Ja, aufdecken können im gerne. Stream. Hau Was rein. heißt bestätigen? Heißt das einfach rausklicken? Eingabe, denke ich, Taste. Ich weiß es nicht. Ich bin ja immer nur der Rausklicken müsste auch gehen. Rausklicken Ja. müsste auch gehen. Ich sehe jetzt bei Hochkönig, bei Max Deus, PK und Jules, nur bei Crazy Du. Achso, bei Crazy Du ist links. Da muss ich jetzt mal hinzoomen nach links. Also ich sehe bei jedem was. Okay. Okay, das ist schon wieder lustig. So, okay, wir fangen da. Also ich habe gehört, Oh weil ich Mann. PK als erstes offen hatte. Gucken wir erstmal PKs Antworten. Wir gucken erst alle Antworten. Also erstmal öffne Ich notiere die Antworten im Chat mit und schreib dir das dann weg. Bei wem fängst du jetzt an? Wir machen das so, wir öffnen jetzt die Antwort und dann tue ich die einzelnen Whiteboards zeigen den Leuten. Okay. Genau. Und dann danach notiere ich zählst du die mir. Punkte. Du zählst die Punkte dann immer. Genau, von den Okay, darf man jeweiligen in der Zeit noch abschreiben? Nein. Personen. Nein, Welche Punkte? nein. Okay, also. Erstmal, hier sind die Antworten, aber wir werden gleich noch mal das Video zeigen, damit man wirklich sieht, dass da alles aufgenommen Genau. wurde. So. Also wir haben Arcanum Golum Band 1, Arcanum Golum Band 2, die wahre Macht, dann zweimal die Geheimnisse der Zauberei, einmal das Buch Die elementare Arkanei, dann das Buch Astronomie, die Schlacht um Varant, Oh. dann die Schlacht um Varant Band 2 und das magische Erz. Ich hab's Genau. geschafft. Hab alle. Und jetzt gibt es noch das schöne Video. PK hat das alle er jetzt richtig. aufgenommen hat. Okay, ich hab 2 falsch. Werden wir gleich So, auch sehen. Wir werden nochmal gleich alle Videobeweis. Videobeweis. Videoschiedsrichter. Wir haben das wirklich zweimal da drin. Ja. Hat man gerade im Video gesehen im Stream. So, jetzt öffne ich die Whiteboards, Leute. Lass es. Also, PK! Also, du darfst vorlesen natürlich, Gendik. Du bist ja gerade an der Reihe. Also. Jagd und Jäger, das ist falsch. Die Wassermagie ist leider auch falsch. Minentalstrafen leider auch. Das ist Medientalstrafen übrigens. Ja? Okay. Keine Ahnung. Chromanin oder so ist auch falsch. Blutwegenstachel entfernen auch. Und ich habe 0 Ahnung. Für die Antwort kriegst du 100 Punkte, würde ich sagen. Okay, Danke. sehr schön. Also, jetzt der Jules. Also, Moment, ich notiere mit. Jules, Arcanum Golum, Band 1 ist richtig. Arcanum Golum, Band 2 ist richtig. Astronomie ist richtig. Und das magische Erz ist auch richtig. Jules hat 4 richtige. Dann schreibst du im Privatchat bei mir jetzt 4 richtige für Jules schon mal, ja? Ja, mache ich gerade. Sehr schön. Ich öffne so lange das nächste. So. Das ist Max Deus. Ach, Max reicht. Kannst ja da Max. So, die Schlacht um Varant Band 1 und 2 ist richtig. Der Rest ist leider falsch, Max. Max hat 2 Ja. richtige. Ja, zumindest im Moment die Hälfte der Punkte, solange wir nicht noch jemand haben mit 5. Der Hochkönig. Arcanum Golum Band 1, Band 2, wahre Macht, Schlacht um Varant 1 und 2. Also bis jetzt hat er schon mal 5 richtig. Elementare Arkanei 6 richtig. Geheimnisse der Zauberei 7 und 8. Das magische Erz und Astronomie. Du hast aber 2 falsche drin. Die Gabe der Götter und Mythanos Lyrik ist falsch.
Das Also ist, 1, aber er hat nicht 3 falsche. 4, 5, 6, 7, 8. Also 9 zähle ich auf jeden Fall. Bei Geheimnisse der Zauberei wollen wir das doppelt zählen. Er hat nicht 2 Weil es hingeschrieben, es zweimal zählt nur vorkommt. einzeln bei ihm. Er müsste 2 Okay, mal dann hinschreiben, haben wir 9. Er hat sich auch gerade eben gefragt, dass es davon 2 gibt, hat er sich gerade gefragt. Ich habe mich Ist ja kein einfach Problem. gewundert, dass da zweimal das gleiche direkt beieinander liegt. Ja, das Okay, hatte dann mich auch gewundert. Dann schreib's auf jeden Fall auf. Der Hochkönig hat hoch angesetzt schon mal bei uns. Er hat 10 Punkte. Ja, er hat 9 von 10 richtigen. Okay. Crazy. Das ist wirklich crazy. Aber kommen wir doch zu Schlacht um Verand, Elementar, Wein von Achelos. Wer guckt Ja. diese Bücher nach? Ja, ich kann es verstehen. Fühl ich. Aber genau Da deswegen steht habe ich die keine Frage Ahnung, genommen. Alter, wer guckt diese Bücher nach, ja? Also Schlacht um Verand, Crazy 1. Okay, Der ist ja knapp. laut meiner Rechnung bekommt nur der Hochkönig Punkte. Ja, habe ich auch gerade leider gesehen. Der Hochkönig ist natürlich der brutalste jetzt hier gewesen gerade eben. Okay. Also, Ich glaube, Ich verspreche euch aber, das war von mir die schwerste Frage. Meiner Meinung nach. okay, passt. Sehr schön. Also, lieber Natürlich Hochkönig, 500. herzlichen Glückwunsch zu 500 Punkten, würde ich mal sagen. Dankeschön. Das ist schon krass. Ja, hätte ich jetzt nicht Ja, erwartet. Wir haben, kurz für euch als Hintergrund, wir haben lange darüber diskutiert, was wir mit dieser Frage machen, weil ich ursprünglich gesagt habe, einfach 5, aber dann war es so, was machen wir, wenn jemand alle hat? Oder 9? Weil dann kriegt jemand, der 5 hat und 5 richtig hat, aber jemand, der alle richtig hat, die kriegen dann dieselben Punkte, ne? Das war so die Krux an der Frage. Serenus, ich finde das belastend. Meiner Meinung nach macht mir Sorgen. Danke für deinen Support. Okay. Also, das finde ich sehr gut, den Kommentar. Das feiere ich. Aber Daumen hoch auf jeden Fall. Okay, PK, was möchtest du denn beantworten heute? Ja, ich mach mal Gothic 3, ganz zufällig 100. Ich mach mal 100. Warum? Ja, ganz Jetzt mach normal. ich direkt die 500, wenn du so weiter hast. Na, nee, bevor der Check wieder ausflippt. Okay. Sind die Orks nicht genug? Wie heißt der berüchtigste Banditenanführer in Montana? Na, Ortega. Oh, siehst du? Easy. Ortega ist Boah. natürlich diese Person. Ja, hab ich allgemein, das ist Allgemeinwissen. Ja, das hast du ja. Das war auch wirklich die leichteste Frage. Den habe ich auch heute gekillt, tatsächlich. Voll der Zufall. Siehst du, er hätte es auch gewusst, Warum ja? machst du das? Muss. Auch Gold. Okay. Damit, lieber Crazy, welche Frage möchtest du? Ich nehme wieder GeoGuessr und Mhm. ich nehme die 400. Du wirst es wissen. Das weiß ich. Ja. Du wirst das wissen. Es geht jetzt darum, wo befindet sich dieser Ort auf der Karte und zwar, wo steht der Held? Nicht, was sehen wir, sondern Ja. wo. Ich sehe da unten auch schon was Rotes rausgucken, also. Okay. Ja, Das ist ein bisschen ein Hint. ja. Der ist Ich mit stelle jetzt Absicht grad- dort. Ich stelle dir jetzt die Ach so. Karte rein, dann kannst du sie wieder einzeichnen, wie immer. Ich mache So. Mühe genau. Hoffe ich. Versuche ich mal. Warte. Wo ist? Achso. So, hab die Abstimmung Karte wäre jetzt cool, wer reingemacht. hier gewinnt. Hä? Stimmt, das, was PK sagt, da hatte ich vorher noch dran gedacht, ob wir direkt am Anfang eine Abstimmung reinhauen. Ich hab's aber voll vergessen vorhin. Entschuldigung, ich wollte es jetzt nicht hier sagen. Ja, alles gut. Deswegen. Bei mir steht gerade, lädt die Karte, es dauert, warum auch immer gerade die Seite das lädt. Ich verstehe auch nicht, wieso es so lange dauert jetzt gerade. also mir wird es reichen, wenn ich in den Top 5 bin. Also Ach, Max, das schaffst du locker. Top, Top 5 5. bei 5 Teilnehmern. Wird eine Ich Herausforderung. reloade mal den Whiteboard von Crazy durch, bei mir, der hängt, glaube ich, gerade komplett. Das ist toll, wenn Webseiten nicht so funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Bei mir backt alles immer rum. Ja, bei mir backt jetzt gerade die Whiteboard komplett rum irgendwie, ich weiß nicht warum. Immer bei mir. Warte, ich guck mal nach, ob es beim Hochkönig funktioniert zum Beispiel, einfach nur zum Testen kurz. Nee, doch, beim Hochkönig geht's sofort auf, warum? Tabalot hier. Oh, er hat mir die Karte wieder weggenommen. Ja, du wolltest schon die Punkte holen, ich weiß doch, jetzt geht's bei Crazy auch wieder. Hey, okay, let's go. So, also. Lass mich überlegen. Und zwar hier. So, fertig.
Okay, dann Das ging schnell wieder. Deck auf. Also Ja, erstmal gerne. seine Antwort. Die Antwort zeigen wir danach, das passt dir. So. Jetzt so, oh Scheiße, ich muss schnell umändern. So. Also dann wir geh ich sind, jetzt auf OBS. kann man das sehen? Kannst du mit der Mauscursor einmal kurz dahin gehen? Ich finde, Ja, das sieht hier. man am Stream ganz kurz. Wenn nicht Hier. richtig. So. Genau. Und als Anmerkung, man kommt da auch ohne Cheats hin. Es ist zwar schwer, aber es ist machbar. Ja, also und hier, das Paar, also gut, ist ein bisschen weiter oben, aber ganz ehrlich, das ist ja klar, dass er das meint. Oder was sagst Ja. du, Nick? Kannst du beides nebeneinander legen? Also ich finde auch, es ist eindeutig, aber ich würde gerne wissen, wie weit weg das ist. Einfach nur. Also die Punkte hat es safe, also ich da sehe braucht man es, nicht da drüber oben ist es auf reden. dem mittleren Berg und er hat es ein bisschen weiter unten unter dem zweiten Berg. Das ist okay. Aber es ist richtig, in etwa. Er kriegt die Punkte. Meiner Meinung nach kriegt er die Punkte. Ja, das ist ja auch Ja. fein, meiner Meinung nach. So. Crazy, du hast deine Punkte wieder. Du hast gerade Nice. den Hochkönig eingeholt, ja, ja. Überholt. Mhm. Nice. Also, Max, wie sieht's aus? Was möchtest du? Ja, ich brauche auch langsam Punkte, deswegen würde ich auch mal dem Crazy Do Gaming seinen Geogesser wegnehmen und nehme dann die 300. Hey. Die 300, okay. Also, Ich eine wünsch dir Ratte viel stirbt Spaß, Max. selten allein. Wo befindet sich dieser Ort auf der Karte, Max? So easy. Okay, da muss mir jetzt erstmal einen Link. Der Crazy Irgendwo- einfach mal zu easy, zu easy. So, wo kann ich das anklicken? Ich mir muss erstmal die einen Karte noch Link einfügen, tut schicken, mir leid. Mein Fehler. Ach, du hast die Karte selber nicht dabei? Okay, keine Punkte. oder? Und heißt Sentrix. Sentrix. So eine anständige Landkarte dabei? Ich habe nur die alte. Wenn du dann keine werde ich dir Landkarte wohl hast, gibt's beschreiben keine müssen. Punkte, oder? Nicht Spaß. Habe ich das nicht vorher gesagt, dass jeder eine eigene Karte mitbringen muss? Ja, ich kann sie hier von der Wand abhängen. Siehst du? Guck mal, der Hochkönig hat mitgedacht, ja? Muss man ausdrucken und dann Er ist auch Veteran. anmalen. Da muss So. ich die Scheibe da durchbrechen. Also bei mir ist es ja so, ich habe eine laminierte Version bei mir auch hinten liegen. Also ich habe auch da. Moment. Der Stream Du hat musst ja auch in Werbung. Rot machen, oder? Na, das Mach, Farbe wie ist du egal. möchtest. Du kannst auch pink machen, solange es richtig ist, passt. Okay, warte mal, dann mache ich pink. Der macht das auch noch. Höherer Kontrast. Das war ja klar, dass er das macht, wahrscheinlich. Nachdem ich das gesagt habe. So, Und jetzt muss er also die Wie- Farbe pink wie- suchen, habe ich das äh, Gefühl. eine Frage, wie weit darf ich davon entfernt sein? So, Wenn man sieht, dass es damit wirklich die- da an der richtigen Stelle ist, passt. Da variieren wir ein bisschen. Hm. Das ist je nachdem. Aber manche Sachen sind halt natürlich wieder zu ungenau, es geht's nicht. Also ich sag mal, wenn der Ort jetzt im Westen der Karte liegen würde und du bist im Osten, dann können wir dir keine Punkte geben, ne? Ja. Wenn du so am ganz anderen Ende der Map bist. Mhm. ja, aber okay. Also ich darf jetzt nicht die komplette Karte einkreisen. Nein, das geht auch nicht. Auch nicht die halbe, auch nicht die Aber halbe. guter Guess, das heißt der Geogesser und du hast gegessen, wo der geografische Ort liegt. Einfach die komplette Karte anmalen. Ja. Ja, mir ging es jetzt darum, auch den Scherz auszubringen, Okay. ja? Let's go. So, okay, ich habe mal einen Guess gemacht, ich bin mir nicht sicher. Ist das dein finaler Guess? Ich wiederhole, ist das wirklich dein finaler Guess? Warte mal, jetzt, ne, nein, ich habe jetzt erinnert, das ist der falsche. Das ist der falsche. Ich habe Sakitas Höhle gedacht, aber nein, ist nicht Sakitas Höhle. Ich wusste Das auch gar nicht, Das ist schon mal richtig. Ich wusste hier- gar nicht, dass man sagt, Ich hab- auch ein ich hab- Grabstein ist. Und 3 Ratten. Jetzt, das ist mal jetzt mein Final. Ich hatte es mit Sakitas Höhle verwechselt, aber Okay, also bist du Ja. sicher. 100%. ich 100% nein, aber ich würde es eher da vermuten. Okay, also will jemand An die dem Frage wir- klauen oder sind wir fertig? Oh, Aber vergesst nicht, am Mitte des Quiz werden noch die Punkte verdoppelt. Alle. Das heißt, wenn ihr was klaut, habt ihr auch doppelte Punkte und so. Aber wenn ihr klauen wollt, natürlich trotzdem möglich.
Ja, komm, ich klau. Okay, du klaust die. Dann kriegst du Ja. von mir auch gleich eine Karte. Ich hatte irgendwie auch erwartet von Crazy Du. Dolle Gachte. Ich dachte mir, okay, wenn es doppelte Punkte gibt, ist besser, aber das sind halt 300 Punkte so. Also. Okay, mach mal Ja. dein Guess. Also er war falsch. Ich zeige euch trotzdem gleich die Antwort von ihm noch. Danach. Ich bin falsch? Okay. Ja, wir warten erstmal, was Crazy gesetzt hat, ne? Mhm. Ob er richtig ist, weiß ich ja auch nicht gleich. Das wissen wir auch jetzt noch nicht. Das werden wir auch noch sehen. Okay. Fertig. Crazy, du. Okay. Also, Der okay, ich zeige euch Speedrunner jetzt die wieder, ne? Antwort. Das ist hier. Und wisst ihr, wo Crazy Ach, das verdammt. einfach eingezeichnet hat? Genau an derselben Stelle gefühlt, wirklich zu 100% habe ich so das Gefühl. Ich zeig's euch. Das ist die Höhle unten bei Lester. Schaut's Jo, dir an. also- Ah, Die Punkte Crazy. hat. Ja, Crazy! ja, okay, Crazy. Glückwunsch. Das ist wirklich Ich hatte crazy, jetzt, was er ich hatte macht. jetzt gedacht gehabt, das war da im Wald, die eine Höhle, wo auch so ein, in der Nähe von der abgeschlossenen Mine so. Hier sieht man das ein Bild, Gitter seht ihr? vor ist. Das ist das Bild Genau. von Max. Genau, ja. Das ist richtig krank. Das ist krass. Ja, Der ist er krass, der Speedrunner, ist ne? krass drauf, ja, der ist krass drauf. Ich hab ja Er ist gesagt, Speedrunner. ich hab dir gesagt, Crazy, du wird da ziemlich gut sein, hab ich ja schon gesagt. So, Das ich hab kenn mich nie in nicht. Abrede gestellt. Und dann- Ich habe nur gesagt, ich weiß nicht, wie viel man da noch im Kopf hat, wenn man die ganze Zeit die Speedruns macht, weil man dann ja die anderen Taktiken und Strats und so weiter im Kopf hat und anderes Gameplay. Ich hab Ey, der nicht gesagt, dass Crazy Beinbizeps sich finde nicht ich ist lustig. auskennt. Also der Beinbizeps finde ich ist lustig. Der sagt, ich kenne mich schlechter in meiner Nachbarschaft aus, als er in Gothic. Ja, ich meine, ist, Schön das gesagt. ist doch krass. Ich meine, Speedrunner und er weiß, wo diese bescheuerte Höhle ist, ne? Ich meine, Ja. der wird in einem Speedrun niemals da gewesen sein. Nee, Das ist richtig. Im Speedrun ist das überhaupt nicht die Route. Aber ich weiß halt diesen Ort so gut, weil in El Hiver, bei dieser Modifikation, ist da ja ein Durchgang, wo man dann zu Loberts Hof kann. Und deswegen habe ich mir das so gebrandmarkt. Stimmt! Ja, Oh mein Gott, cool. ja, ja, Stimmt! ja, Mann. Okay, Nick, du bist da an der Reihe. So, lieber Jules. Welches Todesurteil willst du heute? Aber ich muss den Gutschein noch entfernen von den Dingen. Er hat den Sagen. schon benutzt. Von beiden, ne? Crazy. Max hatte doch, nee, Max hatte nichts. Vergiss es. Nee, er Nein, hat Max nichts hatte gemacht. nichts Ich hatte nichts genommen. Genau, passt. So, jetzt. Sorry. Weder IRL noch. Ja, das wissen wir nicht. Das machen wir jetzt immer Test vor dem Quiz. Kein Doping hier. Kein Doping beim So, Quiz. Das ist beim also Quiz Joel. wichtig. Deine Frage. Ich würde jetzt auch eine 500er nehmen, und zwar die Gothic 2 Gilden 500. Auch wieder eine Frage von Nick. Die ist einfach. Naja, okay. Schauen wir mal. Also wird's im Stream schon eingeblendet? Jetzt. Nenne mir den Namen des Gegenstands, der auf dem Boden links von dem Menschen dort liegt, und liste die jeweiligen Werte auf. Ich möchte wissen, den Namen, den Schutz vor Waffen, den Schutz vor Pfeilen, den Schutz vor Feuer, den Schutz vor Magie und wie viel Gold ist dieser Gegenstand wert? Alle in Whiteboard reinschreiben. Und die Morddrohungen bei ihm im Privatchat, bitte. Machst du bitte die Karte wieder weg? Ja, bei mir auch einmal. Ja, gerne, gerne. Ich glaube, wir können die sogar selber entfernen, aber mache ich. Wie? Wie? Einfach Entfernen-Taste gehe ich davon aus, aber. So, Habe hab ich sie weggemacht. zurückgedrückt und dann ist nichts passiert. Aber vielleicht So, muss es vielleicht gerne ich muss den wegmachen, Kreis ja. auch einmal. Ich muss den Kreis auch einmal wegmachen. Okay, also, easy peasy. Also, alle schreiben jetzt das rein. Hat alle man, ready wie sind, viel sagt Zeit hat man? Wie viel Zeit hat Ja, man? hier ist es ja so eine Sache, auch 5 Minuten würde ich sagen. Ich mache jetzt 5 Minuten an. Dann passt das. 5 Minuten sollten eigentlich reichen dafür. Eigentlich Das sogar ist weniger. einfach eine Frage, die an die Befreiung von Prometheus aus der Mythologie grenzt. Oh. Es gibt tatsächlich Fragen von Alex, die sind schwerer als das, was ich hier reingebaut habe. Naja, die eine Frage würde ich stark bezweifeln, dass die jetzt wirklich schwerer ist. Die eine 500er von mir. Und es Also geht die, um die du generelle. so schwer fandest. Achso, generell. Also mal, bisher die einzige Frage von mir, die genommen war sehr, sehr viel leichter mit den 5 Quests von Minental bisher. Eine Frage, wir reden von Nacht des Raben, richtig? Ja, Nicht? Ja, Nicht wir reden von der Nacht des Raben. wenn da nichts steht, ist Nacht des Raben.
Und Wert ist Also- Inventarwert, Goldwert. nicht Verkaufswert. Ja, Ne? Inventarwert. Genau, ja, der Inventarwert. Also, Okay. wenn nicht explizit Gothic 2 Classic ohne Add-on dabei steht, ist immer die Nacht des Raben gemeint. Ja. Und wenn wir von Werten reden, ist meistens der Inventarwert gemeint, außer Ja. steht was anderes dabei. Richtig. Okay. Bin ich eigentlich auch von ausgegangen, aber ich habe mir irgendwann mal gemerkt, dass die Rüstungen da anders sind und deswegen frage ich lieber nochmal nach. Es gibt tatsächlich ein paar Unterschiede, aber ein paar Sachen sind auch identisch. Oh ja. Ich bin echt gespannt. Ich guck mal ein bisschen schon mal drüber, was es schon gibt. Du gibst aber keine Hints, bitte, ne? Und natürlich sofort hin. Also Leute, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Also ich habe mir die Antwort schon mal aufgemacht. Also ich glaube, Jules ist sehr, sehr Ein Moment. siegessicher. Ein Ja, viele Moment, Sachen eine reingeschrieben. Ja. Person, bei der ich Mod bin, muss ich eben kurz reagieren. Die hat gerade geradet. Da muss ich eben kurz was machen. Ah, wo ist das Brezeldorf hin? Hel ist zu Strese rübergegangen. Ah, Du wurdest Okay, geradet, klar. obwohl du nicht im Live bist gerade? Hä, was? Bin verwirrt. Nein, ich bin ja Moderator noch bei Hels Live. Hels Play. Okay. Und- das habe ich kapiert, Und okay. sie hat gerade geradet, deswegen ich muss eben einmal kurz Raid-Emotes machen. Okay. So. Ah ja, PK, das ist schön zu wissen, was du da unten geschrieben hast. Kein Problem, gerne. Also PK, also come on, da steht, wie ist der Name von der Rüstung? Also, dass das nicht richtig sein kann. Den ist Namen doch habe klar. ich vergessen. Nein, ich hab einen PK, Namen ja, nicht, ne? PK. Da steht was ist der Name der Rüstung? Ich glaube nicht, dass es Feuermagier heißt, das kann ich auch so sagen, ja. eine Hints. Alter. Das ist eine 500er-Frage. Das war kein Hint, das war ja klar, dass das nicht so heißt. Okay, also der Hochkönig zeichnet sogar, das ist sehr schön. Der Hochkönig hat einfach zu viel Zeit. Die Frage war zu einfach für den Hochkönig. Anscheinend. Glaube nicht. Jetzt werden wir kreativ noch. Ja, apropos Max, du hast ja wirklich vergessen, den Namen hinzuschreiben von der Rüstung. Ja, Kunststunde bei Äh. Gothic Shaper. obwohl ich Crazy. würde Jetzt besser? dann vielleicht noch ein paar Korrekturen machen, wenn es in Ordnung ist, wenn die Zeit noch da ist. Du hast noch 1 Minute 30, also ja, die Zeit ist noch da. Bei 10 Sekunden sage Ja. ich wieder jetzt zu dir, Nick, ja? Mhm. Außer wir sind dann schon alle fertig, das weiß man ja noch nicht. Aber die Kunststunde gefällt mir bisher sehr gut, sieht sehr gut aus. Frage, bei Wert der Verkaufswert oder Inventarwert. Einkaufs- Inventar. Okay, Ja. okay. So. Ich hoffe, die Das- Abkürzungen, die ich gemacht habe, sind verständlich. Das sehen wir gleich. Okay. Vielleicht müssen Alex und ich auch diskutieren über die Abkürzung. Mal gucken. Das werden wir gleich sehen, aber ich glaube nicht. Wenn was ich sehe, zumindest bisher. Ich Okay. stelle mir das schon vor. Sind denn alle fertig? Soll ich Leute? so machen? Wenn du willst, ich kann das so machen. Nein. Das erinnert mich an Oblivion. Ach so, Oblivion, habe ich das Remake letztens gespielt. Also, jetzt nochmal. Also, ist jeder fertig? Ja, ich bin Ja. fertig. Ich bin auch fertig. Meine Robe ist noch nicht Jetzt fertig. Jetzt. Er zeichnet noch die Robe, Leute. Wir können noch nicht anfangen. Wir müssen noch kurz warten. Nein, mach ruhig. Das war auch nur Spaß. Alles gut. So, Ich hab's auch okay. nicht ernst Okay. genommen. Das heißt, von wem blendest du mir jetzt das Whiteboard ein? Ich werde jetzt erstmal einmal die Antworten aufdecken. Einmal. Obwohl, nee, wir machen jetzt wirklich jetzt mal. Ja, du Und erstmal du schreibst die Whiteboards, würd ich Punkte auf. sagen. Und du schreibst die Punkte auf dann immer, ja? So. Genau, ich schreibe dir. So, Nachricht an dich. So, ich habe ja die Ja. Antwort bei mir offen. Musst Okay, du dann wissen, mit machen wem wir anfangen. wir fangen anscheinend an mit PK, wie es aussieht. Schon wieder. Okay. Weil ich halt dich als erstes gerade offen habe. So. So. Okay, Moment. Meine Antwort. Wo ist meine Antwort hin? Da. Nein. Perfekt. Ich find's gut, dass du Wassermagier hast. Und das sind 50 Punkte, komm.
Aber du musst halt immer gucken, wer am nächsten ist. Wir wissen ja noch nicht, wer am nächsten ist jetzt bisher. Ja, aber aktuell Ja. keine Punkte. Glaube ich auch. Im Moment. So. Jetzt der liebe Jules. Ich würde sagen, für den Namen können wir auf jeden Fall Punkte geben. So, lass mich die Werte abgleichen. Ja, nein. Okay, also 3 Punkte hast du safe. Wenn wir dir die Punkte für die Robe noch geben, hast du 4. Ich würde sagen, wir geben Weil- die Punkte für die Robe, das ist fein eigentlich. Es ist ja die theoretisch auch. Wir können es jetzt verraten, also schwere Feuerrobe wäre es. Aber ich lasse Robe des Feuers, Okay. wir lassen es gelten. Okay. Also Jules hat 4. Sehr kulant, sehr kulant. Also jetzt der Hochkönig mit der Kunst. Richtiger Künstler. So, schwere Feuerrobe. Die Werte sehe ich nicht richtig. Du musst 100, ein bisschen 140, nach- 40, 3000. Stopp, scroll einfach mal bitte, dass ich da links ein bisschen mehr sehe. Es ist halt schwer, Das weil ist mir dieses zu schnell. Programm blöd ist. Mittlere Maustaste einfach. Ah, So. dankeschön. Der Hochkönig. 100, 140, 40, 3000. Also, ja, 1, 2, 3, ebenfalls 4. Mhm. Okay. Next one, please. Und für die Zeichnung müsste es eigentlich 50 Bonuspunkte geben. Das ist von wem? Max. Max, ich bin enttäuscht. Ey, wer ist schon gerne Magier, ja? Ich! Ich auch So. eigentlich. Mag ich cool, ja. Lass mich kurz überlegen. 0 Punkte. Okay, crazy, du bist wieder dran. Nick, ich hasse dich langsam. Oha! Hohe Feuermagier, Feuermagier-Robe können wir aber wieder 100. annehmen, denke ich. Als Name. Also Crazy hat 3 Punkte. Okay. Okay. So. Damit haben. Möchtest du die Antworten aufdecken? Die Mach ich. Lösung? Ja, mach ich. So. Und die Antworten hier. So, wir haben einmal die schwere Feuerrobe mit 100 Schutz So. vor Waffen, 100 Schutz vor Pfeilen, 50 Schutz vor Feuer, 50 Schutz vor Magie und der Inventarwert ist 3000 Gold. Wer war am nächsten am Gold gewesen? Weil dafür gibt es ja auch einen Punkt, der am nächsten ist, kriegt ja auch einen Punkt immer. Und ich Sehen wir mal wünschte, ich kurz hätte nach. jetzt nicht korrigiert. Da musst du mir die Ich auch. Whiteboards nochmal aufdecken. Ich habe jetzt nur die Punkte gezählt. 1500, der Jules hat die meisten, ist am nächsten an Goldwert zumindest. Ich habe den genauen Goldwert. Ah, hast du? Ja, das stimmt. Einer hatte 3000 hingeschrieben. Ah, hast du das auch gerechnet vorhin? Nein, ich habe nur die normalen Punkte gerechnet. Das ist doch auch ein Punkt, oder nicht? Hä? Warum? Wie jetzt? Gold ist doch auch, Wert war doch auch einer der Punkte, die man kriegt. Ja, das habe ich mit eingerechnet. Ach so, okay. Das habe ich mit eingerechnet. Okay, das wer war hat einer, das der, nächste? Also ich glaube, der Hochkönig ist auch am nächsten mit denen hier wahrscheinlich, oder? einer hatte exakt 3000. Hier Gold. ist auch 10-10 Unterschied, das ist auch theoretisch ein Punkt. Also Jules hat theoretisch 10-10 Wieso ist das ein Unterschied, Punkt? weil der nächste zählt auch zu der Punktzahl, zur Siegerzahl. Wir haben hier 3 Leute, die 10 entfernt sind, die kriegen alle auch einen Punkt, auch wenn es nicht richtig Ja, ist. das war bei den Schutz vor Feuer und bei Magie, da hatten die 40. Deck mir die Whiteboards bitte. Kannst du mir einen Screenshot von den Whiteboards bitte gerade per Das Discord dauert viel schicken? länger, als man braucht, aber ich sag dir mal so, wir haben hier 3 Leute, die haben 10 Unterschied. Ja, kannst du zu Feuer- mir und bitte Magieschutz. einen Screenshot von den Whiteboards schicken, dann addiere ich das drauf. Von den einzelnen, mit Name bitte. Kann ich gerade nicht machen, tatsächlich. Weil das dauert zu lang. Aber Dann musst ganz du mir die noch einfach, einblenden. hattest du hattest, der einzige, warte mal, hat irgendjemand eine Magie oder Feuer richtig gehabt? Ja, hier einmal der Jules, der hat also einen Punkt bekommen, einen. Aber er kriegt noch einen Punkt mehr für Jules, also einen Punkt kriegt er noch extra. Schutz vor Magie kriegt er noch einen extra Punkt. Hast du es aufgeschrieben? Mache ich gerade. Ich verstehe zwar gerade nicht warum, aber ich mache das jetzt Ich erklär's dir mal. gleich. Genau. Beim Hochkönig hast du ja das nicht gerechnet, aber er hatte auch nur 10 Unterschied zum tatsächlichen Zahl. So wie die anderen, also auch 2 Punkte, wenn du. Ich denke mal, du hast ihm keinen Punkt dafür gegeben, also auch 2 Punkte dafür. Ich habe nur für die exakten Werte Punkte gegeben, tatsächlich. Aber die 3 sind nur 10 entfernt von der tatsächlichen Zahl, also kriegen die alle Punkte dafür. Deswegen kriegt jetzt der Hochkönig auch nochmal 2 Punkte. Habe ich aufgeschrieben. Und Max da ist, also der Max kriegt auch nochmal 2 Punkte dafür. Weil er auch nur 10 entfernt war von der tatsächlichen Zahl, auch wenn der Rest komplett Humbug ist Okay. ein bisschen.
So, wie ist jetzt die Endpunktzahl von allen? So, Jules 5, Hochkönig 6, Max 2, Crazy 3, PK 0. Also 5 und 6, die Wegen kriegen der volle Punktzahl. Massenmord, Also, wer hat jetzt 5 und 6 gehabt? Der Hochkönig hat 6 Punkte und Jules hat 5. Okay, Jules hat 5. Und So, Crazy das- hat theoretisch die Hälfte. Dann kriegt er die Hälfte der Mit Punkte. 3 Punkten. Und der andere hat gar nicht mal die Hälfte, oder? Max und PK hat nicht die. PK und Max haben nicht die Okay. Hälfte, nein. Okay, das heißt, Crazy, du hast aber die Hälfte, richtig, wie ich jetzt verstanden habe? Ja, Crazy hat die Hälfte. Dann kriegt er noch 250 Punkte, dann haben wir die Frage jetzt abgeschossen. Genau. Weil in der Frage stand ja auch drin, wer am nächsten ist. Haben wir nicht aufgeschrieben, aber im Normalfall haben wir Nee, immer das die stand nicht Frage- drin, deswegen habe ich nur die exakten Genau, Punkte aber gegeben. aber es ist nicht die exakte, das ist so wie bei jeder solchen Frage. Damit auch man bessere Chancen hat, weiterzukommen. So, okay. Ich habe nochmal eine Frage. Also bei den 500er Fragen, da Ja. müssen wir immer, egal bei welchem jetzt, müssen wir alle 5 zusammen antworten. Genau, ja. Auch Aber bei jeder muss GeoGuessr, eine auch wählen. bei Gothic Mix. Genau, ja. So, genau. und die 500er hatte Ah, Jules jetzt okay. genommen, ne? Ja, schreib's auf und dann haben Genau. wir jetzt weiter. Okay, so, dann bist du dran und mit Hochkönig. Richtig. Also, lieber Hochkönig, was möchtest du haben? Ja, dann Gothic 1 Mix hatten wir ja noch gar nicht. Nehme ich da mal die 300er. Okay, woher hast du meine Waffe? Nenn uns 3 Waffen von NPCs, die den Namen der NPCs beinhalten, wie zum Beispiel Gorns Rache, die man in Kapitel 1 ergattern kann, auch durch das Schlagen von NPCs. Und das ist eine meiner Gorns Fragen. Rache darf ich jetzt nicht mehr sagen. Richtig. Aber Gorn ist unbesiegbar in Kapitel 1, also wäre es eh keine Frage. Ach so, richtig, man sollte zu Ende lesen. Ja. Oh. Die man Kapitel 1 ergattern kann. Auch kaufen. durchschlagen. Auch kaufen zählt. Das ist der einzige Tipp, den ich dir jetzt noch dazu geben kann. Oh, das ist gut, weil ich habe gerade tatsächlich an viele unsterbliche NPCs gedacht. Also so wie Diego und Lester und so, die haben ja auch eigene Ja. Waffen. Okay, also du bekommst Whistlers Schwert durch die Quest gleich am Anfang im alten Lager. Mhm. Dann kriegst du Silas Axt. Ja. Aus der Taverne da Richtig. Im neuen Lager. Das Richtig? weiß ich, weil ich mir die sehr gerne hole, weil die unfassbar stark ist für so einen Banditen. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, ob Bal Orun in Kapitel 1 unsterblich ist, denn der hat Oruns Keule. Aber Kord kann man auf jeden Fall umhauen. Wie heißt deine Und Waffe denn? Die heißt Kords Spalter. Das muss ich überprüfen, bevor ich jetzt dir was sage. Aber du kannst dir so lange noch überlegen. Es ist eine Axt und ich meine, sie heißt Kords Spalter. Ja, aber überleg dir vielleicht nochmal was, falls es wirklich das nicht gibt. Ich gucke jetzt kurz nach. Weil das weiß ich jetzt wirklich nicht auswendig. Es gibt auch Torlofs Axt und es gibt. Ja, Kurzspalter ist Oh. richtig, du hast recht. Alles gut, dann hast du dir beantwortet. Ich wollte nur sicher gehen, ja. Weil ich nicht wusste, weil ich noch nie seine Waffe genommen habe. Also, woher hast du meine Waffe? Gasschwert gibt's ja auch noch, stimmt. Hier sind 3 Beispiele. Whistlers Schwert, Skars Schwert und Lares Axt. Die Waffe von Orik wäre auch noch gegangen. Ja. Oriks Axt. Aber es ist ja kein Problem. Und hier sieht man die 3 Waffen auch, die ich hier aufgezählt habe auf dem Erzhaufen. Weiß nicht, wer die da hingelegt hat, keine Ahnung. Der Hochkönig hat auf jeden Fall die Frage richtig beantwortet. So. War aber gar nicht so einfach. So, mein lieber PK, dann haben wir wieder das Vergnügen miteinander. Oh, fein. Ja, dass alle das genießen können, machen wir 500er Frage. Gothic 3. Du bist. Die ist von Alex. Ich distanziere mich Die sind von allem, Alex. nicht von Okay, Alex. okay, ich bin gespannt. Gothic, aber du wolltest ja auch keine Gothic 3 Fragen machen. Erinnerst du dich Ja. nicht? Deswegen Jetzt geht's los. selber. Komm, los. Will jemand Geldbeutel oder sowas einsetzen? Verdoppeln? Dick. Wichtig ist nur, wenn ihr jetzt wenn ich verdoppelt das- und 1000 Punkte bekommen könnt und ihr falsch liegt, verliert ihr aber trotzdem die 500 Punkte. Niemals Sie soll bei die- Gothic 3. Wenn ich das Niemals. wüsste, dann ja. Aber so nicht. Also ihr habt euch so diabolisch gefreut über diese Frage, dass jetzt wir alle Schiss haben.
Ich habe nur gesagt, ich distanziere mich. Okay, Das Leute. ist nicht ohne Grund. Also, Ja, aber Nick, Du willst die Nick. Buchtitel von den Wassermagiern wissen. Aber du distanzierst dich von dieser Frage. Ja, also Leute, Wo hoch kann Ich ich hab mir das den jetzt, erstmal Nick. Nick, zusammenlegen? du musst es aber du musst vorlesen jetzt, Nick. Also, let's go. PK, Ja. wir schmieden eine ich Allianz. lese vor. Ja, Ich warte noch, Also. bis es on Stream zu sehen ist. alles klar, Hast du weiß auf dem ich. Weiß Festland ich. Erdkunde studiert? Wo Ich befindet weiß, wo sich es denn ist. dieser Weiß Ort? ich. Weiß ich. Boah. Weiß ich. Ich werde euch allen das Weiß ich sofort. hinzufügen. Er weiß es sofort. Kann ich das sagen jetzt? Warte Das mal. mir Nein, alle nicht sagen, beantworten. nicht Du musst es sagen, einzeichnen bitte. auf die Karte. Okay. Ach, Geogesser, Ich meine, du kannst es auch sagen, dann nehmen alle die Punkte mit, ne? Nein, das darf er nicht. Ach so, Dann verliert nein, er nee, Punkte das nicht. dafür. Reicht Das der wär unfair. Kontinent? Nein. Nein. Schade. Ach, Manno. Ich habe den Warte mal. Kontinent auch erkannt, instant. Das ist schön, dass Hammerplan. White noch die Map nicht richtig lädt. Oder seht ihr die Map schon? Ich seh die noch nicht, ne. Ich sehe nur Bestimmt meine auch. Feuerrobe. Ich muss mir So. eine andere im Gothic Map Reicht das runterladen. Die als hat zu viel Antwort oder muss ich da jetzt noch was sagen? dazu? Die ist zu Also, groß, muss die ich jetzt Datei. Ich sagen? nehme eine andere. Du musst es dann draufzeichnen. Kann ich jetzt ganz kurz meine Karte suchen, die nicht 2 Jahre lädt? 100% Morasul, 100%. So, ich nehme diesmal zur Unterscheidung mal die Farbe lila. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Das ist mir Jetzt nehmen egal. am besten alle die Farbe lila. So, ich gehe noch mal ganz kurz nach der Karte schauen. I'm so sorry. Jetzt habe ich auch die Karte. Ja, ich habe jetzt eine weniger Ach, ja. aufgelöste genommen. Ich habe jetzt eine Kann weniger aufgelöste Karte genommen, weil die andere hat nicht geladen. Die Ach war du auf 4K, Scheiße. aber hat nicht geladen Kann- dort. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Ich Scheiße. könnte ich das Bild über Discord haben, weil ich sehe das nicht so gut. Also es ist sehr klein irgendwie für mich. Du kannst ranzoomen mit der Die Mausrad. müsste hier sein. Wie denn? Also im Discord oder wie? Nein, du kannst auf der Webseite ranzoomen, auch klein und größer machen. Nein, Ach, ich du mein- meinst das ich mein Bild! Da kann man Oh nicht mein mehr Gott. auswählen, ist doch geil. Ich- Geh muss auf den Twitch-Stream, dort siehst du es genauer. Ich muss geometrisch studieren. Weil ich muss sonst wirklich ich muss wirklich sonst jetzt lange suchen nach dem Bild in den Dateien. Schau Okay, bitte im Twitch-Stream okay. rein, da siehst du es gut. Wie zoom ich? Fuck. Fertig. Ja. Fertig. Ich guck mal nach, ob PK recht hat, das interessiert mich jetzt schon mal. Warte, Aber ich geht's sag um auch den nichts schnellsten dazu. oder um was geht es jetzt? Was? Geht es jetzt um die schnellste Antwort oder? Nein, jeder, alle. so wie immer. Wieder jeder Wieder da. Nein, du musst einfach nur einzeichnen, Ja. wo Okay. der Ort ist. Aber by the Ganz way, normale aber Geoguess. Nick, Im Prinzip ist es eine Geogesser-Frage. Ja. das ist einfach eine Überraschung. Genau, aber Nick, tatsächlich hat PK das Instant sofort richtig eingezeichnet. Ja, Okay. okay. Ist falsch geschrieben. Aber Was? Mit Doppeldick geschrieben Also- worden. Aber alles gut. ich finde, Was hab ich Ich weiß falsch nicht, wie es auf geschrieben? Englisch ist. Die Karte habe ich doch gar nicht gemacht, das hat irgendjemand anders gemacht. Nee, alles gut. War nur Ja. nur eine Anmerkung. Alles gut. Aber ansonsten habe ich noch keine einzige Antwort, um ehrlich zu sein. Alter Nein, siehst du noch Schwede. nicht? Ah doch, Ich ich weiß sehe bei es sofort. Jules. Ich hätte so gleich stalken können. Boah. Weil das ist einzigartig, wo die liegt. Also würdest du sagen, da habe ich einen guten Ort gewählt? Ja, sehr Ja, gut. auch, Ding freut ist- mich, das freut mich. Weil ich habe lang Weil geguckt. der Hinweis an der ganzen Geschichte sind die Snapper dort. Weil das war Vanilla Edition. Und da siehst du, dort sind Snapperlinchen. Aber es freut Das mich, dass ist du das sagst, dass es eine gute Problem. ist. Das ist das Problem. Snapper, Alter. Warte. Dann. ich muss aber dazu. Dann ich kreise nochmal anders ein. Also, Hallo Kleidenfrost. ich Ich würde das muss dann raten, eher. Alter. Meine Güte. Ich muss aber Äh, dazu sagen, Okay, jetzt ist Wie- der Kreis ein bisschen zu groß geworden. Also wir haben auf jeden Fall verschiedenste Antworten, auf jeden Fall. Ansonsten ich haben mach wir den- immer eine ich andere mach den Antwort Kreis überall. Noch, ich mach den Kreis nochmal ein bisschen kleiner. liest du mal kurz Also- meine DC-Nachricht bitte, Alex? Ja, Ich bin mach echt ich. gespannt. Ich werde mich so blamieren. Ich wünschte, ich könnte ein bisschen näher ranzoomen gerade, ja? Egal, okay. ich mach hier. Scheiß drauf. Nein, du Okay. kannst es nicht im Stream genug sehen, oder was? Ich könnte es ja Ja, sogar auflösen dann am Ende. Ich meine, im Stream in Twitch, meine ich. Alles gut, Okay. alles gut. Obwohl ich es gezoomt habe, ich weiß nicht, wo ich bin. Also. Egal. Aber ich muss jetzt eins sagen, es ist sehr ähnliche Antworten auf jeden Fall. Okay, Leute, seid ihr sicher, dass ihr da jetzt da bleiben wollt, alle? Ja. Jo. Ja. Okay, gut, dann machen wir jetzt die Antworten auf.
Ja, du Und wir musst, müssen- und es muss- soll ich dir mitnotieren oder notierst du selbst? Du notierst dann immer, aber wir müssen bei einer Okay. Sache diskutieren, wir beide, ob wir da beide Punkten geben oder nicht. So, wir öffnen jetzt als erstes wieder PK. Also PK. Was? Warte mal. Warum wird der ganze Bildschirm überdeckt? Ah, da, ja, I don't know. bei mir war es nur ein Bug. War nur ein Bug bei mir zu sehen, okay. Also. der Ich sehe liebe da einen PK grünen Punkt zwischen Gotha und Faring. Ja. Ja, und das ist die Sache. Er hat's da. Jules hat's auch in etwa da. Aber wir geben wir beiden dann Punkten, weil das ist ja in etwa richtig, wenn wir ehrlich sind. Also bei Wir- PK auf jeden Fall. Ja, komm, das hat kaum Toleranz, das hat kaum Abweichung. Also Wir könnten höchstens weil machen, das- Hälfte Punkte Das ist die noch. Truhe Richtung, wenn du von Gotha ausläufst, nach Faring, da liegt die Truhe auf der rechten Seite, wo die Also Snappers sind. mein Vorschlag wäre, dass Jules hier die Hälfte einfach kriegt, weil der weiß trotzdem, hier oben ist ja wirklich nochmal ein Unterschied. Komplett ein bisschen so. Aber ich würde sagen, die Hälfte der Punkte würde schon passen, Also oder? Juice, krass. Ja, doch, die Truhe kannte ich auch wegen den Snappern hauptsächlich. Ich würde das Also- davon abhängig machen, wo die anderen jetzt noch liegen. Ja, das zeige ich dir jetzt. Ja, zeig mal Moment, ich bitte. notiere Zeig mir mal. Also der erst mal Hochkönig ist Jules. hier. Stopp. Jules, Ah, ich 250 ich oder weiß. 500? Ich So, weiß, was warum. ist das jetzt? Ich weiß, Okay. warum. Hochkönig. Weil Wer dort oben- liegt in Rot bei Treles? Ist das crazy? Das ist Weiß der ich Hochkönig, bestimmt, hab ich doch gesagt. Ach, Oder Hochkönig Hochkönig? ist das. Ich weiß warum, Ich weil bin- dort oben die Snapper sind, wenn du Richtung Wüste läufst. Okay. Also bei der, Also, bei der deswegen. Brücke vor Ja. Geldern sind auch Snapper und Ja. ich habe gedacht, dann ist das vielleicht der Weg runter Richtung Varant. Und Nur Montara halt ist von der natürlich. anderen Seite ja. aus, sodass man Mhm. trotzdem Betaner sieht. Aber Mhm. So, Naja, Max, ist halt nicht. Max, ist das Violette da? Ja, Max ist das Das hier. Violette bin ich. Ich habe auch gedacht gehabt, das sei da neben dieser einen Farm da bei Trelis. Ja, da bei den ich auch. was auch Piraten, von ja. Goblins überfallen wird. Mhm. Ja. Ja, genau, frag dich Ach, auch. dort. Ach, dort. Und Crazy Also ich dachte war mir eigentlich ja. auch ziemlich safe, dass es dieser Ort ist zwischen Gotha und Faring. Also Das ist jetzt crazy. Mhm. Das war crazy, ja. Also, Okay, was sagst du? Geben wir den beiden Vollpunkte also- oder sagen wir halbe Punkte, Jules? Was denkst du? Ich würde Nick. beiden die volle Punkte geben. Also das, Ja, dachte ich mir das auch. ist, wie gesagt, eigentlich, ja. das hat, also wenn man das jetzt in Pixel auswerten würde, das sind keine 50 Pixel, würde ich sagen. Okay. Also, Jules. Jules Also und. wo genau ist das jetzt? Also Was zeigen wir jetzt hier? Gotha und Faring, genau. Also Ja. Ah, okay. Ah, das wäre so oder so richtig. Beide wären theoretisch nicht ganz in der Mitte, sondern es ist genau dazwischen zwischen beiden Antworten tatsächlich. Das Deswegen sagte ich ja, das hat keine 50 ist- Pixel ja, dann ist Toleranz. so oder so 100% richtig bei beiden Ja. theoretisch. Also Okay, herzlichen PK Glückwunsch an euch 500, beide. Jules 500, der Rest leider keine Punkte. Aber PK herzlichen hatte die Glückwunsch auf jeden 500er Fall. genommen. Also Herzlichen ich bin mit Glückwunsch. meinen 0 Punkten in Führung, ja. Also heißt das auf jeden Fall, dass jetzt noch, ich muss gerade mal gucken, den 500er, also PK hatte eine 500er, ich hatte eine König hatte eine 500er. 500er. Ja, du Und hast der ja mal alle Hochkönig. aufgeschrieben. Ja. Ja, Okay. ich habe alle reingeschrieben. PK, Okay. Hochkönig und Jules. Also genau. jetzt sieht das sehr Also lustig aus, crazy, sehr wenn du mal knapp. Fragen Und hast, ne? Schaut mal, der Hochkönig in Führung, Jules und dann Crazy. Du richtig kleine Abstufungen. Richtig cool. Also Crazy, was möchtest du haben? Ich glaube, ich nehme Gothic 2 Mix 300 mal. 2 Mix 300. Ja. So, die Prüfung des Feuers. Was beinhaltet die Truhe? Die Truhe in der Höhle der Prüfung des Feuers und wie viel Gold ist alles wert? Oh. Wow. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe bis jetzt nur einmal Feuermagier durchgespielt. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da war auf jeden Fall eine leere Rune drin. Denke ich Mhm. mal. Mhm. Und ich glaube, da war nicht viel drin, glaube ich. Ich glaube, die leere Rune und vielleicht, weil man ja aus der Rune dann einen Feuerpfeil erstellen muss, vielleicht eine Feuerpfeilspruchrolle. Und das wäre dann zusammen so 530 Gold wert, maybe? Denk noch mal nach. Also denk mal noch mal ein bisschen nach, so ein kleiner Tipp. Wenn da wirklich so eine Feuerpfeil dabei ist, überleg mal, was für eine Preisklasse das hast. Beim Speedrun kaufst du doch auch immer Maps, Zauber.
Dann müsst ihr doch wissen, dass das eigentlich... Was da für Preise in etwa sind für solche Zauber. Ich meine, das ist ja kein Feuerregen. Ja. Nee, Ich hätte verstanden, zumindest wenn du Feuerregen gesagt, wenn es ein Feuerregenwert da drin wäre, dann hätte ich verstanden, dass du auf diesen Preis jetzt kommst. Also wie gesagt, ich glaube, ich nehme den Geschwindigkeitstrank. Weil Also ich bist du komm dir doch sicher? nicht drauf. Ja. Ja, ich glaube, ich komme nicht drauf. Okay, Wie war sicher, das dass denn du- nochmal mit den Bonusfragen? Wir haben ja auch Bonusfragen. Kannst du das gerade nochmal erklären? Wenn man Trankgeschwindigkeit nimmt, kommt man zur Bonusfrage, oder was meinst du jetzt? Ach so, ja, stimmt. Stimmt, das wäre eine Bonus. Okay, ja, dann werden... Also, auf jeden Fall, bist du dir sicher, dass du nicht einfach jetzt falsch sein willst, weil wenn die Hälfte des Quizzes vorbei ist, sind die Punkte da verdoppelt. Oder ob du wirklich jetzt schon nutzen willst. Weil ich meine, wenn du später ist eine 400 oder 800 und wenn du da eine Ausweichfrage nimmst, bist du vielleicht besser dran als jetzt. Das musst du dir halt überlegen. Überlege mir. Ja, eigentlich ist es wiederum besser, weil ich habe ja schon mein was war das? Das Erz genommen gehabt. Ja. Ja, komm, ich kalkuliere. Egal. Ich tu noch mal versuchen zu beantworten. Ich bleibe auf jeden Fall bei der Rune bei dem Feuerfall. Mhm. Und ich denke, es ist weniger wert, weil ich dachte immer, eine Rune ist so um die 500 Gold wert. Vielleicht liege ich auch falsch. Also eine Teleportationsrune kostet, glaube ich, 500 Gold. Vielleicht kostet eine leere Rune sogar noch weniger. Ich rate jetzt einfach mal 220 Gold. Komm. 220 Gold. Will jemand ihm die Frage klauen? Schade. Du kriegst die Hälfte der Punkte trotzdem, weil du eine Sache richtig beantwortet hast davon. Aber Ah, trotzdem nein. kann jemand die Frage klauen. Eine Frage. Wenn jetzt jemand die Frage klaut, aber ich habe die Hälfte richtig, kriegt er dann die volle Punktzahl? Wer kriegt die volle Oder- und du die Hälfte? Ah, okay. Okay. Also, hat jemand noch eine... Möchte es jemand klauen oder sagen alle nee, nee? Freeze? Nee. Okay. Nein, Nee, nein. ich Sieht wüsste so es aus. auch nicht. Okay. Also, es ist ganz einfach. Ein Rundstein ist 100 Gold wert und ich weiß, die Paladin-Rüstung haben wir geklaut. So. 100 Gold ist die wert. Ein Rundstein ist richtig gewesen, Hälfte der Punkte kriegst du dafür. Das war Okay. eine 300er-Frage, oder? Ja. So, 150 hast du bekommen jetzt. Sehr schön. Wo Okay. jetzt wieder jemand denkt, Hey. der Lieblingsmagier hier Nein. war das? Meine Frage war es nicht. Ich Nein, habe aber jetzt, hab jetzt eine unnötige Frage, eine dumme Frage sogar, aber hätte ich jetzt rein theoretisch geklaut, aber genau exakt dieselben Antworten gegeben, hätte ich trotzdem die Hälfte der Punkte bekommen? Nein, du musst, wenn du die klaust, beantworten können. Und zumal hatte Alex ja schon gecallt, dass er die Hälfte richtig hatte, also das Ja. wäre ja witzlos. Ja. Aber ich meine, die Hälfte der Punkte hätte sich jetzt eh nicht gelohnt. Du musst wirklich pokern auf später mit deinen Punkten, Ja. glaube ich. Ja, ja, ich muss, ich glaube, ich bin jetzt auch dran, oder? Ja, also Max, Der dein grüne Tor zur Rand sagt's Hölle hier. wird welche Ja. Frage? Ja, nix da, ich bin auch trotzdem irgendwie, bisschen so, dass du mich vorgeschlagen hast, so gegen Veteranen, ich als Anfänger, Ich wusste zu dem Ja, Zeitpunkt das nicht, wer dabei ist. Ich weiß seit 2 Tagen, wer dabei ist. Warte, Ich habe dich am warte. Dienstag oder Mittwoch vorgeschlagen. Jules habe ich dir von Anfang an gesagt, weil mit dem haben wir den Termin als allererstes gehabt. Den habe ich dir auf jeden Fall von Anfang an gesagt. Aber den Rest nicht. Ja gut, aber Jules ist ja eigentlich, wenn man seine Videos guckt, weiß man, dass er eigentlich viel weiß. So, aber passt. ja, Okay. aber, ja, ich habe trotzdem die Herausforderung angenommen, so, bis ich dann erfahren hatte, wer da ist und hatte ja auch ein bisschen Panik gehabt, so. Aber okay. Ja. Brauchst du keine Angst haben. Die Ja, meisten dann- nicht, versprochen. So, da wir ja gezwungen sind, so oder so, jeder einmal eine 500er-Frage zu nehmen, würde ich trotzdem mal eine 500er nehmen und ich würde sagen, weil Gothic 1 habe ich ja schon ein paar Mal mehr, ich glaube, ich habe das jetzt 4-mal schon durchgespielt, ich würde dann Gothic 1 Mix machen, 500er. Willst du einen Geldbeutel setzen vielleicht? Da kriegst du doppelte Punkte, wenn du richtig bist. Ich will erstmal schauen, dass ich es schaffe, ja? Dann vielleicht Okay, kommt der okay. Übermut oder bei der nächsten. Setz ich Okay, Geldbeutel. okay. Nick, du musst vorlesen, du bist dran.
Der große General Lee. Diese Frage schon wieder. Ja, aber heute mit dem ehemaligen General von Roberts Armee, Lee. Er stellt sich den Gegnern auf dem Bild und so wie beim letzten Mal bekommt ihr seine Stats und seine Waffe zu Gesicht. Der Ork ist ein Tempelwächter, ein normaler Tempelwächter, nicht der Hohe. Also kurz zur Erklärung, du hast verschiedene Gegnertypen auf diesem Bild und musst dann gleich, nachdem du die Waffe gesehen hast und die Charakterstats von Lee, raten oder wissen, wie viel Schläge brauchst du, um XY, was da abgebildet ist, umzuhauen. Ich muss aber sagen, das haben wir gesagt, das werden wir von Anfang an kommunizieren. Es handelt sich um Gegner aus Gothic 1 und der dort dargestellte Raven trägt einfach nur die Rüstung aus die Nacht des Raben, aber es ist natürlich der Gothic 1 Raven gemeint. Den Tipp darf ich geben. Achso, ich habe den jetzt erstmal nicht erkannt. So, Ich auch nicht. So, in Gothic 1, welche Charakter waren das? Das war Es steht Raven. vorne, wenn du ins Haus der Erzbarone kommst, der erste, mit dem du redest, in der Rüstung. Ja, aber in Gothic 1 die Rüstung, meine ich jetzt. Gibt es nicht. Er hat Deswegen ja. habe ich sie erstmal nicht erkannt. Mhm. Die Fleischwanz in dem Bild, ist das ein Joke oder? Nein, der Nein, ist auch, ernst das ist auch ein Gegner. Ja. Okay. Das, Alles klar. also Leute, schreibt in den Whiteboard, schreibt euch die Namen schnell auf von den Monstern und dann wechsle ich auf die Stats und dann könnt ihr überlegen. Oder andersrum. Oder wollt ihr erst die Stats und die aufschreiben und dann die Monster sehen? Wie möchtet ihr? Wahrscheinlich ist es besser, die Stats aufschreiben, oder jeder? Kurz. Ich würde mal sagen, so rum ist einfacher. Boah, ich erkenne das gerade nicht. Also ich sag's euch einfach, Stärke 100. Warte. Crit gibt's ja Warte. keinen bei diesen Fragen und 105 Schaden macht die Waffe von ihm. Das ist Stärke Lees Axt. 100? Warte mal. Warte mal. Ich check's gerade nicht so ganz. Wie viel Hits er bei allen insgesamt braucht, um die Pro zu Mob. töten? Nein, Also jeden du musst sagen, einzelnen. bei der Mob. Fleischwanze braucht er so und so viel Hits. Okay. Und dann Also der deswegen nächste, schreibt euch da jetzt braucht die er Stats erst auf. Hits. Ja. Schreibt euch erst die Stats auf. Also 100 Stärke und 105 Schaden macht die Axt von Lee. Der Schreibt Crit euch ist das erst 0. mal auf. Und danach zeige ich euch die Monster wieder und dann habt ihr 5 Minuten Zeit, um euch das zu überlegen. 105 Schwert ist. Lees Axt macht so viel Schwert. Schaden, genau. Lees Axt, okay. Und 100 Okay, Stärke. okay. Haben alle das? Braucht du jemanden oder kann ich wechseln wieder auf die Monster? Ich habe jetzt Axt von Lee. So, 105 Stärke Schaden? 105 Schaden, ja. Ja. Das habe ich jetzt aufgeschrieben für mich. Alle anderen haben's und kann ich wechseln auf Ja. die Monster wieder? Ja. Okay. Und Ravens Rüstung ist von Gothic 2 importiert in Gothic 1. Nein, wir haben die Ravens Er Rüstung, trägt gibt's sie nicht. nicht, Ja, die er Grey trägt sie Gothic nicht. 1 Das ist nur Rüstung auf dem Bild so dargestellt. Okay, Das hat weil der Kollege hab so ich- bearbeitet, das Bild, und er fand es so cooler und ich finde es auch eigentlich ganz cool so. Das ist also nur, Also nur wie in im Gothic Klartext 1 ist der ist. Gothic 1 Raven mit der Gothic 1 Raven Rüstung. Richtig, die Exakt. normale Erzbaron-Rüstung, die Okay, er hat. Ja. okay. Danke, Mann, okay. Okay, gut, ich werde jetzt 5 Minuten reinstellen und ihr könnt dann reinschreiben, wie viel Hits wer was braucht. Okay. Vergesst nicht, der Tempelwächter ist ein normaler, nicht ein hoher Tempelwächter. Das ist ein großer Unterschied. Äh, Ähm, Wieso zeigst du uns jetzt die Whiteboards von allen? Oh, scheiße. Warum ist das noch an? Ich hab's doch vorhin ausgemacht. Spoiler. Also, das hat jetzt höchstens du, hast du's gesehen. Ich glaube, der Rest hat's ja eh nicht gesehen gerade. Ich sehe die wir haben's Karte. auch gesehen. Jetzt. So, jetzt, sorry, tut mir total leid. Ich hoffe, ich denke mal, jetzt hat Alles niemand Ich, schnell ich drauf glaube, glaub, dafür haben wir alle jetzt eine extra Minute verdient. geschaut. Ach so, okay. Hm? Okay. Warte, das ist ein normaler Wächter, kein Tempelwächter, hast du gesagt, ne? Das ist ein normaler Tempelwächter, aber es gibt Tempelwächter und ja kein Tempelwächter. Ohr. Genau. Okay, geil. Gefällt mir die Antwort von einem schon mal? Nein, das ist ja nicht schlimm. Ich sage ja nicht, ob richtig oder falsch. Nur, dass die Antwort mir gefällt. So. PK, was ist denn das letzte Ding, was du reingeschrieben hast? Mir war gerade so. Was? Ich würde das als Anmerkung machen. Ich mach's weg. Nein, also der scheiß Wassermagier ist ja okay, aber ich rede jetzt gerade über das vorletzte Wort, was da steht. Dali.
Nein, du hast Schmierlaus geschrieben. Ja, das ist eine Fleischwanze. Ja, okay, gut, dann habe ich es richtig verstanden. Das finde ich lustig. Ja, okay. Das ist schön, dass du die Geschichte hier ansprichst unten. Die hat natürlich mit der Frage nichts zu tun, aber sehr gut Geschichtsstunde mitgemacht. Ja, ich wollte das bloß anmerken. Ja. Ich glaube, Jules und Hochkönig können das bestätigen. Bestimmt. Ich habe jetzt bisher nun. So, ich denke, ich habe alles. Also bei mir fehlt noch bei Crazy Doom ein bisschen was an Antworten und bei Max fehlt mir alles noch. Achso, Ja, weil ich habe weil bei mir noch die Map war, jetzt ganz rechts irgendwo hingeschrieben, vielleicht. Vielleicht Ach so. siehst du das jetzt? Siehst du es jetzt? Ah, jetzt hast du es erst bestätigt, aber du hast nicht alle Monster angegeben bisher. Nein, noch nicht, noch nicht. Ja, Ich bin ja noch dabei. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie heißt der Geist da hinten nochmal? Okay, ich log Du meinst den Dämonenlord? Genau, Dämonenlord, ja. Den Namen müsst ihr nicht wissen, ihr könnt ja fragen. Das ist ja kein Problem. Euro. Achso. Ja. Ja, ich hatte jetzt gedacht, das wäre. Egal. Hochkönig, da hast du aber recht, was Der du Ratte. unten geschrieben hast. Die Wirklich. Lordratte. Ich bin echt mal gespannt. Ich auch. Oh, Crazy ist auch fertig. Same. Jetzt fehlt nur noch Max. Jetzt fehlt nur noch Max. Ein Moment. Also ich kann es schon mal sagen, ich wusste die Hälfte, als wir das durchgegangen sind. Ja. Auf den Okay, Schlag, genau. Soll Also, ich- weil es ist ja schon krass. Also. Ich weiß es nicht, warum zählt man die Schläge? Außer Das zum musst Quiz. du Alex fragen. Lass mich die Frage, fanden immer die Leute nice am Ende. Ja, wenn man jetzt die Stats von den Monstern noch hätte, dann könnte man es ja berechnen, ne? Weil die aber berechnen Schadensformel ist geht's ja eigentlich nicht relativ darum. simpel. Ja. Das habe ich auch gesagt. Ja, aber Also- berechnen also ist, gut. brauchen wir jetzt nicht. Dann wäre es aber keine 500er Frage mehr, dann wäre es eine easy Frage und braucht man nicht mehr. Ja. Selbst da hätte ich es nicht gewusst. Okay, das Ja, ist Also der mit Fall. die Schadensformel kenne Schadensformel ich. ist halt Also, einfach. Ohne Crit. Mhm. Das, Achso, das sind okay, jetzt aber, erzähl mal. das Erzähl sind mal. jetzt aber auch 5 Gegner, nicht noch irgendwie ein Mini-Pixel so von einem Gegner, so ganz klein. Nee, nee, Nein! das sind 5. Da ist nichts versteckt, alles gut. Hm? Kann ja sein. Nein, weiß, das kleinste vielleicht- Monster ist Fleischschwanze. Vielleicht das Fragezeichen muss man noch erraten und das Ausrufezeichen. Ja, wenn er 1 gegen 1 gegen Fragezeichen macht, natürlich, Leute, das Spaß. Hm? Okay, ihr seid warte alle mal. fertig, wie ich sehe. Warte mal. Was sagt denn der Timer? Hast du eingestellt? 30 Sekunden jetzt, deswegen, aber es passt jetzt. Also ich bin ja froh, also ich habe Ja. keine Ahnung, wie gut oder schlecht ich Die- das habe, aber ich bin die ja Le- froh, dass ihr ihm seine Axt gegeben habt und nicht irgendwie sagt, Lee, keine Ahnung, mit einem Bauernwehrschwert oder so. Soll ich runterzählen? Nein, Die nein, ist letzte fein, Antwort ist, von- ist alles Die schon letzte richtig. Antwort von mir ist nur als Scherz da, ja? Ja, alles gut, wir haben alles, Okay. Okay. Okay, ja, jetzt hab ich's gesehen, was er meint. Okay, also jetzt spielen wir einfach das Video ab und danach zeigen wir die Antworten, okay, Leute? I guess, das ist die beste Idee jetzt erstmal so. Okay. Dann sind alle jetzt... Alle sind gespannt jetzt auf die Antwort. okay, krass. Das habe ich nicht erwartet. Den Nee, Dämonenlord hat niemand erwartet, aber der Dämonenlord hat auch Scheiße. 1000 Verteidigung gegen Waffen und Pfeile. Das wusste ich auch nicht, bis ich das einmal bin gemacht weit habe. drüber. Ich bin weit drüber. Ja. Außer bei der Okay. Fleischwanze. Okay, aber der Schmierlaus Fleischwasser bin ist krass. So, also, ganz wir fangen gut. dann an. Wir fangen dann an. Dann würde ich jetzt die Sachen einblenden vom Beiteborter. Gibt ja Teilpunkte, je nachdem, wie viel. ihr Richtig, habt gibt oder wie. es. So. Okay. Hey, warum wird der VLC Media Player immer noch angezeigt im Stream? Verstehe Deswegen habe ich zum Beispiel auch bei der Feuermagierrobe ja, ne, Stat by Stat, weil immer die Möglichkeit ist, Teilpunkte zu holen. Warum? Bei den 500er. Verstehe ich nicht. Also warum ich der sehe VLC aktuell noch noch das an- Ende von dem Video. Ja, das weiß ich. Ich jetzt- muss jetzt gucken, warum das immer noch angezeigt Wer wird, ist ehrlich das? gesagt. Das ist PK mit Scheißwasser. Ja, gleich. Ich muss euch mal gucken. Ich muss gerade kurz gucken, warum das VLC immer noch angezeigt wird. Ich hatte doch gerade eben das Whiteboard Ah, hier. im Stream. Okay, ich weiß jetzt warum. Nein, das war bei mir, aber muss ich alles sehen. So, Ach so. okay. Das Dann ist fangen PK, wir jetzt oder? an bei PK. Ja, PK. Also Raven 7. Also bisher weiß ich ja nicht, wer am nächsten ist am Raven, also müssen wir noch gucken.
Tempelwächter 6. Auch momentan kann ich noch nichts dazu sagen. Wir können aber eigentlich jeden einzelnen Punkt mal durchgehen, dann zählst du immer die Punkte mal mit. Weil Ja. sonst wird das ein bisschen scheiße, weil wir wissen jetzt nicht, wer am nächsten ist. Also bei Fleischwanz hat wahrscheinlich jeder eins, oder? Fleischwanz. Ich schreibe das gerade. Okay. Ich wollte das gerade einfach abschreiben. Ich war Ja. noch nicht fertig. Oder willst du jetzt die Alles gut. Dann schreib ab, wenn du willst. So. Das ist fein, wenn du willst. eigentlich Dämonenlord dauert das hat er viel länger 6 sonst. geschrieben Ja. und Fleischschwanze. Die Schmierler ist Legende. Für den Fleischwanze Lord-Dämon 1. kriegt Okay, übrigens der, der so. die meisten Schläge hat, dann die Punkte. Okay. So. Ich habe jetzt 7 Hits für Raven, 6 für den Tempelwächter, Crawler 4, Dämonenlord 6. Passt. So, das nächste Whiteboard bitte. Jules. Auch 3. Jules, Raven. Da sind wir echt nah dran, wir beide. Krass. Tempelwächter 11. Crawler. Ja, leider ist nur alles falsch. Bis auf die Drei. Fleischwanze. Ja, Die Schmierler Fleischwanze hat es ist genauso richtig, gut ey. gemacht. Ja, die haben alle gut, glaube ich. Nein. Okay, das nächste bitte. Jetzt der Hochkönig. Lee gegen Raven wäre spannend, war bei ihm die Aussage. Finde ich aber auch. Hochkönig F. Wann? Also ich fange dann wieder an mit Raven. 4. Dann haben wir Tempelwächter. Krass. So, Krass. Leute, Ja. ich muss mich einmal einklinken. Ich bin ja schon ein bisschen später dazu gekommen, weil es hier gewittert und das Gewitter nimmt gerade ziemlich stark zu und es blitzt über meiner Feste und das wird mir langsam ein bisschen zu ungemütlich mit dem Rechner. Mhm. Es ist jetzt eine blöde Situation, aber hier ist echt gerade ein bisschen Inferno und deshalb muss ich mich leider vorzeitig verabschieden aus dem Quiz. Das klappt hier nicht mehr. Alles gut. Eine Burg im Mintal. Dann würde ich dich vielleicht einfach noch beim nächsten Mal nochmal einladen. Dann schauen, wenn du Bock hättest darauf nochmal. Ja, Natürlich. gerne, aber Okay. jetzt wird es gerade Ja, kein Problem. sehr ungemütlich Kann ich verstehen. hier. Okay, Danke kein fürs Problem. dabei sein und einen Jo. schönen Abend auf jeden Fall und stay Gute safe, dann. ne? Jo, Ja, ciao. so viel Spaß euch allen noch. Danke, dass und du da macht warst. es gut. Jo, Mach's ciao. gut. Tschüssi. Gute Ciao. Ciao. Schönen Abend noch. Schade. So, ich hab jetzt eine dreiste Frage. Ja? Darf ich die Punkte von Hochkönig haben? Nein. Dann hätte ich auch ein paar. Da kriegen wir zumindest Aufteilen. noch. Ich will sehen, wie es jetzt der Zeit. Ich will jetzt wissen, wie weit wir jetzt sind in den Punkten gleich. So, also was haben wir? Ich habe von Hochkönig alles aufgeschrieben. Max. Ach du Heilige. Ja, Aber das Fragezeichen hat er richtig. So, das war Raven, immerhin 2 Punkte. Ne? Das war 9. richtig. Tempelwächter, 13. Crawler, Ich habe viel zu hoch 16. geschätzt, gebe ich ehrlich zu. der Lord, 13. Aber den Lord kriegst du die Punkte im Moment, weil du am nächsten bist dann unkillbar. Wanze 1. Okay, ich habe 1, 2, 3, 4. Da fehlt noch Crazy. Nie Gothic 1 gespielt, keine Ahnung. Ah. So, Raven 7. Tempelwächter 8. Crawler 3. Also hast du alles aufgeschrieben? Lord 10. Warte, die Wanze 1. Ich habe alles. Also Dämonenhits hat die meisten der Max, oder? Ja. Das heißt, Max hat schon mal 2 Punkte. Immerhin. Schreib schon mal 2 Punkte für Max aus, den haben wir schon mal dann fertig. Habe ich? So, wir gucken jetzt mal, wer ist am nächsten bei Raven? Alle 7 Hits sind 3 Leute, oder? Raven hat wie viel Hits nochmal? Ich brauche die Lösung. Ich habe 4 die war das, Lösung glaub hier ich. offen, 4 hat er. Raven hat 4. Wir haben. Hochkönig hat exakt 4. Dann ist der Hochkönig der Einzige, der richtig ist mit dem Punkt schon mal. Das Ja. heißt, Hochkönig hat schon mal mindestens 3 Punkte, wie es aussieht, mindestens. So, wer ist am nächsten am Tempelwächter? Der Tempelwächter hat wie viel? 3. 3. Wir haben 6, wir haben 11. Das ist der Hochkönig mit 4. Und er ist auch der am nächsten ist, wie es aussieht, oder? Aber bei mir in der Zahl kommt eine 3 vor. Warte mal. Alles gut. Ja, ist aber das du hast 13 geschrieben. Aber da kommt eine 3 vor. Okay, ist Tempelwächter jetzt, also der Hochkönig auch wieder am nächsten. Der Hochkönig hat's exakt. Ja. Der Tempelwächter meine ich, 3 Hits.
Und dann ist der Hochkönig am nächsten. Mit 4 Schlägen. Hat jetzt der Hochkönig alle Punkte, oder was? Außer Dämon. Außer Dämon hat also der hat 4 von 5. Also. Richtig? Er hat die Hits. Er hat bei Raven 4, er hat beim Tempelwächter 4, er hat beim Crawler 1, er hat beim Lord 5 und bei der Wanze 1. Ja. Und dann hat er 4 Punkte. Das heißt, er ist der Sieges Das Timer auf. Richtwert momentan mit allem. Okay. Danke, Hochkönig. So, also. 4 Punkte für Hochkönig. Also Fleischwanze. Wir schauen jetzt kurz. Fleischwanze ist jeder den Punkt. Mhm. Aber ich glaube, mein Crawler hat nur der Hochkönig. Oh ja, nur der Hochkönig kriegt da Punkte für. Okay. Okay, nächster. Der Raven hat, glaube ich, auch nur der Hochkönig nahe genug. Ja, der Hochkönig hat es da exakt mit 4 Schlägen. Okay. Der Tempelwächter? 8. Da war der Hochkönig am nächsten. Da haben wir einmal 8, einmal 13, einmal 4 und einmal 11 und einmal 6. Ne, das war dann PK mit 6. PK mit 6. Okay. Das heißt, PK hat auf jeden Fall schon mal einen. Wie viel hat Tempelwächter? Warte mal, Tempelwächter ist 3 Schläge. 2 mit der Schmierlaus. Ja. PK hat 2. Crazy. Warte, die Schmierlaus ist doch die Fleischwanze. Die Fleischwanze. Ja. Ja. Ja, also ist er ja beim Tempelwächter nicht richtig. Ich war gerade beim Tempelwächter. Alles gut. Achso, okay. Ja, aber Also, ich habe den Crawler, hatte er dasselbe wie der Hochkönig. Ja, okay, der kriegt einen Punkt auch. Ach Okay. nee, hat den nicht, vergiss es. Es war nur einer. Stimmt, Crawler, nur einer. Stimmt, das ist auch falsch. Also, wie viele Punkte hat jetzt jeder? Bei Crazy habe ich das Whiteboard gerade nicht. Ich brauche nochmal die Lösung. Crazy hat bei Wanze 1. Ja, Crazy Wanze hat ist auch 1. richtig. Ja. Also 1 für. Also wir Crazy? haben einmal Max mit 2 Punkten, Hochkönig mit 4, PK mit einem und Crazy mit einem. Warte mal, Max hat 2. Das heißt, Max kriegt einfach mal die Hälfte der Punkte sogar noch. Endlich mal. Der Hochkönig bekommt alle. Ja, das ist ja das Lustige. Das hätte ich Alle jetzt von nicht erwartet. Also die anderen haben jetzt keine Punkte, weil der Hochkönig wieder crazy war. Obwohl crazy eigentlich crazy heißt. Das ist nicht zu glauben, das ist cool. Ich gehe Richtig nochmal ganz spannend. kurz zur Katze. I'm so sorry. Alles gut, ich bin ja eh die nächste Ich hatte Frage wieder dran. ziemlich viel am Mayauen. Ich glaube, der Hochkönig hat rasiert noch, wirklich. Also, schon crazy. Also der Hochkönig wäre Ich jetzt frag am mich, Moment der wo Gewinner der das gewesen. so krass genau weiß, ne? Das ist ja wirklich, also das kannst du eigentlich fast raten, ne? Also das ist Ja, wenn du musst Genau. eigentlich nur darüber nachdenken, wenn du die Waffen benutzt als Gothic-Held. Und du gehst ja fast Ja, nur auf stimmt schon. Stärke, ja? Das ist Ja, doch in ja. etwa doch klar, wenn du darauf achtest, wie schnell du Monster killst, du kannst Ja. das beantworten. Das ist kein Cheat, das ist nichts, das ist einfach, nur wenn du eine gleiche wertige Waffe hast, selbst wenn du 10 mehr oder weniger Schaden hast mit der anderen Waffe, kannst du in etwa das schon guessen, ja? Das wird ein Hit höchstens ausmachen dann am Ende. Wenn's ich sag ja, wirklich er weiß es halt, ne? Es ist halt schon krass, weil die anderen waren halt wir waren alle komplett daneben Ja. irgendwie. Ja, der Ja, Hochkönig ja, hat schon ja. crazy, muss ich sagen, geantwortet. Ehrlich, das war krank. Ja. Okay, Ja, also Gothic Jules. 1, Er hat Gothic 2 mitentwickelt, ist- eindeutig. Also Jules. Das denke ich auch, ja. Manchmal denke ich das wirklich. Ja. Das ist der Wahnsinn, der Typ. Ja. Ich probiere jetzt mal. Gothic 3 200 mache ich jetzt mal. Okay, machen wir Jetzt Gothic kommt 3 Jules 200 Ja, für dich. komm. Also, ups, ein Fleck. Was für Zutaten und Skills braucht man, um einen Trank der Stärke herzustellen in Gothic 3? Du hast Danke für den Follow, rechten Mr. Rivale. Pfad erkannt. MPA. Also, du brauchst auf alle Rivale! Fälle eine Flasche, also eine leere Flasche, dann eine Drachenwurzel Mhm. und Skills. Das sind noch nicht da alle braucht Pflanzen man- bisher. Noch nicht alle, okay. Du hast jetzt gern Drachenwurzel genannt und ein Fläschchen. Ja, Ist eigentlich sehr einfach, die Frage tatsächlich. da braucht ein Kronstöcke noch. Ja? Genau, jetzt nur noch der Skill. Und dann hast du es geschafft. Permanente Tränke herstellen. Richtig, permanente Tränke herstellen ist es. Genau, Sehr hier gut. Drachenwurzel, Kronstück und nice. Fläschchen.
und Tränke mit permanenter Wirkung. Das ist richtig Was? gut. 2 plus. Nice. Okay, krass. Ja. Guck mal, der PK hat es jetzt schon wieder nicht gewusst. PK, das ist eine Nee, Frage zwei. hier. Achso. Ja, das Problem war, wie gesagt, weil ich jetzt gerade das Union Pack mache, da sind es keine 2 mehr, sondern 4. Deswegen. Okay, passt. Okay. Jules, du hast richtig beantwortet. Und jetzt muss ich immer Okay. richtig achten, dass ich richtig drücke. So. Ja, Damit haben wir wieder das Vergnügen, wir zwei. Du wirst mich so schnell nicht los. ja, ich merke das schon. Ich nehme die 300er Gothic 3. Ja, das war ja klar. Dann Also, Alle Gothic 3 Fragen nimmt er. Ja, ein Lehrer, der Nun gut. Ja. Nick, du musst Nenne- lesen. Ja. bin doch schon dabei. Ich will mich verwandeln. Nenne einen Lehrer, der dir Druide lehren kann. Runak. Thorn. Ja, passt. Kurz und schmerzlos. Oder Pokan. Ja, Pokan geht auch noch. Aber kann Runak das wirklich beibringen? Oder ist einfach im Wiki falsch? Runak kann das auch beibringen, ja. Okay, aber gut, du hast Thorn gesagt. Wäre eh alles fein. Und Porgan Aber hat gut, er ja dass auch du noch sagst, gesagt. Das mit Runan wusste ich ja nicht zum Beispiel, deswegen. Ich hätte jetzt auch nur Porgan gewusst, weil das war derjenige, als ich meinen Gothic 3 Run gemacht hatte, Sorry, der Leute. einzige Druide, wo ich hingerannt Aber bin. es hätte ja gereicht, Sorry, es hätte ja Leute. gereicht, da müsste er Ja, nur einen nennen. einer hätte ja gereicht. Ja. Passt Dadurch, dass easy. man so viele Dialoge macht für Gothic 3, da weiß man das dann eben, ja, was die Einzelnen können. Das ist eben Also so, crazy, du. Wie sieht's aus? Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen zurück wieder und nehme Gothic 1 Lager 200. Also, eine Nick-Frage. Let's go. Bei Fortuno Okay. kickt die Inflation. Wie viel Erz wird benötigt, um die Heilkräuter für Iberion bei Fortuno zu erwerben? Okay. Wow. Wow. Das Ich wa- ist crazy. Das Nick, ist du musst- crazy, ja. Vernagel bitte deine Wand, bitte, Nick. Die 200er Frage. Was? Warte, lass mich kurz überlegen. Wie viel Erz um die. Gibt es eine Toleranz? 10 würde ich sagen. Ich hätte 20 gesagt, aber Ne, 10 passt. Denke ich mal. ja, nehmen wir 10. Ja, ich muss raten, weil ich sammle sie immer auf, kauf sie nie. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wie viel es war, wie viel man braucht. Es sind 5, das kann ich Es verraten. sind 5, okay. Dann rate ich mal. Ich glaube, die sind schon teuer. Ich sag einfach mal 120 Erz. Das ist exakt die richtige Antwort. Das Das sind- kann ich jetzt No, sagen. das ist- Way! Das ist crazy! No. Das ist crazy! Oh mein Was? Gott! Was? Das ist Oh auf den, mein das ist on Gott. point. Alter, das war jetzt so unerwartet! Das war so unerwartet, dass das genau die richtige Zahl ist! Crazy, du bist Ich wirklich glaub, crazy, du bist dein Damen gerecht. Boah, Alter. Ich glaube, wir müssen alle jetzt mehr Speedrun machen, damit wir das besser verinnerlichen. Ich musste gerade meinen Hut vorziehen. Oh, Das ist halt so eine Frage, eigentlich weiß man es oder man weiß es nicht, ne? So, ich habe Ja, und der hat ich habe geraten. hab hier Katzenohren. Ich ziehe meinen Katzenohren vor dir. Ich habe Katzenohren für 25.000 Punkte. Können Sie mir das einen Stream lang aufsetzen, Leute? nee, aber ich habe halt mir im Kopf gehabt, das ist, glaube ich, die stärkste Heilkraut, was es gibt in Gothic 1, denke ich mal. Ja. Und dann muss es halt echt einen Wert haben. Und ich dachte mir, okay, mehr als 30 kann es nicht kosten, aber auch nicht weniger als 20, vielleicht so in dem Dreh. Ja. Aber krass, okay. Na gut. Okay, Max, mein Lieber. Überleg jetzt, Was ob du den willst Joker du? nutzt, by the way, weil jetzt ist alles verdoppelt. Jeder Punkt Genau, ist die- verdoppelt. Ab jetzt ist verdoppelt? Ja, Mhm. siehst du ja. Alle Ah, Punkte okay, verdoppelt. ja, jetzt sehe ich Oh. Ja, jetzt sehe ich Die Sache ist jetzt aber, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wenn du jetzt verdoppelst, beispielsweise von 800 auf 1600, kriegt er dann nur die 400, wenn es falsch war, weniger oder die 800? 800 natürlich weniger. Okay. Das aktualisiert sich mit, ja klar. Ich wollte es nur nochmal für alle geklärt Das wäre haben, sonst zu weil ich mir einfach, gerade dann auch würde man nicht mehr es ja nur sicher nutzen war. können dort. Ja, alles gut. Ja, ich würde sagen, da ich ja
ohnehin eigentlich Anfänger bin und ein bisschen Schiss von Veteranen habe, aber ich würde trotzdem vielleicht lieber erstmal wieder klein anfangen und Gothic 1 Mix 400 nehmen. Also das, was 200 war. Ohne Gutschein oder so? Was waren nochmal die Gutscheine? Nehmen als Geldbeutel, du kriegst das Doppelte, wenn du es richtig beantwortest, oder verlierst 400 Punkte, wenn du falsch bist. Okay, das Verlieren möchte ich nicht riskieren, dann nehme ich das lieber erstmal so. Also Gothic 1 Mix 400 war es? Ja, genau. Also was aktuell jetzt 400 ist, genau. Ja. Nick, du warst doch. Nee, du bist. Ach ja, doch. Ja, ich warte auf das Bild im Stream. Ach so. Die bei mir. Sektenspinner schon wieder. Mhm. Nenne uns 5 Quests von den Summspinnern aus Kapitel 1. Also nicht den exakten Namen, wenn du die Quest beschreibst, ist Ja, das das vollkommen reicht. in Ordnung. Richtig. Eine Frage dazu. Also jetzt quasi, da zählen jetzt die Quests, die ich für irgendwen da, der im Sektenlager ist, oder auch die, Genau. die quasi Jetzt zum Sektenlager gehört möchten. auch. Die Das auch geht zu denen auch. gehören. Hm? Oder, weil den würde ich jetzt quasi mit dazu nehmen. Hier, ich glaube, Melvin oder so ähnlich heißt er, der zum Sektenlager hin wollte. So, den würde ich jetzt quasi mit dazu zählen, wenn so das auch zählen würde. Das ist Oder eine zählt Quest er noch auch. zum Das alten? kann ich dir leider gerade nicht beantworten, aber Mhm. es geht um alle Quests, die mit dem dem Sektenlager zu tun haben. Oder Das so war das, was Verwandte. ich das war das, Okay. was ich wissen wollte. So, was mit dem Sektenlager zu tun ist. Okay, den Melvin, glaube ich, oder so zum Sektenlager führen. Dann noch dazu war da noch, warte mal. Jetzt muss ich kurz überlegen. Die Kräuter einsammeln da bei den Sumpfhaien. War doch auch noch eine Quest. Müsste auch Kapitel 1 gewesen sein, genau. Dann mit Lester diese eine Tour machen und dann quasi mit ihm darüber sprechen, damit Baal, wie heißt der Baal? Baal Nabib überhaupt mit einem redet. So. Mhm. Dann den einen. Genau, dann noch ein. Warte mal, die erste Quest, das war ja auch nur, da musste man ja einen neuen Schüler anwerben für den anderen Baal da. Dann war da noch. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Quests heißen. So Du musst nicht die genauen drin Namen bin ich wissen, aber nicht, wenn du uns aber- sagst, wie die Quest ist, aber- dann passt das. Das reicht. Mhm. Okay, dann war da noch. Okay, nochmal kurz eine Frage. Also mit den Sumpfmagiern in Verbindung. Also würde ich dann auch noch dazu zählen, die im neuen Lager das für den einen da, die das Sumpfkraut verkaufen. Würde ich dann auch noch dazu zählen. Für den, damit man ihm die 200 Ärzte geben kann hier, der keinen Bock hatte da. Ich schreibe da kurz Alex was zu, mach ruhig weiter. Eine Quest würde mir dann jetzt noch fehlen als Antwort. Und Kapitel 1. Jetzt wird es schwieriger. Wenn ich dir einen Tipp geben, darf ich einen Tipp geben, Alex? Also ich würde jetzt einfach generell den Tipp geben, orientier dich bei sowas immer gerne an den kompletten Aufnahmequests, die in dem jeweiligen Lager sind, also generell auch für die anderen als Hint. Geh das nochmal im Kopf durch. Ja. Dann musste man auch. Warte mal, habe ich das nicht? Für jemanden musste man den einen Baal da, der da seine 3-4 Leute hat, zum Einschlafen bringen, damit er mit einem redet. So. Habe ich jetzt 5? 5 genannt? Ja, jetzt hast du 5 genannt eigentlich, soweit wenn es Okay. nicht geht. Okay. Jetzt kannst du noch die Beispiele vorlesen, Nick. Also kriegt auf jeden Fall die Punkte. Ich warte noch, bis es im Stream aufgebaut hat. Also Baal Namib durch das Hörspiel mit Lester beeindrucken, das hast du gesagt. Baal Tontral beeindrucken, indem man das die ins Sumpflager bringt. Das hast du zwar mit Melvin verwechselt. Melvin schickt einen.
Melvin Ja. schickt einen nach, dass die schauen, deswegen passt das. Baal Tyon mit dem Joint von Baal Kargan beeindrucken. Die Krautsammler-Quest, ich habe gerade im neuen Lager, ist ja also du hast ja erst das Kraut verticken und dann kriegst du von Baal Kadar unter anderem den Traumruf. Deswegen lassen wir das gelten, da haben wir gerade drüber geschrieben. Das mit dem Schlafzauber hast du erwähnt. Und was man auch machen könnte, ist sich von Baal Paves eben ins Sumpflager bringen lassen. Ah ja, das habe ich nicht mehr dran gedacht, aber. Oder was du jetzt halt so Sachen wie Ablösung für Gorim, dass du für Gorim eben Harlock oder Harlock heißt ja genau Harlock verklopst, so Sachen, das wäre auch möglich, aber das hast du souverän gelöst. Okay. Oder das mit den Blutfliegen und den Kräutern sammeln. Ja. Genau. Nick, aber du kannst ja noch Ja, mal die Kräuter Beispiele sammeln vorlesen, hat die er wir gesagt. Er meint damit ja die Sumpfkraut für Viran Ja. und für Dings. Also bin ich Nick? jetzt von ausgegangen, dass er haben. das. Nick, du kannst ja noch gerne Ja, die Beispiele genau. noch vorlesen, bevor wir jetzt Ja. ins nächste gehen, und dann geht's weiter. Ja, habe ich doch vorgelesen. Achso, tut mir leid. So. Dann habe ich gerade zu sehr auf den Chat geachtet. So, okay. Gut, dann Okay. geht's. Ja? Habe ich dann doch noch souverän gelöst. Ich bin Ja. froh, dass ich doch mal ein paar Punkte gewinne. Dass jetzt langsam kommt. Okay, also, Serenius. das habe ich gerade gelesen. So, Jules, also was möchtest du haben? Ach, ich probiere jetzt mal die Gothic 2 Gilden 600. Okay, willst du noch einen Gutschein benutzen oder so dafür? Nee, erstmal nicht. Okay. Also, wer liest sich das durch? Das ist wieder eine Nick-Frage. Die Karte ist womöglich so alt wie die Bezeichnung selbst. Doch es geht nicht um die Karte, sondern um das Wort Karinis. In einem Buchband wird Karinis erwähnt. Es steht direkt im Zusammenhang mit einer Gilde aus Gothic 2. Wo ist dieses Buchband zu finden und für welche Gilde ist es relevant? Ja, das findet man im Kloster in den Gemäuern unten drin. Und das ist also im vorletzten Kapitel. Und das ist das Tagebuch von Xardas, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und es ist relevant für Drachenjäger. Dem ist nichts hinzuzufügen. Außer dass es. Sorry, zeig das Video. Sorry. Also Jetzt hoffen eine wir, dass es- Ergänzung hätte ich, aber das siehst du jetzt im Video, aber die Antwort an sich ist Okay. richtig. Punkte kriegst du. Karinis. Ich hätte eher gedacht, dass du das weißt, Crazy. Ich glaube, das hätte ich tatsächlich verkackt. Ich wusste nur, dass Karinis heißt. Ah, ja. Also, Karinis hat. Ach Gott, das war nicht das Tagebuch, nee, schon mal. Das Tagebuch ist für den Paladin dann relevant. Ja, Genau. passt. Punkte gibt's ja trotzdem. Passt, easy. Also Karinis habe ich auf jeden Fall irgendwie noch im Kopf gehabt, aber ich hätte nicht mehr den Zusammenhang gefunden. Gebe ich ehrlich zu. Stefan, was ist denn heute mit dir? Doch, ich habe da letztens tatsächlich ein Video gemacht über die Insel Korinis und da bin ich eben da nochmal drauf gestoßen mit dem Mhm. Begriff Karinis und woher der kommt. Also, wer fehlt eigentlich jetzt noch mit 500er Frage? Nick? Also, lass mich kurz durchgehen. Der Hochkönig hatte eine 500er, er ist nicht mehr da. Dann hatte PK eine 500er Frage. Max hatte eine 500er Frage. Crazy und Jules, wenn ich mich jetzt Ich hatte eine 500, Stimmt, ja. stimmt, ich bin gerade drüber gestolpert. Also Crazy fehlt noch und die letzte 500er Frage ist ja sowieso immer in der letzten Kategorie für alle. Okay, ja, richtig. Okay, dann bist jetzt wieder PK dran, also du, Nick. Also lieber PK, welche Frage darf ich dir stellen? Mensch, wieder wir zwei, oder? Ich mache jetzt 800 und tu jetzt hier Lemas Beute drauf ballern. Ohoho, der macht direkt Ui. volles Pfund aufs Maul hier rein, okay. Yes, yes. All Weil das about bisher it. noch keiner gemacht hat, deswegen dachte ich mir. Welche Kategorie? Gothic 3, Gothic 3. 800. Hat er Okay. gesagt, so. Also, wo ist denn der liebe Ding, PK? Da bist du. PK, es ist aktiviert, du kannst es nicht mehr umkehren. Du kannst aber Shit. notfalls auf eine Ausweichfrage notfalls gehen, ja? Im schlimmsten Fall. Also, Nick, lies vor. Ja, ich warte noch, bis sich ein Stream aufbaut. Du arbeitest für die dreckigen Orks. Was kostet die ehrenhafteste Rüstung der Orks im Inventar? Die Toleranz beträgt 5000 Gold. Ohne Mods, ja? Shit. Ich habe eine Ahnung.
Aber ich würde gerne nochmal ausweichen. Ey. Ich Mich stört bei gerade, einem dass wir Betrag- verlieren. ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Also ich könnte das fast genau sagen, aber Was wäre dein Guess jetzt zum Beispiel? wenn ich nochmal ausweichen könnte, wäre in Ordnung. Ja, nein, aber ich will nur wissen, was du gedacht hast, damit wir am Ende dann lachen können oder nicht. Ich glaube, die Let's go. kostet 125.000 kostet die. Aber zum Glück hast du eine Ausweichfrage gewählt, schau. Ja, Die Hälfte fast. ja, stimmt. Oh, Rüstung. Das ist die Okay. Rüstung. Okay, alles klar. Eine Zahl okay. zwischen 1 und 5. Da steht Ja. auch, welches Gothic-Spiel die Bonusfrage ist hier von da bis Ach da. du Scheiße. Jetzt bin ich komplett raus. Und ich sag dir so eins. Du hast eine 3:2 Chance, dass es eine leichte Frage wird. Wenn Ich du nehme die 4. Ich nehme die 4. Wenn du nichts erwischt aus Versehen, dann hast du eine schwere Frage, sag ich dir nur. Okay, Ich nehme die 4. 4. Ich nehme die 4, Sicher? ja. Okay. Ja, nee, eigentlich nicht, aber ich nehme die. Oh, das ist die Frage von Nick. Also Nick. Ah, ich weiß, welche das ist. Die muss ich ja gleich vorlesen. Ich warte nur noch, bis es im Stream aufgebaut ist. Wer war denn das? Das ist aber eine Gothic 1-Frage tatsächlich, keine Gothic 2-Frage. Ja. Ich weiß, aber wir vergessen zu ändern, das einer stellen. Das haben wir Wer sicher oder was gesehen. ist der Dreifinger-Korgur? Ich höre das zum ersten Mal. War das nicht der Typ in der Mine? Ich gebe dir den Tipp, du bist auf dem richtigen Weg. Mehr sage ich dazu nicht. In der Mine. Ja, genau, in der Mine. Dass der Haufen Minecrawler getötet hat und alles. War das der? Mir reicht Also das als Antwort. Mir auch eigentlich. Achso, ja? Das ja? ist ein Minecrawler-Jäger, der als er Zangen aufschneiden wollte. Genau, das erzählt dir der Tempelwächter dort. Also der hat keinen Namen, sondern der heißt nur Tempelwächter und der sagt dir das. Okay, wir starten das Video. Niung. Genau. Was macht ihr Templer hier denn? Ihr jagt die Minecrawler. Geh lieber zurück ins Lager, da bist du sicher. Warum jagt ihr die Crawler? Wegen ihren Zangen. Sie enthalten ein wertvolles Sekret. Was für ein Sekret? Ein Gift. Nur unser Guru Kurkalom weiß, wie man daraus Tränke brauen kann. Wie kann ich den Minecrawler die Zangen entfernen? Das ist ein Vorgang, der nicht so einfach ist. Ich kann dir das beibringen. Kannst du mir das Zangenausschneiden beibringen? Du musst erst einen tiefen Schnitt in das Fleisch machen. Sei vorsichtig, dass du nicht die Zangendrüse erwischst. Triffst du sie, spritzt das Sekret aus. Das ist bestimmt ziemlich schmerzhaft. Und wie? Hast du eigentlich noch Dreifinger-Korgur, den Crawlerjäger, kennengelernt? Nein, das war vor deiner Ich finde es Zeit. interessant, dass es ein normaler Templer eigentlich erzählt. Immer noch. Ja, genau, Ja. das ist Als eben Kind das habe ich Ding. jeden angesprochen, deswegen wusste ich es damals auch zum Beispiel. Das ist schon insane. Ja. Also cool, aber Aber wirklich, das- er hat's geschafft. Ha, ich wusste Also es 1600 Punkte für die Frage. Ja, Oha. jetzt ist er in Führung, der liebe Piquet. Oha. Also, Tschüss. das erinnert mich daran, so hatte Johnny das damals auch gemacht als Returning-Only-Spieler. Ja. Oh, das ist crazy, wirklich. Johnny ist ja im Finale dabei mit Lord Papners und alles deswegen. Das ist Okay, crazy, es ist crazy to Gaming dran. also crazy. Crazy, du bist wieder dran, mein Lieber. Ich hab nur eine Frage. Ja? Bei einer 500er Frage darf man nicht den Geschwindigkeitstrank nehmen, gell? Richtig, das geht nicht. Aber du Richtig. musst sowieso irgendwann eine wählen. Na gut, dann spare ich mir den mal auf. Ich will nur dich haben. Und wenn ich den Goldbeutel benutze, verliere ich dann die Punkte, wenn ich falsch bin, gell? Genau, wenn du jetzt 1000 nimmst, verlierst du 1000 Punkte oder kannst 2000 kriegen. Und mir Uff. Und wenn Boah, du die da muss Hälfte ich- weißt, kriegst du halt trotzdem 1000 Punkte. einfach glücklich in deinen Armen liegen. Je nach Frage halt, wenn es überhaupt geht, die Hälfte zu wissen. Ja. Genau. Okay, dann muss ich mal auf... Boah, soll ich Risky gehen oder nicht? Ich glaube, ich gehe Das nicht kann auf ich nicht Risky. beantworten. So. Ich Ich auch gehe nicht nicht. auf Risky, aber Sogar ich nicht. nehme Geogesser 1000. Ohne nichts. Will jemand noch einen Gutschein dafür verwenden, bevor wir loslegen damit? Also ein Lemas? Achso, mein Schatz. Was ich dir noch sagen wollte. Ich bin Erster. Bin Erster gerade. Das ist schön, dass du es deiner Frau erzählst, aber wir wollten gerade wissen, ob jemand noch von das Geldbeutel benutzen will. Will jemand dem das Geldbeutel benutzen für GeoGuessr 1000? Okay, das Ich hört bin sich lieber an. auf Sicherheit Okay. erstmal. Okay. Bitte Gothic-Zeit, bitte Gothic-Zeit. Also, bitte Gothic-Zeit. schon wieder Feldräuber. Wo befindet Ja. sich dieser Ort auf der Karte? Ich werde euch eine Okay. Gothic 2 Karte wieder einfügen bei jedem. Och Mann,
Das ist klein. Das ist eine Frage von Alex. Da wir uns ja hier gegenseitig Ja. outcallen. Aber ich finde es ja gar nicht schlimm. Also meiner Meinung nach ist es gar nicht schlimm, diese Frage. Nö, das stimmt. Aber du kannst So. mir nicht das Bild schicken, gell? Nee. Ich Mann, bin nur das im ist Stream, weil ich Screen die Wassermagier-Bücher groß machen. haben wollte. Ich glaub, Ich das nehme ist jetzt wieder eine neue von Farbe, mir. aber sag euch diesmal nicht welche. Okay. Ich bin noch mal ganz kurz bei der Katze. Ich glaube, die will was Neues zu essen haben. Ach, da ist die Karte. Ja, das dauert kurz. Ich muss immer Sachen wegmachen erst. Ja, So, die war hab's auf einmal drin bei bei mir euch. und die war jetzt bei mir auf einmal unten rechts so, fast weg. Also, ich werde jetzt den Deswegen. 5-Minuten-Timer stellen, Leute, und ihr macht dann, ja? Okay, okay. Hm, Ist an. okay. Boah, das Bild ist echt gut, Gothic Shaper. Du hast mich überlistet. Alter, also, uff. Ich habe dich echt überlistet, okay? Das ist cool zu wissen. Das ist echt crazy, dieses Bild. Also muss ich Also ich sagen. find's gut. Ich versuche immer so Bilder wirklich so. Es sind Sachen drauf, wo man sieht. Ich kenne hier 3 Details, die ich mir extra angesehen habe, wo man das herausfinden kann. Also ich erkenne schon einige Dinge, aber wenn ich dann andere Dinge sehe, dann spielt mein Gehirn einen Streich mit mir irgendwie. Ich weiß nicht warum. Okay. Ähm, Man muss ja so sagen, du hast bisher jede Frage davon gewusst vom GeoGuessr. Gofiguro hat 4 von 5 GeoGuessr letztes Mal komplett beantwortet, richtig. Aber Krass. einer hat er trotzdem einmal falsch gehabt. Also Gofiguro Gar ist kein auch so ein Druck aufbauen? GeoGuessr-Gott. Nein, das ist kein Druck, das ist gerade einfach ein cooler Fact, dass er auch richtig krass war, ja. Ein GeoGuessr, der Gofiguro. Guck mal so lange ein bisschen an, wie es aussieht bisher. Schön aussieht. Ich sehe schon einen schönen Kreis bei jemandem. Wie lange haben wir noch Zeit? 3 Minuten 27 noch. Okay. Ich habe Ach, schon das eine ist Antwort doch nur von eine PK. Ich habe das ist von doch nur Jules eine eine optische Antwort. Täuschung. Das ist nur eine optische Täuschung, okay, glaube ich. Das weiß ich nicht, keine Ahnung davon. Ja, du hast noch nie Gothic gespielt, ich weiß. Ja, das ist keine Ähm. Ahnung. Das, was auf meinem Kanal drauf ist, habe ich von jemand anderem hochgeladen und selber kommentiert einfach immer. Ah, okay, okay. Alles AI. Ja, genau, safe. Und nicht mal ich war der geredet hat, sondern die AI, richtig. Crazy, du wirst es lösen, schreibt Kleidenfrost. Ich hoffe es zumindest mal. Wenn das Bild halt ein bisschen größer wäre, dann. Warte mal, ich versuche, ob ich jetzt in der Datei das schnell noch rausholen kann für euch, aber muss jetzt gucken, ob ich es so schnell finde. Dafür muss ich den Programmiercode erstmal aufrufen. Davon. Ich gucke nach, ob ich es jetzt schnell finde. Wenn ja, dann schicke ich das nochmal rüber. Gerne euch allen Ja. nochmal. Das wäre cool. Nicht die Antwort aus Versehen schicken. Also da habe ich kein Antwortbild Problem mit. Das ist mir klar, dann hat jeder das richtig. Oh, plötzlich alle Götter des Schauens. Wir öffnen es bei mir noch selbst die Datei einmal. Ja, das ist die richtige. Ich bin gespannt. Ich muss auch gleich was dazu sagen, was hier die optische Täuschung ist, was ich denke, was die optische Täuschung ist. Also, das ist schon crazy. Ich hoffe mal, dass das Bild lädt. Das Okay, lädt ich muss überhaupt meinen nicht Tisch gerade. hochfahren. Ich glaube, ich muss es euch Ich allen hab's grad wieder am Discord schicken. Rücken. Es lädt gar nicht. Ist zu groß anscheinend für diese Webseite. Was Ich musst du schicke euch machen? nochmal privat allen. Ich schicke es euch bei allen privat, dieses Bild. Ja, bitte, bitte. Okay. Oh, ach du Scheiße. Äh, Irgendjemand ist es trotzdem geladen gerade eben. Ich entferne es bei wann ist die allen Map jetzt. weg? Ich Bei entferne es bei allen jetzt. Ich schick's Scheiße. privat, ja, das ist zu gut. Ah, jetzt wieder da. Okay. War zu gut aufgelöst anscheinend. War es ja wirklich gerade. Hab's euch allen jetzt geschickt. Jetzt, wenn ich's. Ah, Könnt ihr euch okay. nochmal nachschauen. Ihr habt noch alle 1 Minute jetzt. Ach, tatsächlich ist es keine Optik. Okay, crazy. Ja, du weißt ja auch crazy, oder? Also, Ja, muss ja schon. crazy werden. Warte, dann Ich habe bisher nur will 2 ich was von 4 ändern. Antworten. Dann will ich was ändern. Ja, mach. What the hell?
Du hast noch 45 Sekunden. Alter, wie gut ist das Bild? Okay. Ich fühle mich geehrt, dass das Bild gut ist. Beim GeoGuessr habe ich anscheinend immer ganz gute Sachen ausgewählt. So, jetzt bin ich. Oh mein Gott, ey. Ah, Ja, ich bin darfst auch auch wieder da, Maxim diesmal sagen. am Stand. Hallo Michael Ich weiß Borotkin. ich weiß, wo Michel Brodkin, der ist übrigens Russe immer noch privat. Как дела, Michel Brodkin? So. Okay. Der übersetzt alles immer live. Das ist meine finale Answer. Final Okay, Answer. 1, 2, 3. Wir haben alle Antworten. Ach, Shaper, du bist auch Russe oder wie? Ja, Ich Wie wär's? auch. sehr cool. Michel Nur, Brodkin ich ist kann auch, kein auch Russisch, oder? der kommt nur aus Russland, der übersetzt immer die deutschen Streams immer komplett live, übersetzt da immer instant mit. Der tut immer so, als ob er Deutsch ist. Richtig lustig bei dem. Kannst du das Okay, irgendwie also, verifizieren? alle ready? Alle sind ready, oder? Ich Ja. zeige euch jetzt die Karte, wo es ist. Jo. Also, hier ist es auf der Karte. Nein! Wir gucken jetzt mal, ob irgendjemand das richtig hat. Ich bin mir gerade Scheiße. überhaupt nicht sicher, ob es überhaupt irgendjemand richtig hat. Was? Richtig nicht, Also aber ich bin nah dran. in der Nähe. Ich müsste in der Nähe sein. Das muss ja, man muss ja direkt auf der richtigen Stelle sein, im besten Fall so. Oh no. Ah, dann bin ich zu weit rechts. Also, ich guck's mir jetzt an. Also, Er hat die Fleischschwanze gemalt. der PK, ich weiß, wo PK Sorry. ist. Okay. Wait! Oha. Jules! Jules ziemlich ist nah richtig. dran. Er ist richtig, kann man sagen. Er ist. Nein, er ist eigentlich. Es ist ja direkt auf dem Baum und er ist ein bisschen über dem Baum. Ich sehe ja gerade das Antwortbild. Er ist nur ein bisschen über dem Baum. Okay, das ist schon mal. Also Jules volle Punktzahl 100%, da muss ich nicht mehr nachdenken. Ich bin ein bisschen zu weit rechts. Also aber- Max ist zu weit weg, viel zu weit weg leider. Und er auch und Crazy auch. PK ist ziemlich nah. PK Nein. können wir die halben Punkte geben. Ah, ne, können wir auch nicht. Auch viel zu weit, nee. Nein, ich bin zu weit weg. Ja, ich sehe es gerade. Also Jules, du Nein, bist Jules. genau richtig. Herzlichen Glückwunsch. Volle Punktzahl. Tschüss. Jules, Sehr schön. herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Dankeschön. Dankeschön. Great. Ach so, Erzähl warte mal, wie du es herausgefunden hattest. Das interessiert mich jetzt. Warte mal, das ist Also- bei Ona Hof oder was? Das ist an der Stelle im Endeffekt, wo du in das Waldstück kommst, hinter Seekopfshof, Richtig, wo du richtig, bei ja. Orlands Taverne jetzt einen Weg hinterläufst. Ja, Ja. richtig. Kann man auch an dem Innos-Schrein erkennen, der hinten im Bild zu sehen ist. Da ist es auch so ein Hint darauf eigentlich. Kann ich das Bild auch nochmal nachher in hochauflösend bekommen? Den Innoschrein habe ich gar nicht gesehen. Gerne, ich schick's dir jetzt rüber kurz. Crazy, was wäre die optische Täuschung? Hallo Erzbaron Raven, natürlich Magie zu Ehren. Was auch sonst. Also, Ich Also sehe da wo- auch keinen Inno-Schrein. wo Guck dir das ich, Bild gerade nochmal an. wo ich das Bild klein gesehen habe, habe ich zuerst gedacht, warte, Ja, ist mit das dem Bild Inno sieht man es rein? mit hoch aufgelöst, ja. Und dann habe ich gedacht, nee, das muss doch von Feldräuber sein. Und dann Wenn guck du ich hinter das Bild dem- näher an und Ich dann, sehe den natürlich. Oh, Wo ist hinter er da? dem zweiten Feldräuber Ja. da zwischen den Bäumen. Ich habe ja gesagt, das Bild ist gut. Das ist wirklich Ah, gut. da! aber ich kann immer noch nicht Ja. kalkulieren, wo das. Ach so, jetzt. Ah, scheiße. Das ist da, wo man zu den Fluss geht, gell? Da links. Da, wo die Banditen Oder? sind, direkt Genau. neben dem Onas Ding da. Nicht Ah. Onas, das ist nicht. Ja. In der Oh, Taverne. jetzt oh mein Gott, okay. Weil dieses Berg da hinten hat mich komplett irritiert. Ich dachte, das wäre das Berg, wo oben, wo die Warane sind. Weißt bei Orlands Taverne dahinter. Ne, ich hatte gedacht gehabt, das wäre da auch schon fast bei den Goblins, da bei den untoten Goblins und so weiter, schon fast da hinten. Oh, crazy. Schon fast am Friedhof da. Ja, aber alles gut, ist trotzdem Und- spannend. Also PK und Jules führen im Moment. Jules für erster Platz, PK zweiter, dritter Ja gut, den gibt's nicht mehr. Und Crazy, du. Der Hochkönig ist immer noch dritter. Ja, ich habe den Hochkönig überholt. Oh, Er ist ja auch nicht mehr da. ja, Ja, genau. Also Nick, Gott sei du darfst die Dank. nächste Frage stellen, dann Max jetzt wieder. Gothic 3. Nee, war Spaß. Ja, Gothic 3, die 1500er Frage, bitte. Okay. Nenne uns die Ähm. Zehennägelfarbe mit der genauen wie nennt man diese Farbcode? Anordnung. Genauen Farbcode von Diego. Nach 3 Tagen in Gothic 3. Das ist die 1500 Frage. Alle. Das ist XF00735. Nein, es war 00737, sorry, tut mir leid. Falsch. Fuck. Okay. So. Ich schon alle Gothic 3 Fragen weg, ist ja krass.
Ja, Oh, schnell. Nick ist nicht mehr drin. Und du Oh, das ist auch. echt. Du warst zu schnell. Okay, welche Frage willst du denn jetzt? Ich würde mal Gothic 1 Lager 600 mal nehmen, dann sind wir auch die 600er Fragen schon mal los. Nick, lies vor. Ja, ich warte, bis er den Stream aufgebaut hat. Hallo Masti. Ja, Mo. Mastian, Hi. der Bruder von Crazy ist wieder da. So, deine Mutter treibt es mit Ziegen. Welchen Dialog musst du auswählen, um gegen Karim in Skettys Arena antreten zu können? Für 100 Bonuspunkte extra nenne auch Karims Antwort sinngemäß. Muss ich den exakten Dialog sagen oder Für die reicht schon- Bonuspunkte, für die nein, für das normale, dass die Antwort erstmal gilt. So Bonuspunkte nö. überlege ich mir Du gleich. musst eigentlich nur sagen, du musst eigentlich, also ich möchte Weil- 2 Keywords auf jeden Fall aus der Antwort haben. Ich meine, es war die Antwort, beziehungsweise das, was man sagt, Karim sagt so, dass er möchte nur Dings in den Arsch kriegen. Wie hieß der nochmal? Wie hieß nochmal der Dings? Der, Du kannst mir auch gerne Erzbaron. beschreiben, wen du meinst. Welche Funktion die der auf dem Person Thron hat. sitzt da. Ich hab seinen Namen jetzt gerade aus Nervosität jetzt nicht mehr im Kopf. Aber du meinst König Erzbaron- Rober mit Kronensitz, oder? Nein, nicht. Nee, im alten Lager da auf dem Thron. Gomez. Auf seinen Namen kann Ja. ich es gerade nicht. Aus Nervosität. Was musst du auswählen? Man muss antworten, du möchtest damit nur Gomez in den Arsch kriechen. So, und das passt ihm gar nicht. So, Ja, das ist richtig. Das heißt, die Basispunkte hast du schon mal. wieso zeigst du mir jetzt schon die Bonuspunkte-Voraussetzung? Du Ich hast mir die dachte- Antwort gerade gezeigt für die Ich Bonuspunkte. dachte, du wüsstest es gar Da nicht. wollte ich Er hat gerade- gesagt, die Nein. Bonuspunkte überlegt er noch. Ach so, oh, sorry, das habe ich überhört. Scheiße, das war blöd von mir. Aber du hast es wahrscheinlich Also- trotzdem nicht komplett gesehen. Nicht komplett, aber ein Teil davon. Ja. Muss ja komplett sagen, also passt. Ja, sinngemäß auf jeden Fall. Mhm. Okay, sinngemäß, wenn ich jetzt auf die Schnelle antworten würde, würde ich jetzt einfach sagen, so, was, dir werde ich es zeigen, so, aber kompletten Wortlaut kenne ich jetzt auch nicht auswendig. Na, warte, die werde ich es zeigen, wie sowas. So in Ja, der also Richtung. passt. Also Aber- trotzdem, ja. Okay, dann Mhm. gibt's nur die 600 Punkte. Passt. Ja, Genau. okay, Also bei immerhin den, die 600. bei den Bonuspunkten sagt er halt, was, du Wurm, du weißt gar nichts über uns. Das Neulager ist von dieser ganzen Scheiße unabhängig. Und im Übrigen gibt es nur einen Grund, warum ich hier bin. Damit ich Klugscheißern wie dir das Hirn aus dem Schädel prügeln kann. Und das wird mir ein Vergnügen sein, das bei dir zu tun. Dein Schicksal erwartet dich in der Arena. Unrap. Ey, nix da. Freu dich aber auf jeden Fall, wenn ich irgendwann anfange, also nach Elder Scrolls, Gothic zu verfilmen, also zu einer Serie umzuwandeln. Dann kenne ich da alles auswendig. Oh, der will dann noch mal ein Quiz. Okay, let's go. Kommst du noch ein Quiz von mir? Klar, bei Umut bin ich auch immer gerne als Gast. Easy. So. Mhm. Und dadurch lerne ich auch mehr über die Lore und so weiter. Und das interessiert mich ja. Okay. Und will ja ohnehin auch, wenn ich mit Elder Scrolls fertig bin, mit Gothic dasselbe machen. Ja, aber Max, guck mal, es ist noch alles drin. Du hast noch den Geldbeutel, du hast noch den Trank, du kannst noch eine Frage klauen. Es ist Ja. hier nichts in Stein Stimmt, gemeißelt. ich Aber am Ende- Jules hat auch noch nichts. Jules hat doch auch alle Gutscheine, wie es aussieht. Am Ende kackt die Ente, sagt man so schön, ne? Also, Jules, willst du mal irgendeinen Gutschein auch mal benutzen? Also ich bin froh, dass ich jetzt erstmal schon die 1000 erreicht habe, Ja. Punkte. Okay, Jules, du bist Ja, dran. ich würde jetzt den Geldbeutel setzen, aber auf eine niedrige Frage, und zwar auf Gothic 2 Gilden für 200. Okay. Ui, na gut. wieder eine Frage von mir. So. Ah, das kriegt er hin. Das kriegt sogar Max hin. Oh, sorry, das klingt gerade voll wie Also. so Disrespect. Lord Andres schmutziger Weg. Beschreibe 2 Alternativen, um bei der Miliz aufgenommen zu werden. Nick, das merke ich mir. Ich hab dich ja auch lieb. Also, Jules. Na, eine ist halt Lehrling zu sein und sich dann der Miliz anzuschließen und die andere. Also nicht den Standardweg, Ja, gut, das ja. ist der Standardweg. Also Gut, das wäre einmal der- wäre es die Banditen im Ding zu töten, unten in der Kanalisation. Ja, also die Diebesgilde, richtig, ja. Gut, und dann gibt die Nacht des Raben, gibt es ja noch den Weg mit Martin, ne? Richtig, das Das- ist genau richtig. Genau.
Nice. Alles Easy klar. 400 Punkte geholt. Genau, hier sind 2 Ja, eben. Brauchst du Aber ich ein bin ja bisschen schon in Erfahrung? Führung. Ich wollte jetzt nicht das Risiko gehen, zu viele Punkte zu verlieren noch. Ja, alles gut. Ja, du bist halt so weit vorne, dass es nicht lohnt zu riskieren, da hast du schon recht, ja. Ja. Muss man schon sagen, ja, da hast du Kann recht. Jules nicht mehr sehen. Erstmal deabonnieren von dir, weißt du was? Okay, also Nick, du bist dran wieder mit PK. Ihr seid Also, jetzt lieber immer Freunde PK. jetzt. Ja. Was darf ich für dich tun? Was die möchtest du von mir? Die 1000er vorne sind alle durch. Die kommen gibt's ganz erst am später Ende wieder. Ja. Okay. Dann machen wir Gothic 2 Mix 200. Willst du noch? Okay. Achso, außer du hast gar keinen gescheiten Gutschein mehr. Nee, ich bin schon durch. Hast du Gothic 2 Gothic Mix oder 2. 1 gesagt? Gothic 2. Okay. Eine Frage. PK hatte vorhin den Trank der Geschwindigkeit auf die Drei-Finger-Kugel-Frage genommen. War das richtig? Ah, das müssen wir entfernen dann, ja, das hast du recht. Ja. Das war Ja, richtig die müssen noch beantwortet. weg. Ja. Das haben wir vergessen vorhin. Siehst du, sehr gut. Sehr schön. So. Also du kannst auf jeden Fall noch eine Frage klauen. Es geht um Sammeln, Sammeln und Sammeln. Welchen Tipp oder was kann dir Lester am Anfang des Spiels als nützlichen Tipp mitgeben? Wegen Keine der Kronstücke Heilkräuter. essen. Dass du die Heilkräuter sammelst und da Wache gibst, weil die hat ja gar keine Ahnung von Pflanzen. Für Konstantino. Jo. Darf ich eine Scherzantwort geben? Hm? Keine Kronstöckel essen. Nix dabei ist Bescheid auf jeden Fall. Ich glaube Matteo auch. Hallo Matteo. Weiß Matteo von deinem Kronstückel-Dilemma? Möchtest du das kurz erklären? Soll ich es erklären oder schweigen wir einfach für immer darüber? Erzähl's mal kurz, komm. Oder du nimmst die Also Feldrüben. die- Kannst du auch machen. Die Sache ist die, Max wusste die ganze Zeit in diesem Spiel nicht bis kurz vor Ende, was man mit den Kronstückeln macht und hat die ganze Zeit selbst gefressen, bis er irgendwann herausgefunden hat bei Neoras, dass er damit Permatränke brauen kann. Nein. Und da hatte ich keinen Doch. Kronstöckel mehr übrig. Ich meine, es wäre doch lohnenswerter, die sogar zu verkaufen, als die zu essen, wahrscheinlich. Du musst Weil mit die den so teuer sind. Feldrüben. Nee. Du musst wirklich probieren, mit den Feldrüben an die Torwache zu gehen. Das haben wir schon mal Ja, wieder eben beim doch nur vorletzten Quiz Fünfer. drin gehabt. Aber, PK? aber das Das war haben halt wir mein beim erster vorletzten Run Quiz dabei. damals. Aber die geben 5 HP, oder? Kronstücke. Das war halt mein erster Run und ich war ahnungslos damals. Okay. Jetzt musst du noch vorlesen, Nick. Wann- Ja. Du kannst dich als Lehrling von Konstantino ausgeben und 10 einer Pflanzengattung ans Tor bringen, um reinzukommen. Fun Fact, der nebenstehende Dialog ist entstanden, solltest du den Wachen 10 Blauflieder bringen und da steht, ich kenne mich zwar nicht mit Alchemie aus, aber dieses bunt zusammengeschnürte Bündel Gemüse kann doch keiner gebrauchen. Verschwinde! Hast du das auch gewusst, PK? Du kennst ja das mit den Feldrüben mit Verpiss dich, aber kanntest du das? Ja, aber mit der Blaufliederung kannst du zum Beispiel nicht. Nee. Ja, das meine ich doch, das meine ich doch Nee, gerade eben. das kann, nee, Das das habe kann ich ich zum nicht. Beispiel herausgefunden, ja. Ich kann das auch nicht. Ich kenne das nur mit dem Feldrüben. Okay, PK 200 Punkte, wie es aussieht. Jawohl. Okay, Crazy, du bist wieder dran. Du hast immer noch Lemas Geldbeutel, ja? Ja, ich muss es jetzt so langsam einsetzen, weil Und ich glaube, 200 bringt dir dann nichts. um es irgendwie noch zu drehen, Mach's muss nicht. ich Mach's nicht. riskieren. Komm. Doch, ich muss riskieren. Also, ich muss Gothic 2 Mix 800 nehmen und noch den Geldbeutel. Okay, er nimmt ihn. Let's go. Oh oh. Okay, Oh oh. also, Welche der Frage war- diebische Verräter. Wie viel Oh. Gold kannst du in der gesamten Diebesgilden-Questline, nur die Quests, die du in der Kanalisation erhältst, verdienen? Und wie viel ist Lord Andres Kopfgeld dafür? Halbe Punkte, wenn du nur eins von beiden Fragen beantworten kannst. Wenn du eine Frage davon beantworten kannst. Warte mal, wie viel Gold kannst du in der gesamten Diebesgilden-Questline, nur die Quests, die du in der Kanalisation erhältst, verdienen? Warte mal. Ich glaube, ich nehme den Speedtrank. Okay, was Nee, wäre dein wirklich. Guess gewesen jetzt zum Beispiel? Einfach nur bevor wir das machen. Boah, da müsste ich maximal raten. Ich würde einfach mal raten, bei den Quests vielleicht 1000 Gold. Du hättest Und Lord 200 André- Toleranz gehabt, weiter. Ja, was wäre jetzt das andere? Also dann Lord Andres Kopfgeld? Für die gesamten Diebesgilde
Nein, das Oder wie? Kopfgeld, ja auch für die Kopfgeld für die gesamte Kriegsgilde jetzt. Du hast ja eine Frage jetzt beantwortet, theoretisch. Einfach nur so jetzt, weil ich wissen will, was du denkst. Ja, aber ich habe das, ja, keine Ahnung, 500 Gold. Keine Ahnung. So, also die Toleranz wäre 200 bei dem Gold von vorher gewesen und 100 bei dem Kopfgeld. Du hättest also theoretisch, hättest du jetzt recht gehabt mit der Toleranz, hättest du recht gehabt mit dem Gold hier. Das sind hier 1150. Hättest du die Hälfte richtig gehabt. Aber du willst ja eh ausweichen. Also 400 Gold für die Blutkelche für Cassia und 750 Gold für den Sextant für Ramirez. Und 300 Gold Kopfgeld, das wäre falsch zum Beispiel. Okay. Ja. Okay, Ausweichfrage. Also ich muss jetzt entfernen. Okay. 1, 2, 3 oder 5? Natürlich nehme ich Gothic 2. Aber welche nehme ich jetzt? Ich glaube, ich nehme mal E, komm. E. Dann hoffen wir, dass es nicht nix Frage ist. Eine Frage ist brutal, finde ich, von ihm. Let's go. Überhaupt nicht. Okay, das ist gar nicht so schwer. Wieso sind die Dinger so schwer? Nenne 3 Waffen, die mehr Stärke brauchen, als sie Schaden machen in Gothic 2, je nach des Raben. Nenne 3 Waffen, die mehr Stärke brauchen, als sie Schaden machen. Ich würde sagen, boah. Es gibt irgendwie glaub, 13 Waffen Ork-Waffen- oder so. Wie bitte? Ja, 10 Ork-Waffen auch. sind, glaub, 10 Ork-Waffen auch. sind, glaub, ein sehr gutes Beispiel, aber ich weiß jetzt gerade nicht so richtig die Ork-Namen davon. Du musst ja nicht den Ähm, richtigen, du musst nicht Kruschak irgendwas nennen, sondern du musst nur nennen, wie sie so heißen, wenn du sie aufnimmst. Wenn ich Ich zu würde den sagen- Namen was sagen darf, Ja. die Krusch-Bezeichnungen kommen nur in Gothic 1 vor. Ja, also, siehst du. Okay, ich rate einfach mal Elite-Schwert von den Elite-Ork. Dann leichte Ork-Axt. Mittlere und mittlere Ork-Axt. Ja. Rate noch eins mehr vielleicht damit. Weil, wenn du darfst ja theoretisch 3 falsche falsche Sachen haben. Wie bei Wie? anderen. Nochmal? Du darfst ja theoretisch noch 3 falsche nennen. Also nenn vielleicht noch eins mehr oder so. Ach so, okay, okay. Ich rate mal Ork-Schlechter vielleicht noch, aber ich glaube eher weniger. Boah, das ist echt eine heftige Frage. Also es ist eigentlich nicht so schwer, aber ich spiele halt eher Einhand als Zweihand Ja. und da ist es auch eher Zweihand relevant, denke ich mal. Es gibt eine Rotz. Einhandwaffe tatsächlich sogar. Rotzwaffe vielleicht noch, würde ich mal Überleg noch raten. mal, was für eine Art Waffe Rotzwaffe ist. Nicht Rotzwaffe an sich. Was für eine Art Waffe ist das? Boah, Das scheiße. ist ja normalerweise eine Also- andere Waffe. Es heißt einfach nur Rotz Zweihänder, aber es ist eigentlich eine andere Waffe normalerweise. Das ist, rostige Zweihänder, glaube ich. ich rede gerade über Rotzschwert. Tatsächlich. Überleg nochmal. Überleg dir noch eine weitere Antwort. Du hast theoretisch noch einen Guess. Du hast doch sogar 2 Waffen. Es gibt ja nicht nur Orks zum Beispiel. So, jetzt so als Beispiel. Muss die Boah. Musik nebenbei neu starten. Die ist gerade ausgegangen. Mann, oh Mann, oh Mann, das ist echt, also. Berserker-Axt. Vielleicht noch. Sonst. Also. Ja, weiß nicht. Also ich komme irgendwie gerade gar nicht. Mir fallen gerade keine Waffennamen ein. Ich weiß Du nicht hast warum. also alles gut, du hattest E3 genannt. Ich sehe gerade, dass Elite, also orkische Hab ich- Elite-Kriegsschwert hat auch mehr Stärke, braucht auch mehr Stärke. Also hast du E3 Stück richtig genannt schon. Das wollte ich jetzt kurz Echt? überprüfen, ja. Dann hättest du eh schon. Okay, von welche habe ich, E3. welche habe ich richtig? Leichte mittlere Ork-Axt und das orkische Elite-Schwert, was du meintest, ist auch richtig. Ah, okay, gut. Bei dem wusste ich es aber nicht, deswegen habe ich jetzt kurz gegoogelt nochmal. Ah, okay. Also alles klar. hier. Jede Ortwaffe Gott sei Dank. braucht beide bei 20 mehr Stärke als Schaden. Ja. Jede. Und die übrigen Ja, Waffen ja, brauchen okay. auch mehr Stärke. Ah, Hier. By the way, gerade vielleicht Ork- interessant, Echsenschwert zählt auch dazu.
Ja, ist auch hier. Aber ich habe hier das Elite-Schwert vergessen. Das habe ich gar nicht geprüft. Das hast du aber Brutale recht, das hast du Ork-Axt. Brutale Ork-Axt auch, stimmt, okay. Kennt ihr auch die Aber auch die orkischen schwere Ork-Axt, die hast du auch nicht erwähnt. Die orkischen Namen kommen in Gothic 1 vor, Max. Namen? Ja, aber Also trotzdem. Großsvarro. Nur so, weil ich bei Umut mal so eine Bonusfrage gemacht hatte und die Veteranen damit komplett auseinandergenommen hatte. Ja, Snow hatte doch mit Gruschmuruk geantwortet. Das habe ich Ja. behalten. Ja. Okay, Muruk, Okay. Muruk. dann haben wir das. Dann hast du jetzt 3100. Du bist jetzt Schulz Entertainment sehr, Oh. sehr nah auf den Fersen. Krass, okay. Okay. By the way, das war die Frage von Alex. Ja. Das war nicht meine. Ich finde meine hätte Crazy safe gewusst. Aber ich darf sie nicht verraten. Das wäre Okay, mir lieber meine Max. Antwort. Ja. Was darf ich für dich tun oder nicht tun? Oder wie sehr hast du mich? Du hast Bin immer noch gleich alle wieder Gutscheine da. bei dir. Also sehr, ja, aber Du musst jetzt langsam mal einen Gutschein verwenden. Der Lemas Geldbeutel kann dich nur noch retten. Ich bin ganz weg, ja? Alles klar, Crazy. ich sag mal so, ich glaube, die Fragen sind auch eher so an ein bisschen fortgeschrittenere Gothic-Spieler, die schon sich ein bisschen mehr auch mit den Inhalten und auch ein bisschen mehr mit den Stats und so weiter auseinandergesetzt haben. Und ich bin ja noch eigentlich, ich habe vor 1,5 Jahren, glaube ich, das erste Mal Berührung mit Gothic gehabt, so, und erstmal mich nur um die Geschichte befasst. Deswegen und noch nicht mit extrem mit den Inhalten. So, deswegen würde ich mal sagen, ich versuche zumindest erstmal kleine Brötchen zu backen und gehe jetzt erstmal auf Gothic 1 Mix 200. So, das wird Und mir schon Mix reichen. So, Okay. so. Mit oder Kleine ohne Brötchen. Geldbeutel? Also ich meine damit, ich würde es tatsächlich nicht nutzen, weil du so wenig Punkte hast, dass du vielleicht einfach versuchst, dann wirklich auf eine schwere Frage damit zu gehen später nochmal. Weil vielleicht Ja, holst du ihm jetzt noch will ein. ich Kommt auch ja noch sagen. einmal dran. Wir haben noch 2, 3. Ah. Wir haben noch 4 Fragen, wo er den Geldbeutel einsetzen kann. Im schlimmsten Ja, Fall aber kann wir er haben, seine wir haben noch letzte Jules, Frage PK und Crazy. Das heißt, die letzte Frage, die bleibt, dann da muss er den Geldbeutel nehmen, bevor die Tausender kommt. Er muss ja nicht, Das er heißt, kann auch bei entweder der nimmst du ihn Tausender jetzt benutzen. oder du nimmst Ach so. ihn in der nächsten Runde. Er kann ihn doch bei der Achso, Tausender ich auch muss benutzen. die Dinger nehmen. Ich muss die Dinger Nein, muss nehmen. er Musst du nicht, aber wenn du ihn nehmen willst, dann allerspätestens beim nächsten Mal. Nein, du kannst Ah, auch bei Tausender, okay. oder ist die nächste schon die Tausender? Die nächste danach wäre die Tausender. Also Ach so, er hat ja, okay, jetzt dann die ist Chance das- oder das nächste Mal, wenn er dran ist. Okay, wenn ich mich überleg jetzt jetzt nicht nochmal. Willst du verrechnet eine habe. 800er oder 1000er dann lieber? Der 800er oder 200er meinst du, die Tausender? Obwohl, die Tausender kann er ja auch noch verdoppeln, ne? Ja, wenn er später geht, dann muss er die Tausender verdoppeln, ja. Aber als an sich, du hast ja auch noch Ausweichfrage, du kannst auch noch mal ausweichen. Dann jetzt, wenn du eine von diesen 3 benutzt. Gibt's extra Punkte, wenn ich alle Joker, sag ich jetzt mal, nicht Nein, verwende? Natürlich Nein. nicht. So 10 Punkte für jeden Joker? Können wir machen, wirst du aber nichts davon haben. Ja, aber Ja, vielleicht egal. überholst du den Hofkönig damit noch. Max, komm, mach all in. Ja. Komm, mach all in. Komm. Nächste Runde vielleicht, überlege ich mir. Aber kannst du erstmal, aber nur noch ich die mag erstmal Tausender. kleine. Du willst lieber die Tausender riskieren, diesen Geldbeutel zu nutzen, als eine 800er jetzt? Wenn du ehrlich bist. Ich würde es lieber da riskieren. Aber dann kannst du den weil- Geschwindigkeitstrank nicht mehr nutzen. Vergiss das nicht. Den kannst du nur jetzt nutzen. Kannst du jetzt immer noch ausweichen, wenn dir die Ja. Frage nicht passt, auf eine Bonusfrage. Okay, dann Gothic 1 Mix 800 und aber ich will noch nicht Geldbeutel riskieren, das beim nächsten. Also du willst Okay. wirklich beim Tausender den Geldbeutel dann riskieren, wirklich. Ja, er, dann hat, lieber da. er hat mir noch mal eine Chance vor dem Tausender. Ah, Da kommt okay, ja vor na der gut, machen Tausender wir noch so. einmal dran. Und ich kann Okay. auch zur Not jemandem noch was wegnehmen. Okay, Das was stimmt. hast du gesagt? Gothic 1 Mix, oder? Genau, 800er dann. Nick? Achso, ich warte noch, bis sich ein Stream aufbaut. Natürlich. Den Discord siehst du So, ja. das wie viele aktuelle. Minecrawler-Platten braucht Wolf, um dir eine Rüstung herzustellen? Wie viel Erz ist sie im Inventar wert und wie viele Erfahrungspunkte bekommt man für den Questabschluss? Also 3 Sachen möchten wir wissen. Die Minecrawler-Platten, wie viele, wie viel Erz und wie viele Erfahrungspunkte? Okay, bei wie viele Platten? Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Ich habe irgendwie
20 oder 25 im Kopf, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. So, Geben kann ich wir auch beide sagen oder muss ich oder habe ich da noch eine Differenz? Und Toleranz Alex ist wischt 2. sich über dem Gesicht. Ich glaube, der schämt sich gerade für mich. Also die Toleranz ist 5, wenn ich das gerade richtig Nein, gehört habe. Toleranz ist 2 bei Minecrawler-Platten. Toleranz Nein, ist 2. Ah, 2. okay, das. Das wäre zu einfach mit 5, also wirklich. Ja, okay, das stimmt dann. Okay, dann würde ich eher auf 20 setzen, Mhm. weil ich tendiere, glaube ich, eher dazu, dass es, glaube ich, eher mehr, also 25 Crawler gab es, die man da sezieren konnte, sage ich jetzt mal. Und nicht alle wurden gebraucht. So, da hatte ich, glaube ich, auf jeden Fall noch einige übrig gehabt. Warte, die zweite Sache war, Wie die viel zweite Wert? Frage? Wie viel Erz ist im Inventar wert? Boah, das weiß ich nicht. Da würde ich jetzt raten komplett. Also da. Denk dran, dass du immer noch einen Geschwindigkeitstrank nehmen kannst, wenn du dir zu unsicher bist auf eine Bonusfrage. So, muss ich beides richtig beantworten? Du musst Waren 2 ja von zwei 3 Du musst richtig alle, also du musst alle 2 von 3 Ah. brauchst du auf jeden Fall richtig, ne? Für die Hälfte, ja. Okay. Ja. Ich würde jetzt raten, also viel Erz hat man da so oder so nie bekommen. Aber ich meine, die war so um die 250 Erz wert. Das wäre jetzt geraten. Willst du nicht Orientier ausweichen? dich lieber? an den Rüstungen, die du sonst kaufen kannst. Und du musst die Erfahrungspunkte auch noch von der Quest nennen, by the way. Okay, was das Erz angeht, so wie viel das überlege ich mir noch. Aber ich würde sagen, Erfahrungspunkte waren das, meine ich glaube 400 Erfahrungspunkte. Also möchtest du ausweichen, mein Lieber? Oder will jemand die Frage klauen? Also wenn er ausweicht, könnt ihr nicht klauen, aber. Willst du ausweichen? Okay, komm, ich weiche aus. Ich mach Okay, erst einen okay. Joker. Okay, vielleicht erstmal die Antwort vor, mein Lieber. Okay. Nick. 15 Also. Crawlerplatten. Ah, verdammt. Es werden 15 Crawlerplatten gebraucht, 2000 Erfahrungspunkte gibt die Quest und der Wert der Rüstung ist 2400 Erz. Boah, schon viel Erfahrung, ey. 2400. Ja. Aber 2000 Erfahrung. Okay. Crazy. Okay, erste Auswahl-Dings. 1 bis Ähm, 3 musst du sagen. 1 bis 3, davon kannst du was wählen. 1 bis 3, okay. Ich nehme mal die 1. Weil du bist die Nummer 1, Nick. Das ist meine Frage. Nick, du musst vorlesen. Warum machen Fernkämpfer an Gothic 1 so viel Schaden? Du hast die Überschrift nicht vorgelesen, schrecklich. Oh, ich hasse diese Armbrustfuzis. Warum machen denn die Fernkämpfer an Gothic 1 so viel Schaden? Ich bin ehrlich, ich verstehe jetzt nicht, was ich antworten soll. Wieso Also, machen Also warum Fernkampf, kriegt man Fernkampf ist ziemlich overpowered in Gothic 1 und wir Ja. möchten wissen, warum. Welcher Faktor in diesem Spiel kann dazu führen, dass der Fernkampf so viel Schaden an den NPCs zum Beispiel macht? Und das Bild gibt dir deutliche Hinweise. Den einzigen Tipp, den ich dir geben möchte, schau dir das Bild genau an und schau mal, was man dort sehr viel sieht. Kann ich das Bild einmal größer haben? Weil ich habe das jetzt hier über Gothic Shaper den Stream und das ist sehr, sehr klein. Wo hilft das Bild denn, Nick, bei dieser Frage? Schreib mir das mal privat. Ich weiß gerade Ja, selber nicht, warum das Bild Mache hilft. ich sehr gerne. Würde ich mich auch dran interessieren. Ja, weil ich bin jetzt gerade voll verwirrt, warum das Bild so gut ist dafür. Wenn das wirklich hilft, dann möchte ich das Bild einmal haben, ja? Einmal, dass ich das so Okay, größer ja, sehen okay, kann. der hat irgendwo recht damit, ja. Okay, dann würde ich das Bild einmal haben, damit ich mir das einmal in groß ansehen kann. Irgendwo? Also, ich bin das Gast. Das ist ein sehr offensichtlicher Tipp. Hallo, Fredogmatik. Redo, Hi, hi. Freddy. Also Hey, eigentlich moin, ist moin. er der Mann mit dem Plan. Moin,
Moin, Fredo. Hi Freddy, wie du siehst, ich bin am Gewinn. Er hasst mich. Aber ich wusste die Contestants nicht, aber er hasst mich. Er hat mir seinen Hass ausgesprochen. Was, Ja. wirklich? Hat er. Als ich Max vorgeschlagen hatte, wusste ich tatsächlich nicht, wer teilnimmt. Ich hab's Bei dir Jules geschickt. bin ich mir gerade nicht sicher, aber als ich Max am Dienstag oder Mittwoch vorgeschlagen hatte, wusste ich es wirklich nicht. Ich wusste gar keinen. Ja, ich musste das Thumbnail machen. Plötzlich Chamber hat mir geschrieben, hast du Bock, dieses Wochenende mit dabei zu sein? Ich so, ja, klar. Also ich wusste, glaube ich, schon vor 2 oder 3 Wochen, dass das da stattfindet. Echt? Ja. Und heute habe ich gelesen, wer alles mit dabei ist. Oh nein, habe ich mir gedacht, oh nein. Aber du, Schule deine ist ein Gothic Hoch, du bin bist ich schon crazy. Aber du bist doch einen guten Platz nein. bisher. Aber PK, du hast dich gesteigert. Du hast die Gothic 3 Frage richtig beantwortet. Hey. Das Ey, wir war müssen uns ewig- doch gegenseitig auf die Schippe nehmen können. Das Also aber Max, ewig hast du nachhängen. jetzt schon eine Idee Definitiv. jetzt, Max? Nochmal, ich habe jetzt akustisch nicht verstanden. Hast du jetzt eine Idee? Ich habe sie geschickt. Ja, ich habe das Bild, jetzt sehe ich das aber auch, das Bild an sich klarer, nicht so verschwommen. Ah, okay. Aber, ne, ich sehe das so ein Mini-Fenster, so ein kleines Fenster und da muss ich immer raten, was ich erkenne. Mhm. Aber das Bild, ich weiß jetzt nicht, was Nix da meint mit dem Tipp. Ich habe verstanden, was er meint, aber... Ich formuliere es anders. Was ist auf dem Bild sehr häufig zu sehen? Er könnte Leichen sagen. Ja, er könnte Leichen sagen. Ich meine bestimmt, also ich kenne Und, es Schwerter weiter aus. nehmen. Ich meine nicht das Mauerwerk und nicht den Fußboden. Mehr Tipp kann ich, und auch nicht die Aber Balken. das- Mehr Tipp kann aber ich dir, das glaube ich, kennst nicht geben. Es bleiben Was? noch die Fenster. Und der Kronleuchter, der Kronleuchter ist Ich sehe auch auf dem so. Bild ein Fenster und ein Kronleuchter, aber der ist bestimmt auch nicht gemeint. So. Überleg mal genau. Der Der Kronleuchter bei Gomez. verursacht. Stopp. Der Fernkampf verursacht Schaden. Wenn wir Genau. jetzt davon reden, dass etwas Schaden verursacht und ich sage, man sieht auf dem Bild eine Sache, die damit zu tun haben könnte, was sieht man dort sehr oft? Ja, auch Schwerter auf dem Boden. So. Was hat das mit Fernkampf zu tun? Ja, mit Schwertern kannst du keinen Fernkampf betreiben. Max, noch deutlicher kann ich nicht werden. Ich versuche dir nur zu helfen. Nick, Ja, das das war ganz Einzige, so was gut mir- von dir. Das Einzige, was mir jetzt einfällt mit den Tipps, die du mir gegeben hast, so, ist, dass man mit Schwertern keinen Fernkampf betreiben kann. So. Und man von der Entfernung besser treffen. Ich kann das Ich raff sonst die Frage nicht. Ich gebe auch ehrlich zu, ich habe die Frage nicht verstanden. Du spannst Du bist den nah Bogen dran. mit einem Pfeil oder einer Armbrust. Ja? Auf einen NPC, auf einen feindlichen Gegner. Wir reden jetzt nicht von einem Sumpfhai oder so. Auf beispielsweise Gomez oder auf Diego oder auf einen Butler. Du schießt das Ding ab. Der Pfeil macht sehr, sehr viel Schaden ja. an diesen Menschen. Woran könnte das liegen, wenn du die Gegenstände auf dem Bild anguckst? Was siehst du denn da? Ja, ich sehe da nur Leichen und Schwerter so und Ja, aber die Leichen. Guck dir mal die Leichen an. sind das jetzt nicht langsam zu viele Tipps? Ja, das wird zu langsam genug, ist langsam genug. Ich meine, mit PK willst du sie klauen? Oh nein, du kannst sie nicht klauen, ich habe dir die Antwort geschrieben, PK, sorry. Du hast gefragt. Nee, ich glaube das nicht. Ich hatte hab's ja auch meine nicht geklaut, ich Theorie, hab's dir aber schon es war ja geschrieben. nicht richtig. Aber du hättest sie Deswegen eh nicht hab ich klauen nicht können, weil ich es geschrieben. dir schon geschrieben habe, was die Antwort Ja, ist. ja, eben. Also, aber Jules Crazy, könnte hast du eine Idee? Das war kein Bestechungserz mehr, aber hast du Ja, eine Jules Idee? bestimmt, hä? Jules, komm. Oder Jules? Jules Also ich hätte eine Idee, aber irgendwie mit den Tipps, die ihr gerade gebt, verunsichert ihr mich ein bisschen, beziehungsweise verwirrt ihr mich. Also deswegen- Okay, also, dann ist es erledigt, oder? Oder willst du noch was sagen, Max? Weil ich denke vielleicht, das könnte etwas an den Rüstungen liegen. Vielleicht, dass sie keinen Fernkampf-Damage absolvieren oder halt abwehren können. Also So ganz wie ehrlich, Nahkampf. er hat kein Bestechungserz, aber der liebe Crazy hat schon recht, die Rüstungen sind sehr, sehr schlecht balanced auf Fernkampf. Selbst die Okay. Erzrüstung hat nur 30 Schutz vor Pfeilen im Spiel, selbst die. Die verbesserte Erzrüstung. Nice. Aber Ja, das okay. Soll mir er ist es crazy nur, Punkte bekommen? Das Nein, war er auch hat meine keine Frage. Erz, Die Hälfte. er hat kein Nein, aber Schwerterz. mir ist es nur aufgefallen, weil ihr die ganzen Tipps gegeben habt, sonst hätte ich es auch nicht gewusst. Ja. Aber die Tipps hättest du ja auch Vor- bekommen, vor nicht so allem- hart wie er, aber schon. Auch. Ja, also, Ich vor dachte, allem-
vor allem, ich habe auch schon im Kopf abgeschaltet, als Nick schon zu viele Tipps gegeben hatte. So, weil ich gedacht habe, Ich habe eigentlich nur einen Tipp gegeben. Aber das wirkte doch ein bisschen so, als hätte es mir sehr viele Tipps gegeben und ab da habe ich abgeschaltet und habe schon für mich innerlich gesagt gehabt, so okay, die Punkte sind weg. Okay. Ich krieg die nicht mehr. Okay, alles gut. Es war aber eine lustige Situation. Wir haben alle gelacht. Jetzt passt. Also, Jules, Was wäre denn dein Guess gewesen, bevor ich dir den Tipp gegeben habe? Mein Guess tatsächlich, warte mal, jetzt muss ich nochmal das Bild sehen, so, weil, ich bin, Alzheimer. also Das war mein übrigens Guess eine Frage. war eigentlich, mein Guess war tatsächlich eigentlich so, aber das wäre nicht mein erster Guess, sondern vielleicht ab dem zweiten so, erster Guess wäre tatsächlich, dass die einfach nicht, keine Fernkampfwaffen haben und so weiter und erstmal zu lange labern, bevor die angreifen. Und danach irgendwas mit der Rüstung, aber nicht, ich wäre nicht auf die Stats gekommen. So, also dass das einfach zu wenig Schutz gegen Pfeile und Bolzen und so weiter hat. Darauf wäre ich nicht gekommen, auf die Idee. Aber dass es mit einer Rüstung zusammenhängt. So. Aber ich habe vom Kopf her so oder so schon, weil du schon irgendwann zu viel geredet hast, Nick, abgeschaltet. Die Bücherfrage crazy? Echt jetzt? Alex, Wir mussten bei Jack vor 2 Quizzes alle Pflanzen in Gothic aufziehen. Ja, das und war die Schlimmste, Schlachtfelder ja. dazu nennen. Die Das war der waren Alex, schlimmer der als Alex, die das war Buchfrage. Zehnmal einfacher, wirklich. 10-mal einfacher. 100-mal einfacher, wirklich. Ist subjektive Wahrnehmung. Ja, wirklich, tatsächlich. ja, Ich finde es auch viel wahrscheinlich. schwerer, die Frage von Jack, tatsächlich. Aber alles gut. Alles gut. So, jetzt Jules die Frage. Jetzt an Jules die Frage. Nächste. Ja. Jo. Ich würde die Gothic 2 Gilden 800 ausprobieren. Okay, eine Nick-Frage. Dann sehen wir mal nach. Volles Bund aufs Maul. Welche 3 Belohnungen schaltest du frei, wenn du Bulkov oder das Home im Rahmen der Quest mit freundlichen Grüßen besiegst? Aber nicht Belohnungen. Also nicht wirklich Belohnungen. Oder Nick, erklärst du es deine Frage? Also, die Sache ist, Belohnung ist deshalb in Anführungszeichen, weil damit könnte gemeint sein, ein Questgegenstand oder auch Questfortschritt. Mehr möchte ich dazu an der Stelle erstmal nicht verraten. Mhm. Das ist auch nur eine Ausweichfrage im schlimmsten Fall dann noch. Also, Belohnung im Sinne von Questfortschritt wäre beispielsweise von Javier, heißt er, glaube ich. Wenn man, Bulko ist ja einer von Silvius Männern, wenn man den verprügelt, bekommt man ja da im Endeffekt einen Questfortschritt, weil der ja von einem will, dass man die Männer von Silvio verhaut. Dann gibt es eine Belohnung von Thekla, da kriegt man den Eintopf. Und dann haben wir noch Pepe, weil der will ja, dass man Bulko aufs Maul haut. Also hätte ich das als dritte gewählt und dann sollten das alle 3 sein. So, das Video wird abgespielt, aber du hast deine Punkte auf jeden Fall schon mal. Ich hätte das nicht beantworten können, weil ich, glaube ich, noch nie geschafft hatte, Bulko K.O. zu hauen, da auf Onas Hof. Ist auch zäh. Oh, der weiße Rand Das ist doch stimmt. nicht so schön, aber das passt. Trotzdem jetzt, ist ja nicht schlimm. Wie viele von Silvius Männern stehen noch auf meiner Liste? Ich habe Bulko besiegt. Hab ich mitgekriegt. Reife Leistung. Gut, weiter so. Ich erwarte, dass du es mindestens 3 von ihnen... Bulka ohne dich, ja, Matteo. Das hat Bulko aber ganz schön gezeigt, Schätzchen. War bestimmt anstrengend, das fette Schwein zu verprügeln. Hier ist erstmal ein Happen, damit du wieder zu Kräften kommst. Das hätte er auch selbst wissen können. Bulko hat seine gerechte Strafe erhalten. Ah, stimmt. Pepe. Das hätte ich wahrscheinlich nicht gewusst. Mit Pepe. Pepe der Frosch. Ach so. Ja, schon. Ah, so. Jetzt habe ich verstanden. Okay. Ich muss aber sagen, also die Balance der Fragen, ich finde es angemessen. So. Was sagt ihr? Jetzt mal so generell? Würde mich gerade mal kurz interessieren. Weil es jetzt schon Am öfter Ende, machen wir ganz am Ende, machen wir ganz Okay. am Ende. Jetzt machen wir erstmal weiter. So, jetzt bist du wieder Ja. dran, Nick.
So, lieber PK, was darf ich für dich tun? Again, Ja, again mal and again. Gothic 3. Ich nehme Gothic 3. Leider nicht. Du kannst wählen Gothic 2 Gothic 1 gilt es auch Lager oder Gothic 1 Mix 200, GeoGuessr 200 oder Gothic 1 Lager 800. Gothic 2 Gilden haben wir auch noch was. Ich würde jetzt Gothic 1 Lager 800 nehmen, weil dann kann der Crazy nicht mehr rankommen. Oh, du bist so ein Aber ob ich das noch könnte? Naja, er ob hat ich die beantworten könnte. Tausender-Frage noch. Ach, da hat er die Tausender-Frage, okay. Er hat die Tausender-Frage noch und wenn du das jetzt nicht richtig beantwortest, könnte er dich überholen. Aber Nee, dann machen wir ja GeoGuessr 200. Okay. ist ja lame. Aber dann machen wir das mal. Oh, wir haben es verschrieben. Guck mal, immer noch vorhin haben wir vergessen. Okay. Bilu. Aber egal, Warte, lies vor. Biblibu. Ah, Dann oh, lies das es ist mir nicht genauso aufgefallen. vor. Die Bibliothek. Wo befindet sich dieser Ort auf der Karte? Das ist die Bibliothek, ja? Das ist ganz anders. Ja, Bilbo. Bilbothek. die Bibliothek. Die Bibliothek. Die Freskus ja. der Bilbos. Ah, PK, du hast doch noch eine Karte offen, also du kannst ja da einzeichnen. Achso, das Z war drin. Okay. Das ist GeoGuessr, ja. So findet es jedes Baby heraus, ist doch klar. Dann wäre es eine 10er-Frage sonst. So, ich denke, das ist richtig. Okay. Die rote dann lassen wir die Laterne Antwort. eindeutig. Also, Legt die sich rote. Chat. Zumindest rot eingezeichnet, also Spaß. Mats Elternhaus. Und jetzt. Ah ja, das lassen wir Antwort. gelten. Das lassen wir gelten. Das Ja. ist, glaube ich, sogar perfekt on point. Ja. Danke. Was? Aber er hat Was rot mir auch- eingezeichnet, er hat schon an die rote Laterne nebenbei gedacht dabei, ja? Ja, Also- ich würde erst rüberzeichnen, aber So, ich bin noch mal ganz kurz nach der Katze schauen. Mach Glückwunsch das, zu den mach Punkten, das. PK. danke dir. So. Also Crazy, mein lieber Crazy. Was möchtest du? Wahrscheinlich 800, oder? Ja, ich muss einholen. Also ich hätte gern Gothic 2 Fragen gehabt. Also, aber ich muss leider jetzt, also ich muss Gothic 1 Lager 800 nehmen. Vielleicht ist es was Gutes, vielleicht aber auch nicht. Mal sehen. Das ist wieder eine Frage von Nick, also ich kann dir nichts garantieren, aber wir schauen mal nach. Bin mal gespannt. Ich bin auch gespannt, ich weiß nicht mehr, welche das gerade ist aus dem Kopf. Also, Okay. so schon wieder, oh nein, schon wieder die Liste. Ergänze Nicht, mindestens 2 Angaben auf der durch Lares erweiterten Bedarfsliste der alten Mine. Solltest du alle exakt nennen können, bekommst du 200, aber jetzt, weil es ja verdoppelt ist, 400 Bonuspunkte, wenn du alles nennen kannst. Richtig. Das ist natürlich eine Liste, wo ich nie drauf geguckt habe. Aber wenn du alles perfekt weißt, 1200, 800 plus 400, 1200 Punkte, ja, überleg mal. Wenn du alles weißt, 1200. ich sehe halt das Bild nicht so gut. Du musst ja wissen, was unten fehlt jetzt. Was kommt dazu auf die Liste? Ja, das heißt, ich hätte trotzdem gern gesehen, was da Ah. drauf steht, weißt du? okay, ich schick dir Das wär kurz die schon cool. Liste so ohne Verbesserung, warte. Weil ich habe die Liste tatsächlich davor und danach nie angeguckt, tatsächlich. Das ist mein Problem. Ja, alles gut, ich schau jetzt I'm kurz so nach. sorry. Ich schick's dir rüber, ich wieder hab's da. hier direkt gefunden. Okay, nice. Oh Mann. So, da bist du. Ups. Hab sie geschickt. Nice. Also, da. Du musst das, was da unten drunter steht, wissen, nicht was oben steht. Was jetzt weiß er, ist ja klar. Wie gesagt, Ja. wenn du musst entweder 2 Angaben oder wenn du alles extra richtig hast, gibt's 400 Bonuspunkte, weil es doppelte Punkte sind jetzt schon. Also, ich würde jetzt mal sagen, bestimmt Spitzhacken und Hämmer hat er überarbeitet, weil ich rate einfach mal, weil das freie Lager wahrscheinlich... Nein, Was? Tipp, dass das kein Was? Tipp ist. Oben bleibt alles gleich und der Laris schreibt unten neue Sachen auf die Liste, die musst du aufsagen. Ach, neue Sachen, weil da steht Ergänze. Genau, Ja, die Liste das ist ja sind- voll mit da steht ja, wenn es Ach so. Laris und Laris bearbeitet. Das, was du die. da siehst, ist die originale Liste und Lara schreibt ja noch was drauf unter Okay, der Grußformel von Ian. okay.
Okay, also ich rate einfach mal. Ich würde mal raten, Waffen bestimmt. Also bestimmt Schwerter, Bogen, Pfeile. Sag Also einfach, also Munition wie gesagt, es passt höchstwahrscheinlich. uns, dass du Waffen gesagt hast erstmal, okay? Weiter. Ich würde einen Tipp Okay. geben, bleib relativ allgemein. Ja, bitte. Allgemein. Vielleicht noch Essen? Irgendwas? Also klar, da steht schon Käse, Apfel drauf, vielleicht aber noch was anderes. Keine Ahnung. Fleischschwanz-Ragout oder vielleicht, weiß ich nicht. Fleisch oder so. Ja, dann sag, was möchtest du sagen? Sag einfach jetzt eine Sache davon von den Sachen. Oder zwei. Du kannst ja theoretisch 3 Sachen falsch haben. Wie bei Ach so. anderen Fragen. Ja. Okay. Und es muss ja nur Also ich 2 hab richtig gesagt- haben, also es ist eigentlich möglich gerade. Okay, ich habe ja schon gesagt Waffen und Essen. Also, genau. Und dann würde ich noch sagen, vielleicht Rüstungen, wie sowas wie Butlerhosen oder so eventuell. Das könnte Sinn machen. Fackeln. Hattest du irgendwas mit Essen schon genannt? Gerade eben hatte ich was geschrieben. Hatte er, ja. Kommentaren, okay. Was hat er gesagt? Habe ich. Bitte? Was hast Ich du hab's dir gesagt? geschrieben, was er gesagt hat. Ah, okay, passt. Ja, ich gucke nach. Okay, und dann sage ich noch eine Sehr Sache, gut. damit die Toleranz maximal bleibt. Mhm. Dann muss ich aber nochmal raten. Vielleicht, okay, das ist vielleicht unwahrscheinlich, weil. Nee, das eher weniger. Vielleicht noch. Nee, das passt auch nicht. Okay. Bestimmt noch Tränke, also Heiltränke. Ja, Okay, du bist das auf der war's. Toleranz. Bin ich noch in der Toleranz oder ist es jetzt fertig? Du hast 2, du musst es 2 nennen, steht da ja. Du hast 2 Sachen richtig genannt. Okay. Du hast gesagt Waffen, halbes Dutzend Erzwaffen, Ersatzwaffen meine ich, nicht Erzwaffen. Mhm. Wäre Mhm. also wichtig, Waffen und Fleisch. Fleisch, gebratene okay. Scavenger-Keulen. Du hast 2 Stück richtig. Kriegst also die Punkte schon mal, ja. Nice. Und ansonsten Okay. hätte dir Und was noch gefehlt hätte, wäre Bier und Wein. Okay. Okay, gut. Krass. Ja, easy. So. Okay. Warte, ich muss es noch umstellen wieder. Ich war gerade woanders. So. Deswegen sagte ich, bleib eher allgemein, weil für das reine Nennen können wir die allgemeinen Sachen werten. Wenn es nachher um die exakten geht, hätte ich da halt schon die Scavenger-Keulen und die Anzahl hätte haben wollen, aber für das Nennen reicht das Allgemeine aus mit Essen, beziehungsweise Fleisch und Waffen. Okay, nice. Okay. Also, Nick. So, Max. Möchtest du die Frage vorweg? Du hast jetzt noch zu wählen Gothic 1 Lager 200 und Gothic 1 Mix 200. Möchtest du einen Geldbeutel verwenden? Ich glaube, er muss den Geldbeutel vom Tausender verwenden. Die Tausender, Da kannst du den Geldbeutel auch nehmen. Ja. aber kann ich den auch rein theoretisch jetzt wählen? Ja, aber wenn du jetzt 400 Punkte nimmst, kannst du unmöglich irgendjemanden mehr einholen. In den Tausender hast du Ich vielleicht dachte, noch eine die Chance. Tausender wird eh ganz zum Schluss gewählt. Richtig, Ach wird so, automatisch okay. gewählt, ja. Deswegen. Ach so, Ja. okay. So rein theoretisch jetzt, wenn die Tausender jetzt zum Schluss so oder so gewählt wird, so und ich dann den Geldbeutel einsetze, zählt das ist ja für den doppelten Einsatz dann, also. Genau, du kannst Zählt das zwei- dann für alle? Also, weil die Tausender machen wahrscheinlich alle. der Geldbeutel gilt nur für dich. Ah, der Geldbeutel okay. für dich. Also, Du kannst Okay. 2000 Punkte bekommen, du kannst aber auch 1000 Punkte verlieren. Ja. mhm. Okay, schade. Sonst hätte ich einfach so gemacht gehabt, so für die Tausender den Geldbeutel, dass dann quasi für jeden dann nochmal ein doppelter Einsatz wäre. So für den, der er richtig hätte. Also so ein Ehrenmove. So. Nein, leider Aber nicht. okay, wenn das nicht geht, dann würde ich den Geldbeutel für Gothic 1 Lager nehmen. Das ist ja nur noch die 200er übrig. Willst du nicht die 1000 wirklich danach nehmen, weil du hast ja. Also sagen wir es so. Du Ich könntest noch glaube jemanden nicht, überholen, dass ich die 1000er-Frage richtig beantworten könnte. Mach aber bloß, deine komm. Platzierung bleibt die gleiche, auch wenn du jetzt, egal wie du es machst, wenn du die 1000er aber vielleicht doch beantworten kannst oder sehr gut stehst, würdest du vielleicht noch jemanden überholen, aber du würdest niemals, wenn du die 200er jetzt benutzt, kannst du eh nicht besser werden und auch nicht schlechter. Es bringt dir halt. Ja, ich bin eh auf dem 5. Platz. Nein, bist du im kannst Moment den auf- hochgradig theoretisch einholen. Ja, siehst du, wenigstens den könntest du einholen. Im schlimmsten Fall ist es, ja. Okay.
Nimm einfach Okay, so dann machen wir das 200 so. und lohnt Dann sich machen- das mal. Also wir machen machen wir so. Gothic 1 Lager 200 ohne Geldbeutel. Ohne Geld. Alright? Was Okay. war der andere Joker, den ich hatte? Das besprechen wir Auswahl. erst. Du kannst Ah, nee. Jules die andere Frage gleich noch klauen. Ah, okay. Ach, warte, nee, du musst vorlesen. Nee, ich nicht, ich jetzt. Ja, Mole-Rats sind mächtige Kreaturen. Welche NPCs sind an der Quest der verschwundene Gardist beteiligt, beziehungsweise möchten direkt oder indirekt, dass du den verschwundenen Gardist findest? Das ist Gothic 1, oder? Genau, Hm. Darf ich nochmal fragen, ist das ein Neck? Wenn das ja? ist Snack, ja. Okay, Das ist ein Neck. dann. Ich muss aber die Namen nennen. Ich darf jetzt nicht drumherum umschreiben. Mir reicht es sinngemäß, wenn es von der Beschreibung passt. Okay, ich kenne mich da mit den Namen noch nicht so. Einige weiß ich, aber andere wiederum nicht. Aber der eine Gardist, der chillt ja quasi um die Arena herum. So, und der war dann quasi angepisst, als man ihm gesagt hatte, hier, Neck ist tot, weil er dann jetzt quasi das übernehmen musste. Und schon von den ganzen Buddlern hier das ganze Besteckungsgeld, glaube ich, war das? Schutzgeld, schon eingesackt hatte. So, ich glaube, da wollten nur noch Diego, glaube ich, wissen, ob Neck noch lebt oder nicht. So, aber das ist quasi nicht wirklich, also nicht direkt, sondern würde quasi als Punkt zählen dafür, im alten Lager aufgenommen zu werden, meine ich. Ich glaube aber, mehr waren es auch nicht. Das ist schon mal richtig, aber Diego ist es nicht, der es exakt wissen möchte. Nein, ich hatte auch nicht gesagt, habe ich gesagt gehabt, dass Diego es exakt wissen wollte? Ja. Es würde, achso, sorry, er wollte es wissen für die Aufnahme, also nicht exakt, also ist optional, so. Aber hier der eine Gardist, der um die Arena rumläuft da, der wollte es exakt wissen. Definitiv. Weil er dann Necks Posten übernimmt. Eine Person fehlt dir noch. Das ist nämlich das Indirekte. Okay, verrat ihr noch nicht? Ich überlege noch. Eine Person fehlt noch. Taurus ist es, glaube ich, nicht. Dem ist es, glaube ich, egal gewesen. Whistler war es, glaube ich, auch nicht. Whistler war derjenige, der das Schwert nur haben wollte und mehr auch nicht. So, Wir haben nie Gothic gespielt, wir wissen es immer noch nicht, sorry. Ne, das sind so Überlegungen für mich. Ich denke laut nach. Alles Und will, gut, auch das nicht, ist trotzdem nicht. und will auch nicht, dass es so eine Leere ist dann quasi so. Dass wir alle still sind und nichts zu hören ist. Und so. Deswegen denke ich ein bisschen laut nach. Warte, ich spiele kurz die Millionärmusik einfach ab. Können wir auch machen. Macht Umut ja auch mittlerweile. Ja, der hat auch so ein So, Quizformat in der Art, also passt ja auch dazu. Ich gehe jetzt für mich die ganzen Leute da aus dem alten Lager nochmal durch. So, sind jetzt, also, so, Fingers war jetzt auch nur quasi für die Arena zuständig, aber ich glaube, dem war das auch egal. So, nur nochmal zur Wiederholung, ich denke für mich jetzt laut nach. So. Warte, wen habe ich jetzt? Whistler, dem war es egal. Ich glaube Dexter, doch Dexter, oder? Dexter hieß der. Ich glaube, dem war das noch. Ich würde mal sagen, jetzt richtig, du bist jetzt sehr lang an der Frage. Gib uns Ja, jetzt noch okay. einen Guess und ansonsten gebe ich jetzt Jules noch den kann er gerne noch klauen. Dann. Ich Hey, würd kann sagen, theoretisch auch noch klauen. Ja, oder Piquet, Also, beide kannst okay. klauen.
Okay, ich habe jetzt, mir fällt jetzt keine Begründung ein, aber ich würde jetzt dann vielleicht den letzten Dexter, ich glaube Dexter hieß der, oder? Dexter, der auch in dem Turm da war, bei Onershof in Gothic 2. War doch Dexter, ne? Das ist Dexter, ja. Die Genau. Frage ist, warte Alex, ich muss dir mal kurz was schreiben. Ja, bitte. Ich muss mal eben kurz das Ding hier laden stellen. So, zum Glück habe ich noch einen zweiten. Okay, also, ich habe jetzt mit ihm kurz besprochen, aber Ding darf es klauen, wenn er möchte, der Jules oder der PK. Wenn ihr möchtet, einer von euch. Weil ihr habt noch diesen Erz, den ihr sonst nie wieder nutzen könnt, den bis März. Also ich würde sie klauen. Wenn PK jetzt nicht klaut, könnte er theoretisch Jules noch die Frage Ich habe jetzt klauen. gerade Jules, ich wollte mit Jules hören, er hat gerade geredet. Achso. Genau, ich würde sie klauen. Ja. Okay. Also, weil du das- es ganz genau weißt, ne? So, ja, erzähl. doch, das ist Sly, wäre das. Fehlt aber immer noch eine Person. Ja, Sly und Fletcher. Die hat er beide genannt, mehr oder weniger. Und Snuff ist auch noch dabei. Genau. Ah, auf Snuff kam ich nicht. Der Koch. Der will mit den Höllenpilzen, der schickt den Helden los und dann sagt er hat den Neck auch losgeschickt. Okay. Ja, okay, Was auf ist das, Snuff Nick? kam ich echt nicht mehr, weil Mhm. ich kam nicht drauf wegen der Höhlenpilzen. Nick, das passt? Ich war mir nur nicht sicher jetzt gerade selber. Das passt. Okay. Du kriegst die halben Punkte übrigens, weil du die 2 von 3 wusstest. Lieber Max. Und der Jules kriegt die vollen dafür natürlich. Okay. So. Okay, also Jules, ich würde dich jetzt gerne fragen, welche Frage du haben willst. Das ist sehr schwer Wo bestimmt bist zu du hin? entscheiden. Ja, dann nehmen wir die Gothic 1 Mix 200. Unerwartete Wendung. Ja, das, Der alte Greis. Wer ist der Magier im Intro von Gothic 1, der den Brief übergibt? das Pyrocar. Er hat es richtig. Oh mein Gott. Es ist Pyrogeist, dieser Magier. Oha! Wer hätte das gedacht? Ich Die nicht, erste ich habe Frage Gothic noch aller nie Zeiten. gespielt. Darf ich noch im Nachhinein klauen, die Frage? Nein, tut uns leid. Okay. Jetzt kommt die große finale Frage, wo Nick dann gleich vorlesen darf. Und, Der vorläufige Punktestand sind Crazy Do Gaming 3900 Punkte, Max Deus Live 1350, Jules Entertainment 4600, der Hochkönig, der uns leider wegen Unwetter vorzeitig verlassen musste, kam auf 1800 immer noch Punkte. auf dem 4. Platz. PK Charmant hat aktuell 2900 Punkte. Aktuell führt Jules Entertainment. Den Wird Thron Crazy Do Hochkönig. Gaming den ersten Platz holen oder wird es Jules? Seid Und, gespannt. Und wir sind Max- es auch. Aber erst Max. nach der Werbung. Nicht Spaß. Warte kurz, Leute, Werbung einfügen. Warte, über ganz Bildschirm mit was. Holy, jetzt kaufen. Das was. Also Max, du nimmst den Mit Gutschein, dem denke ich Code mal. Shaper, mit dem Code Shaper 0 bekommt ihr sogar ganze 0% Rabatt. Nein, Holy. nein, mit dem Code Shaper 0 zahlt ihr noch 10% an Shaper noch extra. Da ist so gut. Da ist er echt gut. Ja. Nee, okay. Aber du nimmst den Gutschein, denke ich, Max, oder? Ja, Das- ich will jetzt alles oder nichts. Ja, so funktioniert ja auch der Ding. Du könntest 2000 Punkte kriegen, vergiss das nicht, wenn du es schaffst. So. Also Nick, du darfst jetzt gleich vorlesen. Schockiere sie alle. Ich warte noch, bis es im Stream angezeigt wird. Mhm. So, wenn du das weißt, bist du goldgeil. Nenne den Goldwert und die Namen dieser Gegenstände. Alles bis auf die Rüstung sind Questgegenstände oder Questbelohnungen. Die Toleranz zum Besten ist 2 und Goldtoleranz ist je nach Item anders, aber fair verteilt. Aber diese erfahrt ihr erst in der Antwort. Auch wieder 5 Minuten oder? Aber ich sehe tatsächlich das gar nicht gut. Es ist irgendwie viel zu dunkel. Beziehungsweise sehr klein. Könntet ihr uns das schicken? Ja. Dann kann ich Ja. mal Ja, Alex schickt euch das. Ja, ich mache aber schon mal mit dem Möchte Ding da- bereit. Möchte dazu sagen, die alles entscheidende Frage ist von Gothic Shaper himself. Mhm. Ja, die Mordbriefe kommen, ich weiß nicht was.
Obwohl, ich habe jetzt keine Ahnung. Ich fände die Frage nicht so schwer, weil ich oft auf die Werte im Spiel tatsächlich schaue, aber je nachdem, ob man sich das jemals anschaut, ist eine andere Sache. So, ich schick's euch allen nochmal privat. Ich wollte gerade auf Russisch sagen, dass ich es euch privat schicke. Sehr gut. Sehr wichtig. Hey! Ich fahr meinen Tisch wieder runter. Es wird ah, natürlich ein Crazy Ren. Ren vor allem. Rennen. Sprich Deutsch, Nick. So, ich habe euch allen 4 das jetzt geschickt. Ab jetzt stelle ich 5 Minuten ein und let's go. Ich gehe mal hin. bei mir ist noch Auf dem bei mir ist noch ein Whiteboard. dann Geogesser bitte. mit auf dem Whiteboard. ist denn das, hä? Ah, scheiße, ich habe das Russische weggemacht. Ich wollte es eigentlich lesen. Scheiße, egal, zu spät. Ah. Warte, wenn du mir gleich, nachdem ich das beantwortet habe, nochmal eine Minute gibst, weniger als eine Minute, Ja, alles gut, um das passt ja, nochmal zu kein schreiben, Problem. dann schreibe ich das noch einmal. Alles gut, passt ja. So. Er geht in Stein rollen, du Arsch. Gib's im Sirenius! Es muss zusammenhalten. Also nochmal als Tipp. Die Rüstung ist das Einzige, was kein Questgegenstand oder Questbelohnung ist. Alle anderen sind nicht die Standardsachen, die ihr kennt, sondern wirklich nur Items, die man Quest oder eine Questbelohnung ist. Aber eine Frage. Ja? Diese Rüstung kann man schon auch bekommen und anziehen, oder? Richtig, die kannst du bekommen. Die sieht auch genauso aus wie Diegos Rüstung, wie du siehst. Okay. Es ist aber nicht Okay. Diegos Rüstung, damit alles wissen. Es ist kein Questgegenstand, hab ich ja gesagt. Du kannst alle diese Gegenstände im Spiel bekommen. Kein Cheat-Frage ist das. Okay, ich glaube, okay, ja, okay. Und deswegen müsst ihr auch den Namen auch nennen. Ihr müsst Name, Wert, genau, Name und Wert von den Sachen, ja. Genau. Steht ja doch. Okay. Richtig. Ja. Ach so. Und Inventarwert, Äh. nicht Verkaufswert. Okay. Gibt's da auch wieder eine Toleranz oder ganz genau? Jedes Item Die hat Toleranz eine erfahrt ihr in der Antwort. Genau. Okay. Und dann gibt es auch noch, der am nächsten ist, dann sozusagen, an dem wird die Toleranz berechnet dann auch. Ja. Ist aber auch wieder Gothic 1, ne? Nein, das sieht man 2. auch. Hm? Gothic 2. 2. Das ist doch die Ah, Kategorie okay. Gothic 2 Mix gewesen. Achso, ja, okay. Das habe ich nicht mehr im Kopf gehabt. Okay. Ich habe noch keine Antwort, bei der noch niemand hat irgendwas bei mir geschrieben bisher. Ich habe noch nicht eingeloggt, deswegen. Ja. Muss ja nicht einloggen, habt ihr noch Zeit? 3 Minuten bei der Way ab jetzt. Okay. Ich bin Boah, stets aber. bemüht. Ich sehe nur die Geogesser-Punkte von den Leuten bisher noch. So. Ich muss auch mal schreiben lernen. Ich habe jetzt ein I vergessen gehabt fast. Das wäre jetzt nicht so schlimm, wenn es das wirklich Richtige ist. Wäre es auch nicht schlimm, ehrlich gesagt. Na, wäre auf jeden Fall für ein paar Lacher gewesen, wenn da jetzt ein I gefehlt hätte. Oh, okay, das wäre schon. Okay, frag mich, welches Wort das wäre. Okay, warte. Dann mach ich das I jetzt extra weg. Okay, das werden wir sehen. Oder Immer noch in nicht. Klammern. Oder in Klammern. Oh, ich sehe jetzt was bei PK. Okay, ich glaube, Also PK, also erstmal PK. Vergiss nicht, das sind alles Quest-Items bis auf die eine Rüstung, ja? Das ist Ich jetzt bin noch so mein Tipp. gespannt. Quest, Wie wird das Gegenstände ausgehen? und Item, Belohnungen. Also, ich sag dir jetzt nicht, was. Beim ersten kann es ja nur eins von den beiden sein. Wenn es ein Ja, Quest-Item ist, oder? Beim zweiten, überleg mal, was es da gibt. Beim dritten, überleg mal, was es da gibt, was auch ein Quest-Item ist. Also alles bis auf die Rüstung ist ein Quest-Item. Und du musst halt eins von beiden hinschreiben und nicht 2 verschiedene, ja? Okay. So. Wird Crazy doch das Rennen machen oder wird es Jules Entertainment? Ach, wirklich Quest-Items. Quest-Gegenstände oder Quest-Item, Belohnungen geht auch und so. Okay. Ja. Okay. Ich find's so schade. Was ist meine andere Bonusfrage? Aber die ich bitte, dran kann. Warte, bitte, wie viele bitte. Items sind das überhaupt jetzt? 1, 2, 3, Bitte. 4, 5, 6. Okay. Bitte, wo sind das 6 Items? Sind noch 2. Da muss ich. Ich sehe 5 Items. Die Rüstung kann man tatsächlich im Spiel tragen und es ist nicht Diegos Rüstung. Richtig, ja. Okay, sind das dann die muss 2 ich- Rüstungen? Nein, muss das ich ist eine. Als andere Sache. Ich, Ich will nur Crazy Ach, kurz was sagen. Ich habe jedem ein bisschen so Tipps gegeben. Crazy, wir sind nicht in Gothic 3 wegen deiner letzten Antwort, ja? Oh!
Warte, wie heißt es nochmal? Und das dritte, was du geschrieben hast, Quest-Item. Das ist kein Quest-Item, was du im dritten hingeschrieben hast. Ja, ich hab das Also- jetzt eingeloggt. Also, Leute, es sind noch so- 30 Sekunden. Nur so als Frage, das sind jetzt also keine 2 Rüstungen, die da rumliegen. Das Nein, das ist eine. Oh, okay, Leute, ihr habt noch. Dann- Gut, wir machen jetzt noch, wir machen noch 2 Minuten länger, jetzt weil immer wieder Fragen. Hört man mich aufkommen. überhaupt? Ja, ich höre dich, alles gut. Okay. Okay, So, Ich habe auf meine Frage das gecheckt. geantwortet und PK. Wie gesagt, du hast Quest-Items, habe ich gesagt. Du hast da 3 Sachen noch nicht als Quest-Item benannt. Okay, ich hab's. PK. Ich hab's. 3 Stück. 3 Sachen hast du nicht als Quest-Item, da hast du einfach irgendwelche Namen genommen. Normale Namen. auf 60 Sekunden. Okay. Ich kann den anderen, die noch gar nichts bestätigt haben, gar keine Tipps geben, weil ich nichts sehe. Ich hab achso, bestätigt. warte. So. Ah, jetzt sehe ich was. Aber gut, Weil, ich okay, hab ein Max, gutes ich lese mir bei Gefühl. dir durch. Ich hab tatsächlich Max, du hast noch keine Rüstung angegeben, by the way. Ja, die musste ich jetzt entfernen, weil ich gedacht habe, das sind 2 Rüstungen. Und, Oh, aber Max hat eine Sache genommen, die auch theoretisch sein kann. Die müssen wir auch dann aufnehmen. Nee. Nick, da müssen wir gucken, ob das dann stimmt, ja? Okay. Da gibt es eine Sache, die hätte ich nicht erwartet. Aber das oberste, ich gebe dir noch einen Tipp, Max, das oberste, ein Quest-Item. Das, was du geschrieben hast, ist ein Standard-Item. Das ist ein Quest-Item. So. Jules, noch ein Tipp? Wir haben gesagt, die Rüstung kannst du selber tragen. Die Rüstung, die du geschrieben hast, oben kann man nicht tragen. Selber. Ja, aber das. ja, Das sieht jetzt bin wirklich ich am dumm aus. Es ist dumm, überlegen. dass es von- in-game so aussieht, diese Rüstung. Wirklich. Ich bin's Noch auch blöd, 30 aber es sieht so aus. Sekunden. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber. Also PK, du wirst nichts mehr ändern. Du lässt es jetzt so mit den Standardworten, oder was? Ah, du machst jetzt was. Okay, jetzt steht bei mir, dass du es gerne Ja, hast. ich bin stets bemüht. So. 20. Ansonsten. Ich finde, also das finde ich schon lustig, eine Sache hier daran. Du hast noch keine Rüstung hingeschrieben, Max. Du musst noch 10. eine Rüstung Ja, ich muss Neun. nur einloggen. Ich bin noch dabei. Es sind noch 18 Sekunden. Sekunden. 7, Ja, 6, 5, 4, es sind jetzt 3, erst 10 Sekunden. 2, Ja. 1. Piep. Nick, es sind noch 7 Sekunden eigentlich. 5, 4, Also mein Timer 3, hat gerade gebimmelt, 2, 1. falls man das nicht hört. Und jetzt bin ich Ja, mit die Rüstung, keine Ahnung. Da bin ich bei der Okay. Rüstung, bin ich jetzt echt mal gespannt. Okay, also die Rüstung, ich will jetzt ganz kurz noch gucken, bevor ich aufdecke. Also die Rüstung hat tatsächlich kein Mensch gegessen, wirklich niemand. Was? Ja. Niemand. Echt? Bin echt gespannt jetzt. Okay, Was? also ich werde jetzt euch die Antworten erstmal zeigen, okay? Ja. Also die Antworten sind hier. Alriks Schwert, Piratenrüstung, Nein. Niklas Oh. Eintopf, Blutkelch, wertvolle Innerstatue. Aber die Rüstung sieht halt wirklich wie Diegos Rüstung aus. Das ist so crazy, Okay. wenn du sie auf den Boden legst. Piratenrüstung. What the hell? Was? Das ist wirklich richtig gut. Dieses Ding ist wirklich komisch. Weil- Das ist so, ja. Soll ich was dazu Ich hasse sagen? es. Ja? Ich hasse es. Dieser Logo, der so nach hinten verschwindet, sah 1:1 so aus wie bei der schweren Milizrüstung. Ja, ja, richtig. Aber das sieht halt, wenn man es ablegt, so genau aus. Die schwere Milizrüstung kannst du natürlich auch kriegen. Aber es ist halt Ja, ein das- bisschen anders als die schwere Milizrüstung in-game tatsächlich, Ja. wenn sie es auf den Boden Eigentlich. legen. Ja, das Ja. war nämlich mein erster Guess, schwere Milizrüstung, und da hat die das I vergessen und da hieß es da Milzrüstung bei mir. Ah, geil. Okay, Leute, also ich mache jetzt die Lebertrauen. Antworten auf. Ich Also, muss wir fangen mitschreiben, mit wem? Wir fangen mit PK an. Also, PK hat schon mal Blutkelch, Name, richtig. Teklas Eintopf, richtig. Das sind schon mal 2 Punkte. Jetzt gucke ich mal die Goldsachen an. Rüstung komplett falsch. Teklas Eintopf, Wert falsch, komplett falsch. Innos Statue ist richtig, also 3 Punkte schon mal. Einfaches Schwert ist falsch. Blutkelch 200. Wie viel habe ich bei Blutkelch? 20? Nee, auch falsch dann. Nee, 200 ist richtig, genau. Oh mein Gott, das wusste nicht mal ich mehr aus dem Kopf. 200, also hat 4 Punkte, der liebe PK. Fürs Erste, weil später gucken wir noch, was näher ist, je nachdem. Hast du es aufgeschrieben, Nick? Ah, ich hab's dem Falschen geschickt. Ich hab das gerade versehentlich an Freddy geschickt. Moment. Du sollst nur gucken, dass du hast aufgeschrieben, dass 4 Punkte sind, okay. Ja, Okay, aber was also, macht Freddy jetzt damit? sind wir bei Jules. Der Blutkelch ja. ist nicht in der Toleranz. Also PK ist am nächsten, weil er genau die Blutkelch-Ding hat. Das heißt, da gibt es keine Punkte dafür. Dann die Rüstung auch, der Wert ist falsch. Aber Blutkelch, Tekla ist richtig. Darons Statue ist auch richtig. Das ist
Die wertvolle, das ist die Daron, das passt. Das ist okay. Rostige Schwert ist weiter. Warte, 3 Moment, Punkte dafür. Moment, so schnell kann ich nicht tippen. Teklas Eintopf war der Name richtig und der Wert ist außerhalb der Toleranz. Warte, ich habe jetzt gesagt Blutkelch, Thekla und Daron, Name ist schon mal richtig. Das sind 3 Punkte erstmal. Der Blutkelch ist nicht in der Toleranz. Theklas Eintopf ist auch nicht in der Toleranz. Darons Statue ist 150, aber ich muss gucken, auf wie viel was er hatte. Und leider gibt es keine Punkte dafür. Also, warte. Blutkelch. Aber krass. Okay. Daron ist auch. Ah, nee, du bist näher an Daron, der kriegt noch einen Punkt mehr. Wie viele Punkte hatte dann 4 jetzt, oder? Moment, 1, 2, das wären 4, ja. Dann hat er 4:4 bisher mit PK, okay. Da haben wir auch ähnliche Sachen aufgeschrieben, krass. Ja, Jules. Von der. Ich warte, wusste nicht mehr, wie die Fischhändlerin hieß, aber ich meinte, von ihr, die Innenstatue hatte auch da irgendwie so einen extra Namen. Von Ach, ihr. von Edda? das? Edda, genau. Eddas Innenstatue oder so hieß er, glaube ich. Oder? Die von Edda, die hieß, glaube ich, nur Innerstatue. Nur Und selbst wenn sie das hießen Die würde, kriegst du würde nur es von den trotzdem Goblins. zu ungenau sein sollen. Trotzdem. Aber der Wert ist zumindest richtig. Okay. Eintopf ist falsch, aber Thekla und Topf selber sind 2 Punkte. Bromos goldene Schale, ich habe keine Ahnung, wie viel die wert ist. Das kann man aber zählen, weil goldene Schale sieht genauso aus. Aber was ist Das die Icon wert? sieht aber anders aus. Das ist ein Gold. Ist das nicht ein goldener Teller? Das war ein goldener Oh Teller. ja, du hast recht. Das Okay, war das ein ist goldener falsch. Teller. Okay, ja. Stimmt. Warte, ich Schwert gucke und das schnell Rüstung nach. Das ist bei, also Schwert hab ich theoretisch keine nur 2 Ahnung. Punkte bisher. Ja, Schwert und Rüstung hatte ich keine Ahnung und da habe ich dann auch, weil ich keine Ahnung hatte, und ich hatte erstmal gedacht, das wären 2 Rüstungen. Und bei der einen dachte ich dann so, weil ich das so erkannt hatte, dass das diese schwere Milizrüstung wäre, oder Milzrüstung. Ja, So, und da musste ich dann komplett einfach raten, so weil ich dann gar keine Ahnung hatte. okay. Und bei Rüstung und Schwert. Und Schwert habe ich nicht erkannt. Okay. Ich finde auf Was? die Schnelle kein Bild. Ich müsste in-game reingehen und sie cheaten. Du kannst ja mal gucken, jetzt erstmal schreib 2 Punkte auf, das können wir gleich nochmal nachsehen, ja? Schreib 2 Punkte erstmal. Warte, also, Moment. So, 2 Punkte habe ich, aber ich muss hier wissen, für was. Also, er hat den Eintopf und der Goldwert war falsch. Und Erinnerungsstatue-Wert war richtig, aber. Der Wert. Mhm. Also hatte 2 von 10 Punkten, die man erreichen kann. Hast du's? Habe ich. Sehr gut. Jetzt kommt Crazy, du. Teklas Eintopf, ist richtiger Name. Milizrüstung. Also er hat goldtechnisch ist er erstens in der Toleranz, zweitens am nächsten. Also er kriegt Bei einen was Punkt für die jetzt? Bei der Gold. Rüstung? Ja, ist am Gold am nächsten. Also hat er schon 2 Punkte jetzt. 3, 4, 5 und jetzt muss ich die Goldsachen noch. Oh, Moment, so 6. schnell bin ich nicht. Teklas Ich zähl Eintopf grad nur. ist ein Punkt, aber Gold falsch. Alric Schwert hatte als Name. Das ist bei Alric Schwert mit dem Wert. Das ist auch richtig der Wert davon. Ich gucke gerade nur, ob jemand noch. Warte, ich wollte Wie jetzt sieht kurz man denn, gucken. dass das Eiriks Schwert ist? Crazy. Jetzt erzähl mal. Das will ich jetzt wissen. Weil es ein Quest-Gegenstand ist. Also, das ist die Ja, okay, ja. der mir einfällt, der so aussieht. Also bis jetzt habe ich 4 Punkte bei Crazy. Ich brauche die Werte von Ich habe Crazy mehr. bitte Lass nochmal. mich hier kurz. Ja, ich sag jetzt nochmal. Thekla ist richtig. Gold von der Milizrüstung ist richtig, ist 2. Und die 3 anderen Namen, Alrik, Schwert, Blutkelch und Wert von Innenstadt ist auch richtig, sind 5 schon. Gold von Alrik ist richtig, ist 6. Du warst ja viel zu schnell weg, weil du direkt rumgeklickt hast. Warte, Ja. wertvolle. 6. Blutkelch hat er genau dasselbe Wert wie Jules. Jules kriegt auch noch einen extra Punkt, die sind am nächsten. Das heißt, da kriegt man auch noch einen Punkt für Blutkelch und Wert von Innenstatue. Warte, bei dem Blutkelch hatte den nicht jemand komplett richtig? Nein. PK hatte den komplett richtig. Wirklich hat er Hast du 200 vorhin genau? gesagt. Ja. Ja. Oh ja, okay, dann vergiss es, dann gibt's keinen Punkt dafür. Okay, Nee, dann keine. okay dann sind 7, oder? Punkte, glaube ich. Ich rechne So, nochmal nach. ein Punkt für Teklas Eintopf, ein Punkt für den richtigen Goldwert bei der Rüstung, 2 für Alrik, ein von den Namen vom Blutkelch, ein für den Namen von der Innerstatue. 6. Und den Wert für die Innerstatue sind wir bei 7. Wir haben doch 7 7. Punkte für Crazy. Okay, jetzt sag mir, wie viele Punkte jeder hat. Crazy hat 7 Punkte, Max hat 2 Punkte, Jules hat 4 Punkte und PK hat 4 Punkte.
Also, dann du kriegt bist jetzt so Jules crazy, kriegt die Hälfte wirklich. Punkte. Ja. Also Crazy kriegt die vollen Punkte. Und Jules ist der Einzige, der noch mehr als die Hälfte hat von dem Rest, oder? Also 4. PK hat doch auch mehr als Naja, die PK Hälfte, hat oder? auch 4 Punkte. Ja. Also PK PK und ist ihr kriegt noch gleich. Hälfte Punkte. Jules und PK Ja. kriegen Hälfte Punkte. Und ich habe die 1000 500 verloren, Punkte. ne? Warte. Leider ja. Ja, Risiko, ne? Aber trotz alledem hat Jules jetzt gewonnen, das Quiz. Lustigerweise. Guckt euch das mal an. 200 Punkte. Krass. Das ist aber eine Kiste, knappe Kiste. Ganz knapp. Ja, Dann wünsche ich dir viel Ja. Spaß gegen Lord Pappnase, Kurge und Johnny TTV und Mastiamo auf jeden Nein, Fall. nein, das ist dann das nächste Finalistenquiz, wo er dabei ist, der Jules. Das nächste Finalistenquiz ist das von Jules. Das jetzige Ach ist so. ja schon voll. Vergiss das nicht. Ach so. Ich Das dachte, jetzige ist haben wir der schon- wir haben schon 5 Gewinner, weil Gewinne. Kurge zweimal gewonnen hatte. Nein, Kurge hat nur einmal gewonnen. Der Kurge war Ach nur so. einmal dabei bisher. Also Oh. kann er nur einmal gewinnen. Also, aber er ist beim nächsten Finalistenquiz dabei. Und der ist der erste der 5 nächsten Dann nehme ich Kandidaten. zurücklehnen mal und schauen, wer da alles noch so kommt. Ganz entspannt. Aber richtig cool, also auf jeden Fall Jules. Herzlichen Glückwunsch. An alle natürlich herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, es hat euch allen GG. Spaß gemacht. Dankeschön, Crazy auf dem Dankeschön. zweiten Platz. Ich bin vor den Hochkönig, das reicht. PK ist auf dem 3. Platz. Der Hochkönig ist auf dem 4. Platz. Und auf dem letzten Platz ist Max. Also Ziel der Top 5 hast du erreicht, mein Guter. Immerhin. Ja, Nee, okay. Ich glaube auch, Shaper, du hattest auch erwartet, ich wäre auch ein Veteran, oder? So, als Nick mich vorgeschlagen hatte. Also er So, hat dass ich gesagt, er hat nicht vorgeschlagen, ich habe gesagt, ja gerne, lade ich ein, ich lade jeden gerne ein. Hm? Ihr müsst ja nicht Götter sein oder so, das ist kein Problem. Hm. Ich tue nie jemals, Ja. ich tue jetzt Leute zum Spaß einladen und nicht, dass sie gewinnen und unbedingt der Beste sein müssen. Und Pokémon und so und dies, das, ja, fertig. Ich glaube auch, Nick hatte bei mir auch viel mehr Wissen irgendwie im Kopf gehabt, so dass ich das irgendwie deutlich mehr in der Lore noch drin bin. So. Ich habe aber auch, ich glaube, wegen anderen Projekten, die ich noch nebenbei habe, auch viel zu viel anderen Bullshit im Kopf momentan, Ja. dass ich auch einfach Sachen ausblende und so. Alles gut. Mhm. Aber- Jetzt musst du nur auf dem Lore Talk Server gucken, da bist du gleich perma gebannt, wahrscheinlich von Nick, nicht Spaß. Ach Quatsch. Ja, Das ich war doch glaube, da der gibt es Witz, alles Schlimmere. gut. Und Ja. ja, beim Lore Talk, ich bin da auch, weil ich ja noch ein Anfänger bin, so eine erfrischte andere Sicht, so, Mhm. weil ich da Sachen nochmal quasi so wahrnehme, wie die das schon länger spielen und so weiter, gar nicht mehr auf dem Schirm haben und so weiter. Ja. Wie, Komplett anders beleuchtet auf jeden Fall genau. ganz oft und das ist sehr wertvoll. Mhm. Ich unterbreche und, ich unterbreche ungern, aber ich muss jetzt leider schon los. Ist ein bisschen spät geworden. Also ich verabschiede mich gerne von dir, lass noch kurzes Feedback da und ich wünsche dir schon mal eine gute Nacht und wie auch immer. Danke auf jeden Fall fürs dabei sein, Crazy, auch von mir. Ich bedanke mich auch an euch, auch an die Teilnehmer. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, also sehr cool wieder mal heute, wie gesagt. Sehr, sehr cool. Diese ganzen Fragen auf jeden Fall. Also das Balancing war sehr, sehr gut, finde ich. Es war meiner Meinung nach nur ein bisschen zu lang in manchen Ecken Ja. und Kanten. Aber das kann man alles ausbessern, das ist ja kein Problem. Mhm. Und ja, auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und genießt es noch jetzt die restliche Zeit, ne? ja, ebenso. Jo, mach's Okay. gut. Danke dir. Danke Robert. gleichfalls. Bis bald. Ade, ciao. Auf Wiedersehen. Danke. Ciao. Okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir der Reihe nach auch wieder weiter. Dann gehen wir jetzt zum Max. Ja, Max, du darfst weitermachen. Achso, ich darf weitermachen. Ja, vor allem, ich habe auch festgestellt, so die Vorbereitung, die ich gemacht hatte, was Gothic anging, hat gar nichts gebracht. Ich hatte tatsächlich, Jules, ein paar Videos von dir sogar angesehen gehabt. Ich kann jetzt nicht sagen, welche. Also von dir, von Danny Kicken und Jorgensen. Und die hatten mir nichts gebracht, so muss ich auch ehrlich sagen. Weil die Fragen kamen einfach gar nicht. I mean, der So. Jules hat gewonnen, also Ja. an seinen Ja, Videos kannst du ich nicht glaube liegen. so. Ich sag auch nicht, dass glaub, Jules Das schuld war nur ein ist. Spaß, so. das war doch nur ein Spaß, das war doch der Witz daran. Ich sag auch nicht, dass Jules schuld ist. Ich habe mir nur die falschen Videos wahrscheinlich angeguckt von ihm. Natürlich, das Ey, war doch nee, auch ich nur ein glaube, Witz. dieses Detailwissen über irgendwelche Dinge, welche Stats hat das und das sind halt Dinge, die weiß man halt entweder oder nicht. Ne? Das ist halt, mal hat man Glück, mal hat man Pech irgendwie so, mehr oder weniger. Genau, und Mahatma Gandhi.
Genau. Mhm. Nee, Ja, aber mal verliert man, mal gewinnen die anderen. genau. Aber ich würde auch gerne noch dein Feedback auf jeden Fall jetzt dazu haben und wäre schön, wenn du es nochmal machst. Also, ich wäre gerne nochmal eingeladen und ich hoffe, bis dahin habe ich den Status des Anfängers endlich mal weg von mir. So. Ja, ich muss wieder Gothic spielen, auf jeden Fall. Heute war ich hab- Probearbeit bei Nick, deswegen nächstes Mal ist dann die richtige Arbeit. Ja, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich finde es auch immer schön, auch mal so eine Herausforderung zu haben. So, ich liebe Herausforderungen, auch wenn ich da immer verkacke. So habe ich lieb Herausforderungen. Mhm. So und auch mal mich mit den alteingesessenen Gothic-Spielern mal zu messen und zu sehen, wie schlecht ich bin. Damit ich auch, vor allem ich sehe das eigentlich so, damit ich weiß, wo ich mich bessern kann. So. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hatte mir gehofft gehabt, dass ich am Ende immer noch über 1000 Punkte bleiben, aber ich wollte zumindest ein Risiko eingehen und mit etwas Glück vielleicht bei 2000 sein. So und ja, und Feedback, was mir einfällt, ist das ist jetzt allgemein so alle Gothic-Spieler dein Quiz, ne? So, dass man vielleicht auch so unter Anfängern, Veteranen, Fortgeschrittenen und so weiter vielleicht auch mal unterscheidet. So, dass man Anfänger-Quiz macht, einen fortgeschrittenen Quiz, wo die Fragen mal leichter sind, mal schwerer. So quasi auf die Teilnehmer quasi gemessen. Ich hatte tatsächlich jetzt schon Aber- auch eine Anfrage, also ein paar Mal einen Kommentar bekommen, auch von jemandem persönlich. Ich sollte mal einfach alle, die Quizze verloren haben, mal gegeneinander antreten lassen, auch in so einzelnen Quizzes. Und ein bisschen leichter dann machen. Wurde mir mal gesagt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eine lustige Idee ist. Ich weiß Weil wie man du weiß meinst, ja aber nicht, ich wie mag uns gut jetzt die- nicht outcallen. Nein, alles gut. Aber ich frage mich wirklich, ob da dann Interesse bei den Leuten dann besteht, dass das gemacht wird. Hört sich ja Also, eigentlich aber- nicht ich habe so. gesagt, Ey, ja, aber- würde ich sagen. Also ich würde mitmachen, auf jeden Mhm. Fall. Aber vielleicht sogar so eine Art Hall of Shame, so einfach als Scherz so und dann der Verlierer kommt weiter. Der am schlechtesten abgeschnitten hat. Also Ja, die vielleicht versuchen- so, Finalisten, das Finalisten-Quiz auf Verlierer umgemünzt oder wie? Aber die schlechtesten und gegeneinander oder wie? Also schlecht im Sinne von den Punkten. Ja. genau. Irgendwie so. Dann Nee, würde das ich ist- auf jeden Fall gewinnen. Ja, okay, nee, das ist ja lustig auf jeden Fall, ja. Nee. Einfach so Danke. als Joke, so vielleicht so Ja. mit nur Viertelfinale, Halbfinale und Finale. So was irgendwie. Alles gut. Dass man dafür dann quasi aus allen Variationen, also von Veteranen und Anfängern und so weiter, von allen dann für dieses Hall of Shame die Verlierer rausnimmt. Alles Das gut. ist böse. Ja, das ist sehr böse. Ich nenne es die Hall of 5. Platz, das ist ein bisschen besser. Die Halle des Schläfers. Die Halle des Schläfers, genau, die schlafen alle ein, deswegen haben sie nicht antworten können, ja. Okay, Böse, aber wäre Content und ich glaube, das würde auch den einen oder anderen gefallen. Das Schläferquiz. Okay, das ist vielleicht eine Idee, aber alles gut. Okay, also mein lieber Schulz, ich danke dir auch auf jeden Fall, dass du dabei warst. Ich habe nur eine Frage, ob du Bock hättest, in meinem Podcast-Format einmal dabei zu sein und danach übergebe ich jetzt das Wort an dich. Oh, können wir gerne mal machen. Also Podcast bin ich immer gern dafür zu haben. Können wir mal einen Termin ausmachen. Sehr gerne, sehr gerne. Ansonsten, also zum Quiz hat echt viel Laune gemacht, war auch echt eine coole Runde, muss man sagen. Also hat echt Spaß mit euch gemacht, mit allen. War echt sehr cool, die Fragen. Also ich habe ja das ein oder andere Quiz zuvor angeschaut, also da hat man schon gemerkt, dass es sich jetzt dann deutlich gebessert hat, auch was das Balancing angeht und die Fragen, die letzten Mal waren viele Aufzählfragen, wo man dann so 20 oder 10 oder 20 Gegenstände aufzählen musste. Das war jetzt hier in geringerer Form und dann auch immer ganz gut eingebunden. Ich fand das zum Beispiel mit den Büchern jetzt zum Beispiel eine ganz coole Sache trotzdem, weil das halt so Dinge sind, die ja wissen halt dann trotzdem viele Spieler nicht. Von dem her, nee, hat sich auf alle Fälle, wie gesagt, man merkt die Fortschritte auf alle Fälle, die gemacht werden und nee, mir hat es echt super Spaß gemacht, also war eine Top-Sache. Das freut mich zu hören und auf jeden Fall sehr geil, dass du dabei warst.
Und sehr schön. Okay. Dann gehen wir zu PK. Ich wollte gerade Hochkönig sagen, aber der ist ja wegen Sturm konnte er nicht mehr, also der PK. Ja. Also ich muss sagen, dein Quiz hat sich absolut entwickelt. Ich finde das sehr positiv, wie du dich entwickelt hast, auch mit den Organisationen und alles. Alles besser geworden, definitiv. Hochachtung. Vom Quiz an sich, ich bin froh, dass ich vorhin Hochkönig bin. Und Du bist auch vor Max? Ey! ich fand das ganz toll, dass der Max mit dabei ist. Und der denkt, dass ich ein absoluter Veteran bin. Nein. Ey, für mich seid ihr alle Veteranen. So, Ja. ihr seid schon viele Jahre dabei. Ich erst vor knapp 1,5 bis 2 Jahren, würde ich mal sagen. So, und habe noch nicht so viel Gothic gespielt. Ich bin in meinen Augen immer noch Anfänger. So, aber für mich seid ihr alle Veteranen. Bist ein toller Typ, auf jeden Fall. Und freue mich, wenn du mal wieder im nächsten Quiz mit dabei bist, auf jeden Fall. Und hier mit dem Gothic Lore Talk. Finde ich eine coole Sache. Macht weiter so. Und wie gesagt, ja, ich bin froh, dass ich Dritter geworden bin. Und die Fragen, die Fragen waren super gemacht und war vor allen Dingen wirklich von der 100. bis zur 500. Frage super balanciert. War echt cool. Also top. Bitte weiter so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, lieber Nick. Also warte mal, was schließe was ich auch mal an? Ja. Also, ich kenne jetzt beide Seiten. Ne? Ich war jetzt zweimal als Teilnehmer dabei und heute hatte ich die Ehre, Co-Moderator sein zu können. Ganz kurz, die 200er, die du ausgetauscht hattest, wo du die Alternative genommen hast, das würde ich... Achso, okay. Wir hatten in der Konzeption tatsächlich sehr viel, ich sag mal, Blut, Schweiß und Tränen reingesteckt. Die letzten, Tränen eher weniger, aber die letzten 3 Tage waren sehr arbeitsintensiv, weil wir wirklich auch geschaut haben, ist das jetzt für eine 300er-Frage beispielsweise zu viel oder sollte das eher eine 400er sein? Ist das eher eine 200er? Es gibt auch Fragen, ich kann jetzt nur für mich sprechen, wo ich von vornherein eine Alternative mitgeliefert habe, weil ich gesagt habe, okay, ich gehe davon aus, die meisten werden es wissen, aber es war wohl so, dass man dann gesagt hat, okay, das ist kein guter Safe-Call für die Punktzahl der Frage, die man hat, sondern dann eher die Alternative genommen. Und da muss ich halt sagen, die andere Seite einfach mal kennenzulernen, wie viele Gedanken man sich über das Spiel dann nochmal machen kann, um da einigermaßen vernünftige Fragen rauszuziehen. Ne? Also ich will jetzt gar nicht auf diesen Aufzählfragen rumhacken, ich mag die auch nicht. Ich habe jetzt eine mit reingenommen, wo ich gesagt habe, das fände ich halt einfach mal cool, weil das so eine Sache ist, wo ich auch nie drüber nachdenke. Ich habe diese Bücher vor 20 Jahren ungefähr einmal gelesen und danach nie wieder, wo ich gesagt habe, boah, das hat vielleicht einen Lerneffekt oder sowas und das war so mein Ansatz und ich freue mich, dass das überwiegend gut angekommen ist. Woran wir vielleicht noch arbeiten sollten insgesamt, ich weiß ja nicht, ob ich noch mal als Co-Moderator dabei bin oder wann, aber ist, dass wir generell, glaube ich, für die Fragen an sich, nicht nur für die 500er, sondern generell ein Zeitlimit von vornherein kommunizieren sollten, was sich vielleicht auch von der Frage zu Frage staffelt. Weil ich persönlich bin halt 2-3 Mal angeschrieben worden, gibt es kein Zeitlimit für Fragen, das würde ich jetzt einfach offen kommunizieren, dass man da nochmal drüber nachdenkt. Aber auch die Steigerung in den Quizzes ist auch mir deutlich aufgefallen und freue mich, dass das so Anklang findet. Was mit dem Zeit und Fragen, das habe ich tatsächlich auch schon öfters bedacht, auch schon in Kommentaren gehabt in manchen Videos. Ich habe halt immer noch nicht einen festen Wert gefunden, wo ich sage, das kann man da bei den Fragen machen, bei denen. Und ich will aber auch nicht für jedes ein anderes Zeitlimit setzen, das ist die Sache. Aber da lässt sich mal was überlegen, man kann auch beim nächsten Mal testweise 3 Minuten mal machen oder so, jetzt beim nächsten Quiz. Oder so, irgendwas testweise oder 2 Minuten, keine Ahnung, muss ich mir überlegen. Und du bist einer von den Kandidaten, die ich auch nochmal bestimmt als Co-Moderator mitnehme, auf jeden Fall. Das also, habe ich auch offen gesagt zu den Leuten immer direkt. 1 Minute, 200, 2 Minuten und immer so. Ja, das werden wir testen, meine nächsten Quizzes. In den nächsten Quizzes werde wird auch ein Video abgespielt im Hintergrund hier dann. Ich hab da auch eine Frage an dich jetzt, Shaper. Oder darf ich Alex sagen? Alex, natürlich. Ich hab einfach okay, Alex. Ja, ich habe auch eine Frage an dich. Umut hat das auch schon gemerkt, so ich bin sehr gut darin, gemeine Fragen, was Gothic angeht, rauszusuchen. Dürfte ich dir dann quasi
wenn ich Ideen habe für Quizfragen, dürft ihr dir solche zuschicken. So. Jeder Würdest darf du mir das sowas zuschicken, ich annehmen? sag's immer jeder. Hm? Ich werde es nur dann Hm? richtig Nur balancen, das- zu was es dann gehört. Also du sagst jetzt nicht 500 oder 400 ist das, sondern ich balance es dann richtig rein, dass es passt. Also, Genau. Ja. also Aber nicht, ja? ich würde eher so sagen, so, wenn ich mir eine Frage ausdenke, so, bei Umut habe ich auch insgesamt, glaube ich, ich war derjenige, der die Idee hatte, wo Chromanin Buch 2 zu finden ist und so weiter für das Quiz und das war ja meine Idee und das mit diesen, wie heißen die Ork-Waffen, die ich da auch bildlich dargestellt habe als Bonusfrage, so in Gothic 1, wie dessen Das war eine brutale Ork-Name Frage. ist. Ja, das kannst du Die war gerne so machen. brutal, wirklich. Auf jeden Fall, aber ich will noch eins sagen noch dazu. So, und Beim letzten ich Quiz- würde dann nur sagen, Achso. so, dass ich, also, wenn ich solche Fragen Ja. stelle, dann sage ich nur, dass ich die selber einschätze, so, ist das jetzt eher leicht oder schwer und hätte auch selber gerne einmal Feedback, ist das jetzt eine leichte oder eine schwere Frage. Okay, kann ich natürlich machen. So. Das ist kein Problem. Aber Fragen würde ich gerne selber auch für ein Quiz mal vorlegen, sagen wir so. Solange nicht ich derjenige bin, der quasi auf meine eigene Frage antworten muss dann beim nächsten Quiz. Ja, natürlich, nein, alles gut. Mhm. Ich wollte gerade sagen, das mit Chromanin-Buch, du sagst 2. Wir hatten einmal die Frage, die 5 Chromanin-Bücher. Ein Geoguessr hatten wir letzten Quiz, 500er-Frage für alle. Da hatten wirklich sehr viele gewusst, sogar der Nostalgiker. Lustigerweise wussten die genau viele Orte davon, das war krank. Tatsächlich. So als Beispiel jetzt. Ja, ich wüsste das zum Beispiel nicht. Ich musste auch googeln, wo das war. Alles gut. Nee, So, aber ich Weil hatte die die Frage Chromanin-Quiz gestellt. gar nicht so viele Leute kennen. Wenn man sich mal das Arena-Tournament auf dem Gothic Quiz-Server, Gothic Community-Server anguckt. Mhm. Ey, ich habe auch von der Chromanin-Quest erst durch Nick, du müsstest ihn kennen. Ich weiß nicht, ob die anderen ihn kennen, aber den Zuschauer Oldcoin erst im zweiten Durchlauf erfahren, dass es das gibt. Ja, okay. So, Das ist vorher- kein Wird ja auch, Problem, das wird ja auch wissen die nachträglich erst reingepatcht. Also wenn wir jetzt von damals ausgehen. wenigsten. Ah, Weil okay. Gothic 1 Kann ja auch erst mit komplett linear ist am Ende, ne? Das ist ja das Thema. Da schaut keiner mehr nach links und nach rechts, sondern folgt halt linear der Story und deswegen übersehen Weil das, ich gerade- denke ich, viele. Ja. Wobei ich Ja. gerade das geil finde, weil dadurch die Dramatik noch mal ein bisschen mehr zustande kommt, als wie, geh jetzt noch mal da Wasser holen und noch mal Reis pflücken, das so nach stimmt, dem ja. Motto. Mhm. Ja. Muss man gut balancen können. Also ich Ja. kann mir gut durchaus vorstellen, ich will jetzt nicht lange übers Remake reden, aber wenn da ein bisschen mehr Content ins Endgame kommt und nicht zu viel, sodass die Dramaturgie noch bleibt, kann das gut werden. Aber ich finde gerade dieses Lineare im Vergleich zu Gothic 2, wo du noch so viele Sidequests am Ende machen kannst oder auch neu bekommen kannst, finde ich das so ein bisschen die Immersion, die Atmosphäre so ein bisschen beeinträchtigend. Aber das ist persönlicher Gusto. Ne, beim Gothic Remake, ich freue mich da auf jeden Fall auf eine Sache. So, Nick, du weißt das auf jeden Fall. Ich produziere gerne Filme und Serien. So, als Hobby, also ich mache das leider nicht beruflich, noch nicht. So, und wenn ich mit dem Elder Scrolls Projekt fertig bin, hatte ich ja vorgehabt, das auch mit Gothic zu machen. Und das Schöne ist beim Gothic Remake, weil es über Unreal Engine läuft, ich kann die Assets klauen. Stimmt. So. Das ist weniger Arbeit. Und dann, ja, aber wenn ich damit irgendwann anfangen würde, das zu einer Serie umzuwandeln, extra für YouTube mache ich sowas dann, auf einem separaten Kanal. So, aber dann würde ich auf jeden Fall mich bei jedem, der mit Gothic ein bisschen mehr Erfahrung hat, so, also auf jeden Fall bei euch, auch auf jeden Fall nochmal melden, ob man Bock hätte, dafür zu synchron zu sprechen oder die Geschichte, wie es quasi ja von Fans eher zur Lore passen würde, wie man das erzählen sollte, so. Ob es jetzt für Gothic 1 Sinn machen würde, tatsächlich, wenn man nur eine Seite der Geschichte erzählt, ob der wirklich zum alten Lager, zum neuen Lager oder zum Sumpflager gehört, so. Das ist ja freie Wahl, aber wenn man das als Geschichte erzählen würde, eine lineare Geschichte, was würde mehr Sinn machen und so. Und dass man das dann diskutiert, wie ich das dann machen würde, so als Beispiel für die Serie. Mhm. Hört sich doch interessant So. an, auf jeden Fall. Mhm. Da will ich mich auf jeden Fall bei vielen von euch auf jeden Fall versuchen zu melden. Ich glaube, bei Jorgenson braucht, glaube ich, nicht zu versuchen, oder? Ich weiß es nicht. Ich Wenn's weiß darum nicht, geht. ich mag Jorgenson übelst, aber. Den kannst du immer fragen. Ja, man kann ihn fragen, aber zum Beispiel mir hat er jetzt seit einem Jahr, glaube ich, oder so nicht mehr geantwortet, also ich weiß jetzt auch nicht, ob er viel Zeit hat momentan.
Kann ich dir nicht sagen, aber man kann es versuchen. Das ist immer die Sache. Man kann es immer versuchen, auf jeden Fall. Mhm. Ja, aber ich denke, bei euch könnt ihr das auf jeden Fall versuchen, so, und dass wir dann da ausdiskutieren, so, vielleicht auch ein bisschen streiten, so, aber Streit gehört auch mal ein bisschen dazu, wenn es um Herzenssache geht. Mhm. Ja, gerne. So, und wie das dann am besten passen könnte, wie so eine Geschichte. Mhm. So, vor allem, es soll ja auch wirklich einfach so ein Fanprojekt sein. Und ich hoffe, bis dahin habe ich also ein bisschen mehr die Lore auch verinnerlicht. So. Ich denke schon, auf jeden Fall, ja. Okay, gut. Gut, ich weiß, wahrscheinlich, wie gesagt, wollen alle pennen oder was auch immer jetzt oder was anderes machen. Ich wünsche euch einen Ich werde noch ein paar Stunden weiter in Blender arbeiten, so. Ich werde jetzt noch Black and White fertig spielen und dann, ja. Aber wenn viel ihr Spaß. wollt, ich kann euch ein paar Screenshots schicken. Nick kennt die zum Beispiel schon, aber ich kann euch auch gerne mal von meinem aktuellen Projekt ein paar Screenshots schicken. Wenn es euch Kannst du gerne machen. So. Was ich bisher mache. Nee, kein Problem. Wie gesagt, ich verabschiede mich und danke natürlich jedem, der dabei war. Und wie gesagt, wer Bock hat, kann noch kurz hier chillen. Kein Problem. Ich würde nur jetzt Black and White 2 spielen und ansonsten gerne wieder. Und Jules, wir schreiben dann die Tage, wann wir einen Termin ausmachen. Auf jeden Fall. Auch so machen wir's. Genau, Genau. perfekt. So. Ich wünsche euch allen dann alles einen schönen Abend. Ich chill noch Ja. ein bisschen im Stream bei dir. Ja, gerne. Und Max, auf jeden Fall, dich frage ich auch dann noch wegen dem Termin auch noch nach dann. Das Sehr auf jeden gerne. Fall. So. Ja, wir sehen uns ja spätestens am Freitag, ne? Mhm. Wir jetzt, Nicke? Also ihr beide. Nee, Alex und ich. Hm? Ja, wir hatten ja auch noch irgendwie demnächst was mit einem Podcast vor, glaube ich. Ja, ich muss jetzt erstmal die Org-Folge fertig schneiden. Okay, Ne? okay. Und Freddy muss die andere noch fertig machen und dann. Ja, aber ja. Der nächste Okay, Aufnahmetermin mein muss OBS auch raus. buggt komplett rum. Okay, ich habe keine Ahnung. Ja, alles gut. Redet weiter. Alles gut. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin verwirrt. Genau, Das bis dann. Quiz wird angezeigt. Ja. Ich hau mich Gute direkt Nacht raus. zusammen. Ciao. Oh, jetzt Ciao. Gute Ciao. Nacht euch allen. Ciao, ciao. Vielen Dank nochmal. Gerne, gerne immer. Du bist ja nicht gezwungen, dass ihr geht, wie gesagt. Alles gut. So. Ja, aber ich muss Ja, hier danke, die danke. Katze, die will weiß, jetzt hast du auch schon gesagt. Aufmerksamkeit und alles. Aber wir hören uns ja Freitag wegen dem Interview sowieso dann wieder. Genau. Ja, also Freitag, warte, was haben wir eigentlich Vielen schon? Dank nochmal. Achso, das ist noch eine Woche, ja. Für die Arbeit. Alles fein. Danke. Ja, gerne, gerne, PK, immer. So. So, nice. Nochmal ändern und den Rest machen, Leute. Und wer da ist, auf jeden Fall gerne noch zuschauen. Wir machen jetzt noch Black and 2, denke ich, fertig durchspielen. Und wenn das erledigt ist, gehe ich, denke ich mal, heute offline, weil ich muss morgen früh raus wegen der Convention.